So, ich darf alle recht herzlich begrüßen. So, ich bin zu nah beim Mikro, gut. Ja, also einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen 13. Mai bei der Präsenzbühne beim Universal Future Festival. Wir werden heute an die 200 Personen werden, das heißt, die Plätze werden dann knapp. Es freut mich aber, gleichzeitig ist der Stream live. Das heißt, jetzt schauen uns auch Personen aus vermutlich dem gesamten Dachraum zu. Und vielleicht machen wir es so, wir können uns umdrehen, die Kamera 3 läuft und alle mal winken. Das ist die Begrüßung am Morgen für alle die uns online zuschauen. Die Partnerbühne Graz startet gleichzeitig mit der Partnerbühne in Berlin. Die laufen 3 Tage lang durch. Braunschweig wird um 10 Uhr starten und morgen ist dann Zürich und die TU Nürnberg dran als die Partnerbühnen, die auch dann live streamen werden. Also dieser Hörsaal ist heute den gesamten Tag live im Netz. Ja, also ich darf also recht herzlich begrüßen zum Universal Future Festival 2025, erstmals auch von einer österreichischen Bühne aus Graz, von der Technischen Universität Graz, und ich darf den Gastgeber auf die Bühne bitten um seine Begrüßungsworte. Ja, seitens der Technischen Universität Graz auch einen schönen guten Morgen. Wir sind stolz darauf, diese Partnerbühne stellen zu dürfen. Soweit ich weiß, das erste Mal in Österreich, beziehungsweise auch mit dem Thema AI haben wir, glaube ich, ein sehr spannendes Thema gefunden. Ja, die Technologie ist etwas, was wir rasant erleben im Moment, sowohl auf der Forschungsseite als auch auf der Lehre-Seite. Ich bin der Vizerektor für Lehre und darf mich täglich mit Fragen zur KI oder AI beschäftigen. Und wir kommen kaum nach mit den sozusagen Vorgaben oder Leitlinien oder Empfehlungen, weil es einfach so schnell geht. Studierende nutzen gern die KI für sinnvolle und manchmal auch nicht so sinnvolle Zwecke, das wissen wir. Wir Lehrenden müssen auch sehr schnell lernen, teilweise nicht sehr vertraut mit der Technologie wie die junge Generation. Das macht es auch sehr spannend und herausfordernd. Insgesamt hat die Technologie aus meiner Sicht disruptives Potenzial und deswegen freut es mich sehr, dass wir heute am Vormittag über diese Technologie, Einsatz in Forschung, Lehre, aber auch Administration diskutieren können. Ja, ich darf auch der Veranstaltung gute Erkenntnisse, neue, ich sage mal, kritische Reflexion wünschen, weil der gedankenlose Einsatz von KI und AI, den wir alle kennen, also wir nutzen es alle gerne, um uns inspirieren zu lassen, es ist bequem, aber manchmal ist das auch ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, zu kurz gegriffen, nicht lange überlegt, wenig reflexiv. Wir übernehmen gerne, was wir vorgeschlagen bekommen und vergessen darüber nachzudenken. Das ist
sozusagen die Anregung. Ich freue mich, dass wir über 170 oder 200 Teilnehmende vor Ort haben. Insgesamt habe ich gehört 5000 Teilnehmende an den Partnerbühnen beziehungsweise in den Streams. Ein schöner Erfolg für das erste Mal und ich darf mir als Vizerektor für Lehre wünschen, dass wir noch viele Partnerbühnen, und da schaue ich Richtung Martin Ebner, dem Mastermind hinter dieser Partnerbühne. Ich darf mir wünschen, dass wir das noch öfter wiederholen. Insgesamt darf ich mich auch bedanken bei dem Team, dass das die Planung gemacht hat, die Vorbereitung und heute die Durchführung. Wir sind bestens versorgt mit Technik, wie es an einer technischen Universität gehört. Der Livestream, halten wir uns die Daumen, dass das gut funktioniert. Und ich darf Ihnen und uns einen sehr spannenden Tag wünschen, neue Erkenntnisse, gute Diskussionen und tiefe Einblicke. Und bevor ich an den Moderator zurückgebe, darf ich Sektionschef Elmar Pichel auf die Bühne bitten und um seine Begrüßungsworte ersuchen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Vizerektor, sehr geehrter Herr Ebner. Es ist mir wirklich eine Freude, Sie hier heute zu begrüßen, anlässlich des University Future Festivals. Es ist eine, glaube ich, einmalige Veranstaltung, die eine unglaubliche Dynamik hat, das 5. Mal. Und im Zeichen der AI, die absoluten sozusagen aktuellen Entwicklungen, Überlegungen, Träume, Visionen vor den Vorhang bringt, in die Diskussion hinein. Im Ministerium begleite ich schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, das Thema der Digitalisierung, weiß nicht, welcher Begriff wirklich passt, weil vor 25 Jahren waren die Buzzwords noch so Telemedizin im medizinischen Bereich oder E-Learning, und dann entwickelte sich die Situation weiter, dann waren MOOCs, ja, war das große Buzzword, und heute reden wir über AI an Universitäten und Hochschulen. Daran sieht man schon, dass die Foki irgendwie sozusagen sich dann schon ändern, aber es geht eigentlich um eine dauernde Weiterentwicklung von Universität. Universitas semper reformanda. Also auch zu Zeiten von AI muss man irgendwie das Latein reinbringen, eine stets zu erneuernde. Und ich glaube, die über 300 Programmpunkte, die über 500 internationalen Speaker anlässlich dieses Festivals zeigen davon und zeugen davon, dass das wirklich auch ein Thema ist, das mitreißt und mitnimmt. Es ist für mich irgendwie eine ganz besondere Sache, und ich bin stolz darauf, dass die TU Graz, das Österreich, an diesem großen Format innerhalb des Dachraums teilnimmt, in der Form diesmal zum ersten Mal, mit Einzelexpertinnen und Experten natürlich auch schon in den vergangenen Jahren. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung, weil wir aus Österreich in die internationale Community, glaube ich, in diesen Themenbereichen einiges einbringen können und hier auch uns gut beteiligen können. /Imagine, für die einen vielleicht so ein bisschen die Assoziation zu einem bekannten Song von John Lennon. Für andere jedenfalls die Einladung, irgendwo die Brücke von Hochschule und Universität in die Technologie zu bringen. Und ich glaube, es sind so zwei zentralen Aspekte, die hier behandelt werden. Einerseits innovative Lehrformate und Hochschulkulturen zu erträumen, neue zu erträumen, zu gestalten, zu denken, zu erproben, die insbesondere die Bedürfnisse der Studierenden, aber auch der Lehrenden hereinholen und sie in die Zukunft bringen. Andererseits aber natürlich auch die technologischen Chancen anspricht und vor den Vorhang holt. Das sind zwei, glaube ich, ganz, ganz wesentliche Aspekte, die wir heute hier auch an der AI-Stage der Technischen Universität Graz sehen werden. Wir wissen, KI verändert Universität in sehr intensiven und sehr rasanten Zügen, und es ist letztendlich an Ihnen, das auch mitzugestalten und zu entwickeln. Seitens des Ministeriums versuchen wir Begleitungen dafür zu schaffen. Auf der einen Seite im gesetzgeberischen Bereich. Wir haben zum Beispiel mit dem Hochschulqualitätssicherungsgesetz im letzten Jahr festgehalten, dass definitiv das Missbrauch von KI-Anwendung im wissenschaftlichen Betrieb definitiv ein wissenschaftliches Fehlverhalten ist, also so rechtliche Definitionen.
Wir haben in sämtlichen Strategiedokumenten das Thema künstliche Intelligenz im wissenschaftlichen, im universitären Betrieb auch ausgeführt, auch in den Entwicklungen immer sehr stark rekurrierend auf die Expertise an den Universitäten und an den Hochschulen. Wir haben in den Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten einige Themen drinnen, neue Curricula, aber dann auch das Thema Weiterbildung der Lehrenden in der Didaktik, Kompetenzzentren, also wenn man hineinschaut in diese 22 Verträge, die oft so 80 bis 100 Seiten haben, da kommt sehr oft das Thema KI vor, nicht so oft wie zuvor, vor den Vereinbarungen, die Wünsche an den Universitäten waren. Ich glaube, gefühlt hunderte KI-Professuren, die in den Entwicklungsplänen der Universitäten drinnen gestanden sind, die wir dann leider nicht realisieren konnten, aber ein ordentlicher Schub ist uns, glaube ich, dann dennoch gelungen. Wir haben so Kleinigkeiten, die wir auch sozusagen versuchen zu unterstützen. Es gibt mit den pädagogischen Hochschulen eine Bildungsforschungsausschreibung, wo auch das Thema Digitalisierung im Lehrkontext dort natürlich sehr stark auch auf das Schulsystem hingedacht drinnen ist. Wir kooperieren mit der FNMA in der einen oder anderen Art, sowohl in Bezug auf Studien zugänglich zu machen und die Expertise zugänglich zu machen, aber auch zur Sicherstellung einer qualitätsorientierten Entwicklung in der Anwendung von, nenne ich es mal, digitalen Instrumenten in der Hochschullehre. Ja, wir lernen aber auch aus Studien und da möchte ich zwei Eckpunkte schon auch noch erwähnen. Wir wissen und sehen, dass AI hauptsächlich sozusagen zur Recherche verwendet wird bei Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern. Textverarbeitungen, ja, das ist der klassische Anwendungsbereich, auch im Ministerium ist es das, ChatGPT irgendwie zu verwenden für Textverarbeitungssachen. Aber dass sozusagen andere Potenziale noch nicht wirklich genutzt sind. Learning Analytics zum Beispiel, um nur einen Aspekt zu nennen, wo wir noch viel Luft nach oben haben. Und wir sehen leider auch eines, dass es hier einen gewissen Gender Gap gibt, wo wir, glaube ich, und sprechend aus einem neuen Ressort, einem neuen Ministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, ist das so ein klassisch wichtiger Punkt, wo man diese Synergien auch ansprechen kann. Wir müssen aufpassen, dass die neuen Technologien hier nicht zu unterschiedlichen Nutzungen oder letztendlich zu einem Gender Gap führt. Auch da, glaube ich, ist ein Aspekt, der uns die bisherigen Evidenzen und Studien zeigen, wo wir in Zukunft stärker hinschauen müssen. Ich freue mich heute auf und morgen und übermorgen auf spannende Diskussionen, auf spannende Veranstaltungen und /Imagine, finde ich, ist ein wunderbarer Dachbegriff, der, glaube ich, herausfordert und hoffentlich Kreativität auch unterstützt und ich bin gespannt, wie viel aus diesen Diskussionen dann von der imaginären Sphäre ins reale Hochschulleben kommen werden. Danke für die Initiative, Herr Ebner, danke auch an Ihr Team, dass das alles überhaupt ermöglicht und ich hoffe auf starke Impulse und tolle Inputs im Laufe der Konferenz. Freue mich drauf und einen schönen Vormittag noch. Dankeschön. So, ganz lieben Dank für die Reden. Ich darf noch einmal beide bitte auf die Bühne bitten. Ich bedanke mich herzlich immer für die Unterstützung, sowohl bei der TU Graz als auch beim BMFEF. Ich muss noch lernen. Und damit man das nicht vergisst, haben wir ein kleines Geschenk, ein T-Shirt, immer wieder tragen und daran erinnern. 2025 waren wir dabei. In schönem Violett. Genau, und verewigt werden wir auch noch mit vielen Fotos. Sehr schön. Danke. Danke, Sinn. Bitte. Viel Spaß beim Tragen. So, ich schaue noch auf meine Zeit. Ich glaube, wir haben noch gut 5 Minuten und in diesen 5 Minuten, wie es so ist, darf ich also auch ein paar organisatorische Dinge noch vorwegnehmen, damit sich alle hier bei uns also wohlfühlen. An der AI-Stage Graz, also jede Partnerbühne hat ein eigenes Motto. Wir haben uns seinerzeit rausbedungen, dass wir gerne über AI diskutieren würden und zwar sehr stark aus der Anwendungssicht für die Hochschule. Die Züricher machen es dann mehr aus technischer Sicht zum Beispiel und ehrlicherweise habe ich vergessen, was die anderen 2 Bühnen für ein Motto haben. Aber die AI-Stage ist quasi jene der TU Graz, wenn jemand postet, UFF25 ist der offizielle Hashtag, glaube ich, und AI-Stage Graz quasi wäre unser Kürzel.
Die Short Facts, die ich habe, ist, das Hauptprogramm findet also immer hier statt. Das ist der Hörsaal BMT. Und es gibt immer, jeder hat sich vielleicht diese Talk-App installiert. Das probiert Berlin auch zum ersten Mal aus. Das ist aus meiner Sicht durchaus eine sehr imposante Konferenzsoftware. Und dort drinnen kann man sich dann das Programm zusammenstoppeln, weil es könnte auch jemand sein, der sagt, ich möchte jetzt dann um 10 Uhr einen Online-Vortrag mir anhören, und kann man dort buchen. Und jedes Mal, wenn so ein Raum gebucht worden ist, gibt es dort einen Chat, wo man auch Fragen stellen kann. Wir werden das so machen, dass ich teilweise auf den Chat natürlich schaue, ob Fragen aus dem Chat sind oder natürlich vor Ort, wenn wir das machen, wie man das also gerne handhaben möchte. Wichtig ist, dieser Raum wird durchgehend gestreamt bis heute 17:30 Uhr. Die Workshops finden bei uns dann im Seminarraum und in der Bibliothek statt. Die sind also nicht online, wenn man so will. Das sind also wirkliche Vor-Ort-Angebote. Und es gibt auch da draußen, wie man gesehen hat, Stände und Ausstellerinnen, die uns also auch unterstützen, wo wir denken, das ist durchaus spannend, wenn man sich natürlich dort auch hinwendet und sich Informationen holt. Ja, dann den Gong, glaube ich, habe ich jetzt gerade vorne liegen. Ja, habt ihr schon alle einmal gehört? Ja? Und wenn ich gonge, quasi wird es wieder weitergehen. Das ist vor allem nach der Pause wichtig. Kaffeepause Vormittag, Nachmittag und auch nach der Mittagspause. Und um 17:30 Uhr schließen wir hier wieder in diesem Saal ab. Und es gibt auch eine kleine Verlosung. Der Cheat ist quasi, es könnte wieder so in die Richtung Violett gehen. Ja, wie schaut es räumlich aus? Also wir sind jetzt, da hat man gesagt, soll ich mit da ran? Wir sind hier an dieser AI-Stage, das ist der Hörsaal, der gestreamt wird. Da draußen, habe ich gesagt, sind die Stände. Wir haben hier in den gelben Bereichen Tische und Stühle aufgestellt, also wo man sich dann in den Pausen gerne aufhalten kann. Wir haben Gott sei Dank gutes Wetter gebucht, das dürfte halten. Und wir haben hier eine kleine Catering-Ausgabe, das war dort, wo die Registrierung war. Das ist quasi dieser Bereich hier. Dann gibt es also den ersten Workshop-Raum, der ist hier gegenüber. Man sieht also der Workshop 1, der ist also ungefähr für 15 bis 20 Personen geeignet, wer sich also da ein Programm gebucht hat. Die Toiletten sind jeweils hier für die Damen und hier für die Herren. Also bei den Herren muss man durchgehen und noch einmal durchgehen und dann ist dann auf der rechten Seite, also hier war der Eingangsbereich, wenn man sich orientieren will, die große Stiege. Hier findet momentan ganz was Wichtiges statt, das sind die ÖH-Wahlen. Das heißt, nicht wundern, dass wir jetzt Millionen an Studierenden da haben, die jetzt quasi wählen gehen heute. Die nächsten 3 Tage sind also die Wahlen und die finden hier statt. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir viele Studierende sehen. Und die anderen beiden Workshops, die finden in der Bibliotheksbereich statt. Das heißt, da darf man hier durchgehen und dann hat man links und rechts in den beiden Ecken hinten sind die anderen Workshops. Alles in diesem Gebäude. Das heißt also, wenn man das Gebäude verlässt, hat man sich verirrt quasi. Das wäre so der Hinweis. Oder wenn man einen Stock höher geht, auch falsch. Ja? Also ist alles in diesem Bereich hier. Ja, dann haben wir noch um 13:30 Uhr haben wir einen gemeinsamen Termin, von dem noch niemand jemals gewusst hat. Wir würden gerne ein gemeinsames Foto machen. Die Idee war, das auf der Stiege draußen zu machen. Ich würde natürlich gongen und das ist quasi das Aufwecken nach der Mittagspause und danach wird es um 13:45 Uhr weitergehen. Das heißt, wir haben 15 Minuten Zeit, um ein Foto zu machen. Also ich hoffe, das lässt sich also einrichten. Wenn Personen nicht auf Fotos haben wollen, dann haben sie das hoffentlich schon bereits bei der Registrierung gesagt. Die haben Punkte gekriegt oder sonstiges. Die Jasmin, die steht ganz hinten gerade, ist unsere Social Media Managerin, auch fest mit Berlin verbunden. Das heißt, wir schicken natürlich fleißig Fotos hin und her, damit also die Online-Welt mitkriegt, was sie versäumt. Und nächstes Jahr verstärkt auf die Präsenzbildung auch noch kommt. Ja, auch machen wir eine nachhaltige Veranstaltung, haben wir versucht. Das heißt also gerne, also wir verzichten also auf viele Dinge, haben auch, glaube ich, Gläser vor Ort und so weiter. Das sind wir natürlich auch gerne, dass wir also hier unseren Beitrag leisten. Gibt leider 2 kurzfristige Änderungen aufgrund von Erkrankungen. Das heißt, um 10:20 Uhr und um 12:15 Uhr, die 2 Personen haben nach Graz dann kurzfristig nicht anreisen können. Sie haben aber uns ein Video-Backup geschickt und sie machen einen Live-Video-Vortrag. Das heißt also, wir sollten von beiden inhaltlich versorgt werden. Es wird halt nur hier erinnern, quasi niemand live stehen. Ja, ich glaube, ja, das war also das Ende. Ich höre in der Regie, das ist der weiße Knopf da bei mir, nicht wundern, das ist also, ich höre nicht Musik daneben oder so.
Imagine oder sonstiges. Nein, ich bekomme immer Anweisungen, weil also es immer so ist, drinnen ist es geblockt, ich werde immer anmoderieren, muss ganz scharf abmoderieren, das heißt bitte jemand, der einen Vortrag hält und den ich dann abbreche, nicht beleidigt sein, das liegt daran, dass jetzt momentan online alle umschalten oder schon weg sind oder sonstiges und wir müssen uns quasi sehr streng an diesen Zeitplan halten, damit wir diese hybride Veranstaltung gut umsetzen können, aber ich bin guter Dinge, dass das auch gut funktionieren kann. Damit sind wir am Ende der offiziellen Eröffnung in Graz. Ich hoffe, auch in Berlin ist diese Eröffnung gut gelaufen und wir steigen dann quasi um in den ersten tatsächlichen Programmpunkt. So, ich habe noch keine Anweisung von der Regie, aber so richtig in der Übung bin ich auch noch nicht, ne, wie man sieht. Also das heißt, da muss... Ja, also es wird jetzt direkt weitergeschaltet, also zur Keynote, zur ersten. Sehr gut. Ja, also es freut mich sehr, dass wir 2 Keynotes haben. Eine am Vormittag, die Martina Seidel von der JKU. Beide natürlich zu dem Thema AI, Digitalisierung, Strategie, Hochschule. Wir wollten auch zeigen, dass sehr gute Arbeit in Österreich passiert, damit das auch der ganze Dachraum sieht. Wir sind auch tolle Kooperationspartner in vielen Bereichen und es passiert das auch bei uns, viele gute Arbeit. Ich darf dich auf die Bühne bitten. Ich habe gelesen AI, Symbolik, Logistik, Kombinatorik und lauter so Dinge und dann fragt man sich, wie geht das zusammen, wenn wir heute über generative KI und Wahrscheinlichkeiten diskutieren. Aber du wirst uns Antworten geben, habe ich verstanden. Ja. Danke. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier auf der AI-Bühne in Graz zu reden. Das Thema von meinem Vortrag ist generative KI für den universitären Unterricht von Logik und formalen Methoden. Mit der Frage, geht das? Ja, ich bin Professorin für symbolische künstliche Intelligenz an der Johannes Kepler Universität Linz. Das heißt, in meiner Arbeit geht es um KI. Ich beschäftige mich aber mit einer anderen Art von KI und ich möchte im Rahmen von diesem Vortrag vorstellen, welche anderen Arten von KI es neben der generativen KI auch noch gibt. Also ich möchte Ihnen kurz erzählen, was ich in Lehre und Forschung an der Johannes Kepler Universität mache und eine kurze Einführung zu symbolischer und subsymbolischer KI geben. Dann werde ich kurz das Linzer KI-Studium vorstellen, das wir 2019 eingeführt haben und das inzwischen sehr gewachsen ist. Und spezieller Fokus sollen natürlich die symbolischen Kurse sein. Und ich werde einen Kurs besonders vorstellen, den Logic-Kurs, in dem KI-Tools schon sehr lange eingesetzt werden, aber das sind andere KI-Tools und ich möchte ihm die Motivation und Erfahrungen zu diesem Thema vorstellen und davon berichten. Und dann werde ich über generative KI in der Lehre von symbolischer KI sprechen. Das sind neue Thematiken, mit denen wir uns in letzter Zeit auseinandersetzen dürfen. Und ich werde kurz diskutieren, welche Einsatzmöglichkeiten wir sehen, welche Herausforderungen auf uns zukommen und auch welche Erfahrungen wir gemacht haben. Genau. Das ist der Plan für die nächste halbe Stunde. An dieser Stelle möchte ich meinem Team danken, das mich sehr in Forschung und Lehre unterstützt. Ich möchte unseren AI-Studierenden an der JKU bedanken, die uns immer wieder, also bei denen möchte ich mich bedanken, die uns immer wieder in neue Richtungen treiben und neue Wege aufzeigen und uns auch helfen, unsere Lehre ständig zu verbessern und neue Methoden einzuführen. Und besonders möchte ich mich auch bei Katharina Bleimscheim, einer Bachelorstudentin bei mir im Institut, bedanken, die sehr viele Evaluierungen im Bereich der generativen KI in letzter Zeit durchgeführt hat. Gut, ich frage jetzt mal die Leute hier im Raum, wer kann sich unter symbolischer KI was vorstellen? Einer? Gut, dann ist es gut, dass ich diesen Abschnitt eingeführt habe und diese kurze Einführung. Wer kann sich unter generativer KI was vorstellen? Ja,
das Bild ist hier gleich ein ganz anderes. Hier hat fast der ganze Raum aufgezeigt oder wahrscheinlich sogar der ganze Raum. Es gibt verschiedene Richtungen von AI und das ist leicht motivierbar, wenn wir an das menschliche Denken, wenn wir uns das menschliche Denken als Vorbild nehmen. Ja? Wir denken auf verschiedene Weise. Ja? Wir haben einerseits eine Art von Denken, die sehr intuitiv und vielleicht auch etwas impräzise passiert. Ja? So, wenn wir ein Katzenbild sehen, dann erkennen wir sofort, das ist eine Katze. Wir denken nicht großartig drüber nach. Wir haben irgendwie gelernt, wie eine Katze ausschaut, welche Eigenschaften eine Katze hat. Wir haben sehr viele Katzen gesehen und daraus können wir auch bei einem etwas anderen Katzenbild sofort ableiten, dass wir hier eine Katze sehen. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Art von Denken, die auf großen Datenmengen basiert, die statistische Informationen verwendet, die auch sehr gut mit partiellem Wissen, mit Unsicherheit umgehen kann. Und das ist, worauf generative AI basiert. Und die ganzen Erfolgsgeschichten brauche ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Wir sehen, was mit ChatGPT heutzutage möglich ist, was möglich ist in der Bildgenerierung. Hier tut sich einfach gerade unglaublich viel. Aber es gibt noch eine andere Art von künstlicher Intelligenz, die symbolische künstliche Intelligenz. Und auch die hat ihre Daseinsberechtigung, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt und prominent in den Medien ist im Moment. Allerdings behaupte ich einmal, dass ohne diese Art von künstlicher Intelligenz viele Dinge im modernen Leben nicht funktionieren würden, die heute selbstverständlich sind. Ja? Wenn Sie einen Computer verwenden, ein Smartphone, ein Tablet, dann funktioniert das nur, weil symbolische Techniken verwendet wurden, um diese Tools, diese Werkzeuge korrekt hinzubekommen. Das sind sehr komplexe Systeme, die korrekte Rechnungen durchführen müssen und da kann man nicht mit statistischen Methoden arbeiten, sondern man muss sicherstellen, dass die genauso arbeiten, wie es von ihnen erwartet wird. Und symbolische KI ist sehr oft mit logikbasierten Techniken gleichgesetzt. Es gibt dann noch eine Vielzahl an anderen Techniken, aber ja, in meinem Fall beziehe ich mich vor allem auf logikbasierte Techniken. Es geht hier um Wissen, das anhand einer Wissensbasis und klar definierten Regeln abgeleitet wird. Ich werde Ihnen dann einfache Beispiele erklären. Und symbolische KI braucht man in Anwendungen, wo exakte Ergebnisse verlangt werden, wo man sicher sein muss, dass jetzt Ergebnisse nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passen, sondern wir sind hier meistens in einem binären Bereich, also die Antwort muss Ja oder Nein sein oder wahr oder falsch. Ja? Und das hat auch den Vorteil, dass wir hier Techniken haben, die Ergebnisse produzieren, die nachvollziehbar und erklärbar sind. Das ist ein großes Problem in der subsymbolischen künstlichen Intelligenz, also dem Machine Learning, in dem Feld, in dem wir auch die generative KI haben, dass wir hier einfach nicht wissen, was die KI zu einem gewissen Ergebnis bringt. Ja? Und in der symbolischen KI haben wir einfach Regeln, die angewendet werden und dadurch können wir nachvollziehen, wie gewisses Wissen abgeleitet wurde. Ja, ich habe hier ein sehr einfaches Beispiel. Wir haben hier dieses Spiel Tic-Tac-Toe, das kennen Sie sicher. Wir haben ein Feld, zum Beispiel ein Spielfeld, das aus neun Feldern besteht. Und die Aufgabe ist, 2 Spieler sollen abwechselnd Symbole auf dieses Feld malen, sodass ein Spieler 3 gleiche Symbole in einer Reihe, in einer Spalte oder in einer Diagonale hat. Dieser Spieler hat dann gewonnen. Und das ist ein typisches Beispiel, wie eine symbolische KI funktionieren kann. Wir haben gibt klare Regeln, die uns sagen, wie dieses Spiel gespielt wird. Und diesen Algorithmus können wir verwenden, um dieses Spiel zu spielen. Ja? Und das wäre jetzt noch nicht so spannend, aber mit symbolischen Techniken können wir so ein Spiel auch analysieren. Ja? Wir können dann zum Beispiel Fragen stellen wie,
kann der erste Spieler immer gewinnen. Also kann der immer optimal spielen, sodass dieser Spieler immer in einen Gewinnzustand kommt. Ja, und das kann man zum Beispiel so in einer logischen Formel codieren. Das gibt man dann einem symbolischen Reasoning-Tool und der sagt dann ja oder nein, der erste Spieler kann nicht immer gewinnen oder er kann immer gewinnen. Also wenn er nicht gewinnen kann, dann kann der zweite Spieler es immer verhindern. Und das Nette, was man mit einem, was man als Nebeneffekt erzielt ist, dass man nicht nur diese Antwort Ja oder Nein bekommt, sondern man bekommt auch eine Strategie, in dem Fall für den zweiten Spieler, wie er verhindern kann, dass der erste Spieler immer gewinnt. Ja? Also in diesem Fall ist die Antwort Nein, der erste Spieler kann nicht immer gewinnen. Und diese Reasoning-Tools liefern uns dann eine Strategie für den zweiten Spieler, sodass der immer, egal wie der erste Spieler spielt, verhindern kann, dass dieser gewinnt. Ja? Und das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Und in der symbolischen KI geht es aber eben nicht nur darum, dass wir irgendwelche Spiele spielen, sondern das hat ernsthafte Anwendungen. Ja? Also was man, wenn man das Ganze ein bisschen raufskaliert ist, sich überlegen kann, ist, wenn man ein System hat und irgendwie das in einer Umgebung interagiert, ja? Und man hat verschiedene Möglichkeiten, wie dieses System mit seiner Umgebung interagiert, ist die Frage, kann die Umgebung dieses System in einen Fehlerzustand zwingen? Ja? Das wäre eine Fragestellung der formalen Verifikation. Also gibt es eine Ausführung, die zu einem Fehler führt? Und das ist natürlich etwas, was man exakt wissen will und nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Genau, und da komme ich auch schon zu den typischen Anwendungen und auch zu der Herangehensweise in der symbolischen KI. Wir haben eine Vielzahl von Anwendungsdomänen, die Probleme aufweisen, die für symbolische Reasoning-Tools geeignet sind. Ja, das ist ein sehr, sehr breites das sind sehr, sehr breite Themenbereiche. Aber die übliche Herangehensweise ist, man hat irgendwie ein Anwendungsproblem, man übersetzt dieses Anwendungsproblem in eine logische Sprache, gibt es einem symbolischen Solver, der liefert eine Lösung und diese Lösung wird dann zurück in das Anwendungsproblem übersetzt. Das heißt, wir haben hier einen vollständigen automatischen Ansatz, der es erlaubt, Probleme aus diversen Domänen, wie zum Beispiel Planen oder Logistik, und hier kommt die Logistik rein, im Code Development, besserem Code Development, formale Verifikation und so weiter zu entwickeln. Ja. Also hier haben wir eben die Möglichkeit, exakte Probleme mit verschiedenen von verschiedenen Komplexitätsklassen zu lösen. Ja. Hier habe ich jetzt zwei Beispiele, die in letzter Zeit in der Vergangenheit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auch erregt haben, nicht nur in unseren Fachcommunities, sondern auch in einem breiteren Umfeld. Also das erste Beispiel ist aus der Mathematik, das ist das Pythagorean Triple Problem. Das ist ein Problem, da eigentlich will ich da jetzt gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Es ist ein Vererbbarkeitsproblem und man muss gewisse Eigenschaften von Zahlen nachweisen, das sehr lange offen war. Und es ist gelungen, mit Techniken des symbolischen Reasonings dieses Problem zu lösen. Und hat einiges an Medienaufmerksamkeit erreicht. Das konkrete Problem ist jetzt schon vor circa 10 Jahren gelöst worden, aber die Methoden, die dahinter stecken, konnten dann auf eine Vielzahl anderer mathematische Probleme auch gelöst werden. Ja, also das heißt, diese symbolischen Reasoning-Techniken können Mathematikern helfen, schwierige Probleme zu lösen. Jetzt kann man sagen, ja okay, das sind jetzt vielleicht nicht die Probleme, die im Alltag so auftreten. Hier habe ich als zweites Beispiel für eine Anwendung eine Arbeit von Amazon auf die Slides kopiert. Und Amazon hat ein sehr großes Research Lab, das sich mit symbolischen Techniken beschäftigt. Warum brauchen die das? Naja, die haben ihre Cloud und
bei denen gibt es sehr viele Fragestellungen, die sich damit beschäftigen, wie sie es hinbekommen, dass in den Cloud die Ressourcen korrekt zugeteilt werden und dass aber auch die Access Permissions richtig vergeben werden. Ja. Das ist hochgradig komplex und das sind auch Fragestellungen, die man nicht nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten richtig beantworten will, sondern das muss passen, sonst sind da sehr viele Probleme, die aufkommen und das sind dann auch Probleme, die sehr teuer werden. Und deswegen hat eben Amazon auch ein sehr großes Research Lab, das sich genau mit solchen Fragestellungen beschäftigt und das auch sehr stark mit unserer Community interagiert. Und es ist nicht nur Amazon, das diese Art von Research Lab hat, sondern viele andere große Firmen, die sich auch mit generativer KI sehr stark beschäftigen, haben Forschungseinrichtungen, die in dem Bereich sehr aktiv sind, weil klar ist, dass nur generative KI nicht reichen wird. Ja, und wir haben jetzt eben diese unterschiedlichen Arten von KI und eine der großen Fragestellungen ist, wie kann man sie zusammenführen? Ja? Die eine KI ist gut bei diesen statistischen Fragestellungen, die mit großen Datenmengen umgehen muss. Die symbolische KI ist gut bei exakten Fragestellungen. Und hier möchte ich darauf verweisen, dass wir diesen Cluster of Excellence in Österreich bekommen haben, der vom FWF gefördert wird, indem sich 6 Partnerinstitutionen über ganz Österreich verteilt zusammengefunden haben, um zu erforschen, wie symbolische und subsymbolische KI zusammengeführt werden, sodass die Vorteile von beiden Bereichen der KI ausgenutzt werden können. Ja? Aber das hat jetzt nichts weniger mit Lehre zu tun, sondern das ist Grundlagenforschung. Ich möchte hier nur den Konnex kurz herstellen. Gut, aber genug zur Einführung. Jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, wie wir symbolische KI im Linzer AI-Studium unterrichten. Wie bereits erwähnt, wurde das Linzer KI-Studium 2019 eingeführt und ist eine große Erfolgsgeschichte in Linz. Also inzwischen haben wir über 2000 Studierende, die aktiv im Bachelor- und im AI-Studium eingeschrieben sind und dieses absolvieren. Und im Moment sehen wir sehr viele AI-Studiengänge, die eingesetzt und etabliert werden. Das AI-Studium in Linz ist ein Studium, das sich besonders auf die Grundlagen fokussiert. Also im Linzer AI-Studium geht es vor allem darum zu lernen, wie AI-Techniken gebaut werden, wie AI-Systeme funktionieren. Ein großer Schwerpunkt im Linzer AI-Studium sind natürlich die Techniken des maschinellen Lernens, aber in Linz haben wir auch einen starken Fokus auf symbolische künstliche Intelligenz. Und hier sind jetzt mal die Kurse im Überblick, an denen meine Gruppe involviert ist. Ja, das ist jetzt nur mal ein Auszug, aber das ist im Prinzip einmal das, woran ich beteiligt bin. Und wir haben im ersten Semester den Logic-Kurs. Das ist ein Kurs, auf dem ich dann auch im Detail eingehen möchte. Hier wird ein sehr breites Publikum angesprochen. Also wir haben einerseits die AI-Studierenden, wir haben andererseits auch die Informatik-Studierenden in diesem Kurs und wir haben Studierende mit einem sehr heterogenen Hintergrund. Also wir fangen quasi am Anfang an und ein Logikkurs ist in fast jedem Informatik- oder AI-Studium in irgendeiner Form integriert. Ja, es kann sein, dass das ein Teil der theoretischen Informatikausbildung ist. Es kann noch ein Teil der Mathematik sein. In Linz haben wir explizit diesen Logikkurs im ersten Semester, der den Studierenden einmal einen ersten Eindruck gibt, was man mit symbolischen Techniken machen kann. Klassischerweise ist Logik ein Pen-and-Paper-Subject. Ja, so an vielen Universitäten wird das immer noch
eher von der theoretischen Seite unterrichtet. Wir machen es anders und darauf werde ich dann gleich auch ein bisschen eingehen. Dann im 3. Semester, das wird dann etwas theoretischer, haben wir Computational Logic. Da erklären wir den Studierenden die theoretischen Hintergründe zu den Logikthemen, die sie im 1. Semester gehört haben. Und im 5. Semester kommen dann die Anwendungen, das ist Formal Models. Da geht es darum, was kann man mit Logik wirklich machen. Ja? Logik soll nicht nur verwendet werden, um theoretische Konzepte zu verstehen, wie es ja oft auch in der Informatik eingesetzt wird, sondern wir können wirklich tolle Sachen mit Logik als Arbeitssprache machen, und das sehen wir dann in dem Formal Models Kurs, und das sind jetzt 3 Bachelorkurse, und später dann im Masterstudium haben wir vertiefende Kurse wie Planning und Reasoning, Satzsolving, Model Checking. Da werden dann auch verschiedene Aspekte von symbolischen Themen behandelt. Einerseits geht es hier auch vertiefend in die Anwendungen, und andererseits geht es dann auch darum, wie bauen wir überhaupt diese symbolischen KI-Tools. Ja? Also das kann man dann auch lernen, vertiefend im Master. Ja, Logik ist ein sehr wichtiger Teilbereich der symbolischen KI. In Österreich haben wir auch eine sehr große Forschungslandschaft, Logik betreffend, an vielen Standorten, zum Beispiel an der TU Wien, auch hier an der TU Graz. Logik ist ein sehr altes Fach. Wenn man sich überlegt, wo das herkommt, dann endet man sehr schnell bei den alten Griechen, die sich schon mit Fragestellungen des Denkprozesses auseinandergesetzt haben, und denen ging es vor allem auch darum, wie man schlüssig argumentiert, und das hat dann sehr rasch zu der Entwicklung von diversen Logikkonzepten geführt, die wir zum Teil heute auch noch in dieser Form verwenden. Später wurde Logik verwendet, um die Mathematik zu formalisieren, um zu verstehen, wie funktioniert ein Beweis in der Mathematik, wo sind die Grenzen der Mathematik. Genau, und dann natürlich in der Informatik spielt Logik eine sehr wesentliche Rolle. Hier sieht man sofort die Bedeutung der Logik, wenn man auf Schaltkreise schaut. Schaltkreise sind eine andere Darstellung von logischen Formeln. Sie basieren auf Binärwerten und den Rechenregeln, wie wir sie in Standardlogik haben. Aber man kann noch viel weiter gehen, und in den 50er Jahren ist das Feld des Automated Reasoning, der Computational Logic, entstanden. Und hier ist die Idee, dass wir einem Computer nicht Schritt für Schritt sagen, was er machen soll, sondern wir beschreiben anhand von Regeln, und jetzt sind wir hier wieder bei den Regeln, was gelten muss, und geben eine Wissensbasis mit vorgegebenen Fakten an, und daraus können wir dann neues Wissen ableiten. Und aus diesem Teilbereich sind dann eben diverse Reasoning-Tools entstanden, die heutzutage dazu verwendet werden, um sicherzustellen, dass Computer richtig rechnen, dass Handys nicht abstürzen. Also da könnte man auch sehr lange über die Historie reden. Genau, ich möchte jetzt nur kurz den Verweis geben, dass hier die Motivation aus der Praxis kommt, sich mit symbolischer Logik zu beschäftigen. Genau, jetzt zu unserem Logikkurs als konkretes Beispiel. Das ist ein Kurs, der aus einer Vorlesung 2-stündig und einer Übung 1-stündig besteht. Ist Pflicht im Bachelorstudium Informatik und AI im 1. Semester. Und inzwischen ist der Kurs sehr groß, vor allem für Linzer Verhältnisse. Also wir haben jetzt 700 Anmeldungen gehabt im letzten Wintersemester, wird immer im Wintersemester angeboten. Wir hatten ungefähr 200 Informatiker, 500 AI-Studierende. Sprache ist Englisch, ja, also schon im 1. Semester unterrichten wir auf Englisch. Im AI-Studium ist das keine Überraschung, weil das AI-Studium ist auf Englisch. Im Informatikstudium war das vor
10 Jahren etwas eine Neuheit, aber es wird von den Studierenden sehr gut angenommen, weil den Studierenden bewusst ist, dass Englisch die Arbeitssprache in der Informatik, in der AI ist und man muss einfach üben, Englisch auch im professionellen Kontext zu verwenden und das ist inzwischen ja, kein Thema mehr, dass wir einen englischen Kurs haben. Es ist eine hybride Lehrveranstaltung, das hängt auch damit zusammen, ja, einerseits mit Corona, also Corona hat da uns sehr viele Herausforderungen beschert, aber es hängt auch damit zusammen, dass das AI-Studium nicht nur in Linz angeboten wird, sondern es wird auch an den Standorten Wien und Bregenz angeboten. Das heißt, wir müssen Studierende auch erreichen, die in Wien oder in Bregenz ihr Studium absolvieren. Und ja, was sehr stark eingesetzt wird anhand von Educational Tools ist Moodle. Wir haben Moodle-Quizzes, sehr viele, und wir haben interaktive Übungen, die auch über Moodle abgewickelt werden. Ja, hier ist ein bisschen Information zur Struktur von dem Kurs. Wir haben Vorlesungen, wir bieten hier voraufgezeichnete Videos an. Das wird von den Studierenden sehr gut angenommen. Aber wir begleiten die Studierenden also durch das Forum und durch eine Sprechstunde. Wir bieten die Übung dafür in Präsenz an. Ja, so hier gehen wir so vor, dass wir 12 Übungsblätter haben, die von Professoren allerdings vorgerechnet und präsentiert werden, wodurch eine Interaktion mit den Studierenden möglich ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, das funktioniert viel besser, wenn die Professoren die Lösungen vorstellen und die Studierenden fragen dann und diskutieren ihre Herausforderungen. Und das wird eben live abgehalten. Und wir haben im Moment Skriptum mit interaktiven Beispielen und Self-Assessments in Moodle. Wir bieten hier 2 Beurteilungsoptionen an. Im Moment ist da noch überhaupt keine generative AI involviert. Ja. Wir haben einerseits eine klassische Vorgehensweise, wir haben eben diese 4 Blöcke. Wir bieten die Vorlesung an, wir bieten die Übung an und wir bieten dann am Ende vom Semester eine Klausur über den gesamten Stoff an. Das ist eine sehr klassische Herangehensweise. Und wir haben die zweite Beurteilungsoption. Da haben wir wieder diese 4 Module, die durch die Farben dargestellt sind. Jedes Modul besteht aus 3 Einheiten. Dann haben wir die Vorlesung, die Übung und eben einen wöchentlichen Test. Im Moment sind diese Tests online. Das ist auch eine Sache, die durch Corona gekommen ist, die wir im Moment noch beibehalten. Das ist aber auch eine Sache, die sich durch generative KI möglicherweise ändern wird. Und was eben ganz besonders an unserem Kurs ist, wir bieten Lab-Exercises an. Schon im ersten Semester werden die Studenten ermutigt, KI-Tools zu verwenden, um ihre Übungen zu lösen. Und interessanterweise schätzen die Studierenden eher diese Herangehensweise mit den wöchentlichen Tests, wo sie permanent motiviert werden, mitzuarbeiten. Und das hat uns sehr gefreut. Für diese Art der Lehrveranstaltung haben wir den Kepler Award bekommen. Das ist ein universitätsweiter Teaching Award. Und wir wurden von den Studierenden nominiert für diesen Preis. Ja, und ich könnte jetzt hier im Detail eingehen, wie wir das im Detail machen, aber dann komme ich leider nicht mehr weiter. Wichtig ist, dass wir bereits im ersten Semester KI-Tools verwenden. Wir versuchen den Studierenden beizubringen, wie sie KI-Tools einsetzen, um ihre Aufgabenstellungen zu formulieren. Ja? Also Logik ist eine Arbeitssprache, mit der man sehr exakte Beschreibungen durchführen kann. Und ja, wir haben verschiedene Tools und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Studierenden nicht nur die Formeln hinknallt, sondern ihnen auch wirklich Anwendungsbeispiele von Anfang an zeigt, dann motiviert man sie mitzumachen und man begeistert sie auch für das Thema. Genau.
Das war jetzt aber nur symbolische KI und das Ganze würde sehr gut funktionieren und wir könnten, glaube ich, sehr lang noch viele Jahre so weitermachen, aber generative KI hat sehr viel geändert. Und wir sehen gerade, dass generative KI sehr stark ändert, wie Leute lernen. Ja? Also früher, ich habe hier kurze Evolution vom Lehren und Lernen im Wandel der Zeit. Und im Prinzip sind wir von Lernen mit Büchern jetzt bei ChatGPT. Und das macht einen Unterschied, wie Studierende herangehen. Und wenn man das Ganze etwas negativ sehen würde, irgendwann könnte es dann so sein, dass die Studierenden ihre KI haben, die sie verwenden, um die Aufgaben zu lösen, sich vielleicht was zu erklären zu lassen und dann abzugeben. Und die Lehrenden haben ihre KI, die wir verwenden, um die Aufgaben zu erstellen und dann Feedback zu geben und zu graden. Und dann reden irgendwie die KIs miteinander. Und die Frage ist das sinnvoll? Die Antwort ist offensichtlich nein, da hat keiner was davon, wenn wir irgendwann einmal dort enden. Und die Frage ist jetzt, wie gut eignet sich generative KI für formale Themenstellungen? Es gibt sehr viele Analysen dazu, wie gut oder schlecht generative KI für Mathematik ist. Ich habe hier ein Beispiel. Das ist eine sehr einfache Rechnung, wo zuerst einmal ein falsches Ergebnis geliefert wird, dann eine Erklärung und dann liefert die generative KI am Schluss doch das richtige Ergebnis. Das war von 2023, wenn wir es jetzt mit einer aktuellen KI betrachten, dann kommt sofort das Richtige raus. Die Frage ist, wie schaut es mit Logik aus? Ich habe hier ein Beispiel. Hier ist die Aufgabenstellung, finden Sie eine aussagenlogische Formel mit 3 Variablen, die unerfüllbar ist. Es ist sehr einfach zu lösen. Hier habe ich die Lösung, die ich gerne von der generativen KI hätte. Und ich habe mich letzte Woche mal kurz damit beschäftigt, was die generative KI draus macht. Hier habe ich eine, die sehr lyrisch geantwortet hat. War aber nicht hilfreich, weil das ist die Formel ist wahr, also die Formel ist satisfiable, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich habe dann etwas mit weniger Kreativität verwendet, dann ist mir eine unsatisfiable Formula geliefert worden, die aber nur 2 Variablen hatte, das war nicht das, was ich wollte. Naja, dann hat die generative KI eine erfüllbare KI geliefert und sie erklärt das mit einem Selbstbewusstsein, das sehr überraschend ist und das macht mir auch sehr viel Sorgen, weil wenn ein Student oder eine Studentin nicht so in der Materie drinnen ist sehr schnell anzunehmen, dass sie das vielleicht auch glaubt. Und ja, wenn wir jetzt so weitergehen, dann ist das noch eine Zeit lang so weitergegangen. Hinweis, es passt nicht, ja. Dann versucht die generative KI immer noch Erklärungen zu generieren und es funktioniert einfach nicht. Und es liefert dann hier sogar diesen Case 2 und das ist eine Lösung für die Formel. Ja. Man sofort sieht, ja, okay, die Formel ist nicht erfüllbar. Und dann fragt sie sogar, ob sie es noch einmal probieren soll. Dann sagt man, ja, bitte probier es noch einmal. Und dann endet man wieder bei der Formel mit den 2 Variablen und so geht das im Kreis. Ja. Also für mich ist das Ganze nicht sehr überzeugend. Und leider sehen wir aber auch, dass die Studenten solche Lösungen abgeben. Und es ist eben sehr wichtig, dass wir die Studierenden aufklären und ihnen bewusst machen, so funktioniert das nicht. Und wir haben auch eine detaillierte Evaluierung gemacht und man kann sich verschiedene Korrektheitskriterien überlegen und oft ist die Antwort korrekt, aber die Zwischenschritte nicht. Es können auch die Zwischenergebnisse korrekt sein, aber das Reasoning, das dahinter führt, ist problematisch und es kann aber auch passieren, dass die Angabe überhaupt nicht verstanden wird von der generativen KI. Und für uns heißt das jetzt im Moment einmal, so direkt ist generative KI nicht einsetzbar, weil sie einfach zu inexakt ist und die nicht für die Aufgabenstellungen geeignet ist. Man kann sich speziell trainierte Modelle anschauen, die die halt speziell auf zoologische Fragestellungen hingetrimmt sind, die funktionieren etwas besser, aber auch hier sind die Erklärungen schwierig, wenn man nicht genau die Hintergründe dazu hat.
Manchmal funktioniert es sehr gut. Also wir haben auch evaluiert, ob unsere Tests von KIs geschafft würden. Und es sind durchaus Tests, die geschafft werden. Aber sehr oft kommt wirklich Schwachsinn raus. Und hier ist eben die große Herausforderung, wir müssen den Studierenden klar machen, ihr könnt generative KI verwenden, aber bitte hinterfragt es und überlegt euch, ob das wirklich stimmt, was hier rausgekommen ist. Und wir haben auch viele Aufgaben, die grafische Komponenten beinhalten, also wo gewisse Sachverhalte grafisch dargestellt sind. Und auch das funktioniert überraschend gut. Mit den neueren Modellen können auch hier durchaus gute Lösungen gefunden werden. Eine Herausforderung sind die spezifischen Notationen, die wir im Kurs eingeführt haben. Aber wenn man die KI speziell trainiert und ihnen auch Hintergrundwissen in Form zum Beispiel von den Slides oder einem Skriptum zur Verfügung stellt, dann wird es überraschend gut. Genau, und damit komme ich jetzt auch schon zum Ende von meinem Vortrag. Auch wenn wir es jetzt noch nicht direkt einsetzen, generative KI ist bei uns angekommen und stellt uns vor immensen Herausforderungen. Ja, also wir müssen unsere Lehre überdenken und wir müssen da wirklich auch mit der Zeit gehen. Also es reicht jetzt nicht, wenn wir nur unsere alten Tools einsetzen, sondern wir müssen den Studierenden auch vermitteln, wie sie mit den neuen Tools umgehen und wie sie auch lernen, abzuschätzen, ob jetzt die Ergebnisse sinnvoll sind oder nicht. Ja. Und ja, das bedarf es, die Lehre regelmäßig zu evaluieren, regelmäßig zu überdenken. Und ja, so wird uns nicht langweilig. Dankeschön. Ganz lieben Dank für die tolle Keynote und auch für die Einblicke in die verschiedenen Arten der KI. Ich darf die Fragerunde eröffnen. Wir würden das Mikrofon herübergehen, damit auch die Online-Personen die Frage hören. Wer hätte denn gern eine Frage? So, ich schaue mal in die Runde. Keine Scheu. Wir werfen auch zu. Genau. Danke. Aber da kann man sogar noch weitergehen. Guten Morgen, vielen Dank. Mich würde die Eingangsfrage interessieren, die uns gestellt wurde. Also wie viele im Raum sich mit symbolischer KI schon mal beschäftigt haben oder wissen, was es ist. Wenn die Vorlesung losgeht, wenn die Veranstaltung mit den Studierenden losgeht im ersten Semester, wie viele der Studierenden wissen denn, worauf sie sich eingelassen haben? Und gibt es da einen Unterschied zwischen den Informatik- und den AI-Studierenden? Also ich würde mal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die von einem Gymnasium und von einem HTL kommen. HTLs mit technischen oder informatischen Schwerpunkten, die kennen Logik oder Schaltkreistechniken. Genau, aber ich würde mal sagen, also da würde ich die Hauptunterschiede sehen. Zwischen Informatikstudierenden und AI-Studierenden, glaube ich, besteht kein großer Unterschied. Und ja, im Moment muss man auch sagen, die meisten Studierenden kommen, um zu verstehen, wie die KI funktioniert, die wir jetzt in den Medien sehen. Aber ich denke, sie sind dann auch sehr offen für diese anderen Techniken. Da liegt es auch sehr an uns, dass wir es gut motivieren und interessante Anwendungen liefern. Und was wir auch machen, ist, wir starten mit verschiedenen Spielen und Leute spielen einfach gerne. Und das ist bei Studierenden nicht anders. Und wenn man dann Techniken entwickelt, wie man diese Spiele automatisiert lösen kann, ist das auch eine sehr gute Motivation und auch eine sehr gute Diskussionsgrundlage. Und wenn man mal mit ihnen ins Gespräch kommt, mit den Studenten und Studentinnen, dann hat man eh schon sehr viel erreicht. Ja, und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir motivieren das auch sehr stark, dass Logik eine formale Sprache ist, die es erlaubt, Fragestellungen exakt auszudrücken. Und es hat insgesamt einen Mehrwert. Also man braucht das in der Programmierung, man braucht das im Engineering. Und ich hoffe, dass wir auch das vermitteln können, weil das einfach ein Skill ist, der durch das Studium erworben werden soll. Ja, Andreas, bitte, ja. Ja, danke für den sehr inspirierenden Vortrag.
Sie haben jetzt beschrieben die symbolische KI und die generative, so wie wir sie, glaube ich, jetzt kennengelernt haben. Sehen Sie da noch andere Arten von KI, die Sie da kombinieren müssen oder kombinieren wollen? Weil das, genau. Ja, ich glaube, es kommen dann einfach noch so cross-cutting Fragestellungen rein, wie zum Beispiel ethische Aspekte. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein technischer Aspekt der KI, aber das sind Fragestellungen, die dann auch akut werden, oder eben dieser Erklärbarkeitsaspekt. Ja? Und das ist jetzt nicht direkt vielleicht eine andere Art von KI, wie das Reasoning funktioniert, und man könnte ja die symbolische und die subsymbolische noch viel feingranularer gliedern, aber es gibt dann eben noch andere Aspekte, die im Gesamtbild auch noch berücksichtigt werden müssen und die das Bild dann noch viel umfangreicher machen. Danke sehr. So, ich schaue noch mal. Ist noch Fragen? Ja, ganz hinten. Ja, hallo. Hallo? Was ich fragen wollte ist, wir wissen ja bei ChatGPT zum Beispiel, dass es so Phasen gibt, wo es recht gut ist und plötzlich wird es wieder schlecht. Und ich denke, wenn ich dann mit den Studierenden sie unterstütze, sich Kompetenzen zu erwerben und plötzlich wirken die nicht mehr, ist das eine große Herausforderung. Da ist es manchmal beliebig dann. Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist auch eine der größten Herausforderungen, die wir sehen, dass einfach die Antworten nicht deterministisch sind und dass die Antwortqualität zwischen den verschiedenen Sprachmodellen variieren kann, aber auch innerhalb von einem Modell. Und man muss dann einfach den Studierenden beibringen, das, was die KI bei dem einen sagt sie vielleicht bei dem anderen nicht. Und das Wichtigste ist wirklich den Studierenden beizubringen, die Ergebnisse von den KIs kritisch zu hinterfragen. Und das sehe ich auch als eine von unseren Hauptaufgaben in der Zukunft, dass wir den Studierenden beibringen, glaubt das nicht blind, das ist ein mächtiges Werkzeug, was ihr bekommt, das wird immer besser, aber man kann ihm nicht immer trauen. Und es ist auch nur für manche Aufgabenstellungen sinnvoll. Wir sehen jetzt schon zum Beispiel in der Entwicklung von Computerprogrammen funktioniert es ziemlich gut für kleine Programme. Das wird gewisse Programmieraufgaben komplett automatisieren oder macht es zum Teil schon. Aber man muss trotzdem verstehen, wie man das richtig einsetzt, wie man die Dinge kombiniert. Und ja, man muss sich halt auch der probabilistischen Natur von dem ganzen Tool bewusst sein. Und das gehört jetzt einfach in die Ausbildung rein. Danke sehr. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar aus unserer Logikvorlesung habe ich kennengelernt, dass in dem Fall der Professor Fragen stellt, die Studierenden müssen Fragestellungen entwickeln, die die KI nicht lösen kann. Das ist quasi seine Herangehensweise, um ihnen zu zeigen, das funktioniert so nicht. Ja? Habt ihr sowas auch in die Richtung schon mal probiert, also den Spieß umgedreht? Noch nicht mit den Studierenden, aber in in den Massenlehrveranstaltungen noch nicht, aber in Seminaren oder in Studierendenprojekten genau, machen wir solche Sachen. Das ist eben auch für uns wichtig, um zu verstehen, was geht und was geht nicht. Ja, aber natürlich ist das dann auch für die Massenlehre spannend und das ist auch ein Plan für die Zukunft, dass wir da explizit auch darauf eingehen, was geht nicht. Ja, weil für mich ist immer die Problematik mit dem kritischen Denken, das ist total wichtig. Die Frage ist, wie bringe ich das jemandem bei, wenn er den Fehler nicht sieht? Ja, also weil das Henne-Ei-Problem ist, weil ich noch nicht so gut bin, um den Fehler erkennen zu können. Da kann man sich durchaus Aufgaben überlegen, wo die Studenten einfach anlaufen. Und das muss man halt vielleicht auch gezielt einsetzen, dass sie die Erfahrung machen, okay, immer stimmt das nicht, was rauskommt. Ich meine, es ist klar, wenn jetzt eine Prüfung ist und eine Online-Prüfung und dann ist die Frage, ist die Formel wahr oder falsch, und die Antwort ist, sie ist falsch, und eigentlich wäre die Antwort mit einem Halbsatz zu begründen und dann ist so ein Text, dann ist klar, dass es wohl generiert, und
das ist dann vielleicht auch ein Lerneffekt, wenn man dieses Feedback gibt, aber wir müssen das auf jeden Fall gezielter machen und nicht nur so, ja, darauf warten, dass die Studierenden die KI einfach falsch einsetzen und unerlaubterweise einsetzen. Danke. Andreas möchte noch einhaken. Ja, das bringt mich auf den Gedanken, wir machen eigentlich dadurch Studierende schon zum Lehrer, indem wir den bewerten lassen, was die KI produziert. Das bedeutet, ich habe das auf einer Folie gesehen, dass sehr viel Grundlagenwissen notwendig ist, um überhaupt das durchzuführen. Das heißt, wir machen da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man sie nicht zu früh zum Lehrer macht, weil das ist eine massive Überforderung. Ja, nur das Problem ist, sie machen sich selber zum Lehrer, indem sie die KI verwenden. Genau. Und es muss ihnen einfach bewusst sein, dass keine verlässlichen Lehrer sind. Ja, genau. Ja. Danke. Ich schaue die Katharina an. Online war keine Frage. Gut, die Regie sagt auch 20 Sekunden. Das heißt, wir sind tatsächlich am Ende angelangt. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für den tollen Vortrag. Bei uns ist jetzt dann Pause, Viertelstunde. Wenn der Gong ertönt, bitte wieder alle reinströmen oder in die Workshops gehen. Und der Markus lässt ausrichten, es gibt noch Restplätze in den Workshops, wenn jemand Interesse hat. Also bitte auch gerne bei der Registrierung noch einmal sich erkundigen. Martina, danke sehr. Gerne. Und einen guten Kaffee.
Ja, wir sind wieder live von der Grazer Bühne und freuen uns über den ersten Vortrag mit einem leicht weinenden Auge, weil Carsten Wolf hat uns leider nicht persönlich besuchen können von der Universität Bremen. Carsten, wir kennen uns schon sehr lange rund um das Thema Videos, Tutorials und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt ganz, ganz gespannt, was du mit AI machst. Und ich hoffe, der Ton funktioniert gut. Wir bitten dich um deinen Vortrag. Okay, yes, so let's switch to English and welcome. And I'm sorry not being in Graz, but I got a bad cold. So today's talk, it's not just Lisanne and me, but it's like a bigger team. Is also Fatima and Jan, and Fatima is a data scientist, and Jan is a research software engineer. So it's part of a bigger project together with some other universities in Germany. But the thing I'm showing here is really a part done at the University of Bremen. So we are in a University Future Conference. So what is the goal? I think we all want to create rich learning environments which support deep learning instead of shallow learning of our students. And so in this talk, I want to talk about what is the problem, and then I want to show what we are doing about it. First on the general idea, and then go more into the specific implementations, and maybe we can talk about learnings and next steps in the discussion. So we started and we wanted to use, or we are already using e-portfolios. So e-portfolios are kind of multimodal media collections from students where we can document and reflect on the learning processes, and the teachers can support them in becoming better. So what we know is that feedback is most important for creating these deep learning processes of students. And so if you give feedback to them, it motivates the student to actively engage in the learning. And so, and also there's this concept of highly informative feedback. So this not only gives you information how you have done something, but also if your strategies are good and where you should go next. So there are some limitations, because if these feedbacks are late, or they are shallow, or they're even totally missing, this really decreases the autonomous motivation of the students. They put some effort in their portfolios, and when you don't give good feedback or too late, then they're demotivated. So so what are the opportunities and challenges we try to address in this project? We want to help teachers to give feedback, but the biggest problem in giving feedback is that the teachers, they don't have enough time resources, right? So because if you want to give, you have, just imagine I have a portfolio group with 200 students, and when I want to give feedback to each of them, it's pretty hopeless. And so we looked at AI if it could help us. So these are some examples of real portfolios of my students. These are like media biographies, and you can see a lot of, well, some text, but also some memes and some charts and all that. And this is another portfolio where a student, he was assessing explanatory videos and for math, and then he tried to come up with a selection of good explanatory videos and create a kind of a lesson plan and some exercise pages. So you can see this is very multimodal. You have a lot of like text, you have documents, you have pictures and all that.
this is called generative learning. So the students have to generate all this stuff, and in this process, they employ deeper learning strategies. So what would be the general idea? Just, well, you have your task for the students, and then you provide some kind of feedback button, and then let's go to some large language model, and the llama is giving the feedback. So I probably you all had this idea in some way or the other. Problem is, does not work. If you just use a large language model and you try to assess these very complex products of students, like GPT-4, it's assessing mostly the generic essay characteristics, but it's not really looking at the nuances of the students' work. And there's more evidence to this, and they compared human graders and AI graders and showed that there's not a lot of correlation between these two. And so we came up with some modular architecture instead of using just one multimodal large language model, especially, and this is what I want to talk about today, to provide better explainability of the scoring and the feedback generation, so that the students better understand why they got this feedback. There are other things you can address here, but I will focus on this and also on a combination of different scoring models. So let's look at architecture. The architecture is quite complex, so don't be afraid. We will go through it step by step. So this is a rubric-based multimodal assessment and feedback framework, and let's look into it. So it starts with a generative learning of the students. They actively engage with the materials and compose their, it could be portfolios, it could be a presentation, it could be some text, picture, chart, document. And after this, we are going to extract all the data out of the submission. So it could be a PDF, for example. When you would do something like using a layout parser, it's a library to identify parts of your document, like tables and titles and pictures and all that, to get some more information about the document. So, and this is probably a thing all of you do if you're using rubrics for assessment, is that you're first in box 1, you are doing your didactical planning and which contents, learning goals, which performance should be shown after the course, and you start with your task construction and problem formation. Just collect all the background and supporting materials and create scaffolds. And also you write down your rubrics in some kind of rubrics scale. So now in box 2, you see now you have to be more specific about this. So you try to operationalize all your rubrics. And it could be like, it should be at least more than 300 words, and the target would be 700 words, and so on and so on. So you really go through your whole rubric. And this is the center of our approach, is that now we take each of these rubrics and ask ourselves, okay, which computer-based and AI model could help us to assess this. So there are different model types. So, so there are rule or statistic-based models, like readability formulas, or you could even say it has to be at least 300 words. You don't need a large language model and start your nuclear reactor to look if somebody has written more than 300 words.
And when you have these different types of machine learning based models, and again, you can use discriminative models, which have been there for a long time, like computer vision models to see what is on the slide, right? Or like I showed the layout parser to try to understand the structure of a document. And when you have large language models, so we don't only use large language models, but incorporate them in them. And then you have different types of optimization you could do, like prompt engineering, RAGs, fine-tuning, agentic workflows, and verification. So can't go into detail on this, but these are the possibilities. And what we are then creating is a kind of table. In practice, it's a JSON table with all the criteria in the rows, and the columns are the students. And here you can see that we just assign values to the different criteria. And when we use another large language model to create a feedback construction, to create feedback, sorry, and so we give to this large language model, we give a criteria, we give a upload, the submission of a student, and we give to it this table of criteria, the fulfilled criteria or the level of criteria. And when this AI is creating a feedback, which is then given to the teacher who should review it in a way, and this is given back to the students, and then they should have look at it and with explanations, and hopefully then they start to revise their submission. To give you a concrete example, this is from a task where we had to create explanatory videos. So you have a video from the student, and then you extract audio and you start to extract, to detect the scenes, to have like the main shots of the video. And then you ask a multimodal large language model to identify this and to assess it. For example, with Mayer's principle of multimedia design. So this is an example. You have on the left side the prompt. I'm sorry, it's on German because it's like in a German teaching context. And on the top, you see the video of the scene. And when the large language model is creating this description of this can then later can be used for further evaluation. We're using open source models because we host everything in the university. So sometimes we only can use these smaller models, probably more computing power, a little bit better. Okay, also the audio is then transcribed with Whisper, and when this text is given to a model to assess it. And also for audio analysis, using models. These are models to test how fast is somebody speaking, or here you can see as a JSON an outcome of this. So very easy things like how long was it? 2 minutes 39, a feedback. And then also the average speech rate, for example. And there are some Python libraries you can use for that. Okay, and all this then is put together, and you get a final feedback text. So you definitely see the modular approach we are using. And here you can see that the prompt is already addressing the different JSON files which were created in the process to be used in the final feedback. So
I want to show you some small study example results. And so this was in just these explanatory videos, and we had this really very specific criteria. I just say it were too many. When we gave feedback to our tutors for assessment, and the contents of the videos were captured well, but still there were some problems, and you see that's a feedback text, and our tutors, they marked it like green was correct and red is not correct. So you see that there's quite a lot of text which was not really fitting to the videos. From the students, they said that it was too long, it was sometimes redundant, and they liked the feedbacks from the human tutors more because it was more precise or shorter, and also the LLM's feedback lacked sometimes critical depth, and it's something we are working on. And a second example, this is from a lecture from me where students have to do quite different things like creating a concept map, or review an online course of screenshots, or analyze TikTok videos, or create a presentation. So let's look at the task. We had to go to an online course and follow it for 8 hours and to document the screenshots and then to assess it didactically. And so this is the result if you give this into ChatGPT, and you get a 0-shot result, and it's very redundant and it's very generic. So this is definitely not the way to go. Everyone who's thinking that large language models will really replace all tutors and teachers, it's not going to happen this way. Probably not in our as well, but as you see, but so this is a short video where you can see our internal tool. So the student, you can drag and drop the student submission, and so this is for really rapid turnaround to work with scripting and with the prompting. As you can see, the system is working and doing the different analysis, and when it gives back its feedback. So let's look at this in a little bit more detail, so you can choose the model. As you can see, this is all open source models. And when we split up different aspects like keywords, like minimal, maximal word, so because the goal is that in some years, people should be able to do this by themselves without any technical competencies. And now you have a user feedback. And then you have also for the assessment rubrics another form where you can define all of your assessment criteria. And as you can see in this example, the quality is better, I think, than the general thing. Now we also add some other text quality metrics, and these are not large language model stuff, but these are just discriminative models we used for this. Okay, so what is the feedback from the students? So for this task, I show it's a really small group, so it's not really can do averages. It's just some kind of first look at this. The problem is a little bit that our students are very critical doing
working with us on this research because we are very critical on AI in general. And here you can see that the feedback wasn't so understandable and helpful for them from these low numbers, but at least the format made the feedback much more accessible. So at least us doing some user experience research paid out. And this is another task where we just had to create this pro-contra lists on smartphone ban in schools. There's a little tendency that it seems to be easier. So probably the more complex task is the more difficult it gets to really get to good feedback results. So let me end this talk. What are the next current steps of the rubric framework dev? We definitely need larger student groups. So if you're interested in this research, just reach out to us. And if you have students who are more open to AI research, also we are doing a new project together with Andreas Breiter here at University Bremen at U about really explanatory videos. So we will create this thing which is assessing explanatory videos from students in more detail. So I hope I could give you some insight into our projects, and I'm really, really open for questions. Thank you, and I'm sorry again for not being there in person. Yeah, thank you, Carsten. Hopefully you heard a little bit about the applause you get here. Yeah, we were listening very eager and very, very interesting story. There is one question in the online chat. There was the question about which kind of tool did you use for the e-portfolio? Was it Mahara or did you take another one? Yes, for the e-portfolio we are using Mahara. Still. Still, okay. It's also an answer. Yeah. Is there any question from the audience? Just looking around. Carsten, I have one question. So as far as I understand, there was an automatic generated feedback from the AI, and you have also your tutors. Yeah? And did the tutors read all the AI feedback before the students get it, or was it automatically go to the students after the AI feedback? Yeah, in this project case, all the tutors read all of the feedbacks to just check the quality. And because I mean, right now this is more of a research project, and you really need to be careful what you send out. And I think actually this would be an example of the I think we were called highly dangerous systems if this would go into really grading people. So I think it always ever only can go into like formative feedback for the students to get in the process, or like before they want to submit, they could get some feedback, but it must always be clear that this is feedback created by an AI, so that they don't rely on it, because otherwise, what would you do if the system gives back, pat them on the back and says, oh, this has been a very good this will be a very good submission. And when you as the human read it through and say, oh, this is just rubbish and you failed. So probably there are some legal implications as well. So for us, it's more like this way to give formative feedbacks to the students, and also to get some more support for the tutors,
like I said, we have this e-portfolio in the teacher education with around 250 students, and it would be very good if you would give some prior pre-analysis as a tutor, and when you can go more into detail, maybe first look at the really bad ones to see, okay, do I need to give them more feedback, for example? Okay, thank you. Any questions? Yeah, there's a question. Thank you. I have a question. You showed us in the analysis, or what the students thought about the feedback that they got, that the students were really critical. And I was wondering if you think that they are more critical because it came from an AI, because maybe AI acceptance is not so high yet. Yeah. Yes, I think normally if you would, because that's why I call it just an evaluation and not really an experiment or research thing. Normally what you need to do is that the student should know what is the human and what is the AI feedback, and then you have to normalize it in a way to make it around the same length. And so here now the students, we really play with open cards, and the students know that this is a research project and this is an AI created thing. But as you can see, there are some differences in this. It's not all negative. I think that it really shows in the stage we are here in this feedback, and this feedback is just, it's like the result of like 6 months or 7 months ago. I think we are better, a little bit better than this now, but that the feedback was really very long and not to the point enough, so this was a real problem for the students, that they said, okay, I don't want to read 3 pages of feedback. Thank you. Thank you very much. Yeah. Is there a last question? The possibilities. Just 1 minute. So, if not, Carsten, thank you very much. Yeah, you're giving us a talk in a not good mood. Yeah, and thank you very much that you did it live. It was a great input for us here, and to understand also how you are dealing with AI and videos. And hopefully we see you next time in Graz or wherever. Have a nice day. Bye bye, and all the best to Bremen. Yeah. Yes. Thanks, and have a nice conference day in Graz. Thank you for inviting me. Yeah, of course. Yeah, thank you. Yeah, so we have still, I guess, 1 minute left or something like that. Should I end here the stream? That's maybe the first question. Just leave the call and meeting for all. Yeah, so that is the end of the call. So. Die nächste, genau. Also wir haben jetzt 5 Minuten Pause ungefähr. Ich kann in der Zwischenzeit noch ansagen, es gibt, am Anfang war nicht klar, wo die Workshops sind, weil sie nicht in der App drinnen stehen. Notfalls bitte bei der Registrierung fragen. Also das hat offensichtlich den Weg in die App nicht hineingeschafft, und ich habe auch keinen Plan hier, also oder irgendwas liegen. Also die wissen dort Bescheid. Ansonsten haben wir kurz 5 Minuten zum Durchschnaufen, und dann fangen wir wieder pünktlich um 10:55 Uhr an. Also wer möchte, kann sich auch schnell einen Kaffee oder so holen. Ansonsten kann man natürlich auch in der App nachschauen und dort fleißig mitdiskutieren. Auch dort gibt es eine Newswall, wie man sieht. Also dort postet dann die andere Bühne, und also auch von den Online-Vorträgen kriegt man einiges mit, was also so läuft parallel. Und ich kriege immer so eine tolle Erinnerung nach jedem Input. Da ist jetzt eine Referentenbewertung möglich, also auch das kann man machen. Das haben sie voriges Jahr versucht dann auszuwerten, und auch also da ein bisschen eine Übersicht zu bekommen, also wie das zusammenpasst mit der Auswahl der Abstracts. Also wir haben ja über
ich glaube, 600 Einreichungen bekommen und davon haben wir auf 250 reduzieren müssen. Das war eine ziemliche Challenge. Also aufgrund der Einreichungen, die natürlich alle sehr spannend geklungen haben, also war das nicht so einfach. Und da hat also Sebastian in Berlin versucht, also immer wieder irgendwie zu schauen, also wie das dann zusammenpasst und ob dann die Wertungen des besonders guten Abstracts und der Speaker und alle möglichen Auswertungen in alle Richtungen kommen eine Menge Daten zusammen. Ja, genau. Aber ich darf einmal die nächsten zwei, glaube ich, grundsätzlich auf die Bühne bitten. Das können wir vorbereiten. Bitte gerne noch. Yeah. The next session here in Graz is a very interesting one. It's AI in education empowering students to become teacher. So that was always, there was many abstracts concerning students and becoming something like teachers. So we are very eager to hear your talk. You're coming from the University of Technology Munich, yeah? Genau. So the guests from Germany, and it's your floor. Thank you. Thank you. Thank you. So,
AI is a thing, I heard from a colleague. And when it first landed, 2022, I was in moods. And I don't know how it was for you. In 2022, who was confused about a tool that could suddenly write stuff that sounded reasonable? Who was excited? Nobody was excited? Okay. Anybody had fear for their job? No? Okay, a bit, okay. We were quite gloomy, actually. Like, we were sitting there at Lehre, we have a nice didactical team, we had great colleagues, and we were all like, this is knowledge work. This tool can do knowledge work to a certain degree. And it's starting. Like, this is getting better. And so we were quite confused what this would mean for all the university system, because this is what we do. We teach people how to do knowledge work. And with this knowledge work, they can earn a good salary, have a fun time in a company, and this is what we're doing. And out of this confusion, we had to somehow find a way to estimate what would happen. And who is we? Well, Lea and I, my name is Benning Ostnov, and this is Dr. Lea Sharp. We tried to get behind what would happen with AI. I don't know, how was your experience, Lea? AI? Yeah, I think I heard about it, but I'm sorry, I have to finish grading these papers. I just need a few more minutes, okay? Sure, yeah. No worries. Thank you. So, you know, some professors, like, they were kind of busy, but we still had to somehow evaluate what would happen. And are you done yet? Yeah, well, I mostly finished the grading, but now I've got to rewrite this abstract and turn it into some conclusion. And you have to rewrite these things over and over again, and I just don't have time to talk about this right now. Sorry. Okay. So we had a problem. And it's not that anybody was like, oh, AI, this is so bad. People were quite excited, but they didn't have time. And so we had to find a way how to reach out to these people. And we were thinking about 3 ways how we could do this. And when we think about it, the first thing that could come to mind is when we say, I, as the university president, say, could you please try AI, because I haven't, and I think it's something important, but I can't keep up to all the trends, and so it would be really cool if you could just, Sure, yeah, yeah. When the university management tells me to use AI, great, but where's the guidance? I mean, it feels more like they're just chasing some hot trend rather than giving me useful tools. And they're not really to blame. In the first days of ChatGPT, nobody could know what would really happen. And it was not their job to run after every trend, understand it, then put it into nice words and communicate it. It's quite hard because we, the experts that should know what would happen, didn't know. So it's quite a tough job. The next thing that we thought would happen and would encourage, a big growth is the following scenario. Hello, Mrs. Professor. I wrote this whole essay with ChatGPT, and I think it's great. Great, thank you. Yeah, looking at the students' papers that used AI to write them, I could tell they have no idea what they're doing. They're clearly missing some fundamental principles. But what can I do? I mean, I would be happy to teach them how to use AI in the right way, but first I would have to learn how to use it. And then I'd have to find time in my really packed full lecture schedule to find additional time to teach AI. Who's going to do that? And this is the problem, because nobody did know what would work and what doesn't work. And we still, we've seen it right now, we still don't know how exactly we can use it.
it's quite hard. Who could communicate that? And we think there's one group that is very, very specific that could persuade, a professor that is not too keen on technological stuff, and this is... Hey, Leah. Hey, Ben. I also wrote a proposal last week, and I tell you something, these abstracts that we have to write over and over again, I just threw my paper in, got the abstract out, changed a few things, 20 minutes. Wait, what did you use? I used ChatGPT, it was quite good. You're kidding? Yeah. And how long did that take you? Like 20 minutes, and then not 5 minutes, correcting, and then I had a mental trauma, and then I had to go 5 minutes, and but half an hour, that's it. Yeah. Wow, okay. I mean, that would normally take me really quite some time. Yeah. And so this is advice I can use. If my colleagues come to me and tell me that they found a new tool that really worked well for them, that has my interest. And this is where we wanted to start. We wanted to search out for people that are interested in teaching and interested in new technologies like AI. And we had to find a way to make them worthwhile. Because, quite frankly, we didn't know if any of this would work out, if it really brings a benefit. So, what was our solution? We developed a concept that we call KI-Tutoren Bayern. Is this the most Bavarian thing ever? I don't know, but it sounds like one. So the core idea was professors are very, very low in time, and students aren't. And the thing is, we wanted to have this cooperation, and therefore we started this project. That's right, because ultimately the underlying problem remained, and that is, how do we get to these professors who are so limited on their time and their energy? And so this program, funded by the Bavarian Ministry for Science and Arts, came up with, with our help, came up with this concept where we would reach the students. The students have the creativity, the time, the energy, and the interest to dive deep into AI. And so what we had is nearly every university and art university in Bavaria was assigned a coordinator who would have up to 5 tutors. And these tutors would come to us for a training. We'd train them all together. And then they would be paired up with professors who have some idea, some concept, some thrilling direction that they'd like to use AI for, but they just don't have the time to do it. And so we took these students, sorry, getting confused here. We took these students into our training program, which consisted of an online self-paced Moodle course with 4 modules that they did in a compacted period of time, about 1 month. And then at the end of that month, we brought them together in 2 different workshops where we basically locked them in a hotel for a weekend, and we gave them challenges, and we created teams and contests in order to see who could do what with AI. And it was a really exciting endeavor. We created connections across universities and across disciplines, and the students really felt like this was the highlight of the training program. And we had little time. There was this new thing, we quickly had to come up with stuff, and it went pretty well. Like, everything went perfect, we were excellent, the students were excellent, everything worked into tandem, universities could agree on everything. Yeah, that's not reality, but we wished for it. Nevertheless, we had a few lessons learned, and now we're coming to what we want to tell you. We encourage you to steal our concept. Everything. We open source everything, but we don't want you to do the mistakes that we did. And therefore, a few mistakes. So we're starting at the coordinators. We searched for people that are didactically involved in the university and had some free time and interest in AI. And this is quite rare. And if one of this is missing, it's quite difficult. If they're not didactically interested,
getting close to teaching and really trying to get the message across what you really should do and shouldn't do, like grading papers just with ChatGPT was a topic for a while. We've seen it. Was a bad idea. If they didn't have time, the program suffered. You couldn't get the students to talk to each other, the professors talking to each other. Bad. And the more involved you were with AI and interested in just finding out what works and what doesn't, the better. So having these coordinators with this skill set and interest, quite hard. Directly under there were professors that were absolutely not happy with our program, especially in law. I thought law is quite easy. It's like language and it has a certain logic, and AI is producing language with a certain logic. Turns out I was miserably wrong. And we had to learn the hard way. And this was kind of by design. I don't think it's necessarily a bad thing. We had all the disciplines, we tried to spread it across like very, very far, and law was one of them, and it failed. It just failed. And our learning was, okay, law is a hard thing to do for AI and for more students. Then we go on, like the frustration was, okay, some students also weren't cut out for the kind of work we had for them. Because the students had to be very, very okay with being unsecure, with having no experience in the field, having to go in there, having to understand something, not too much guidance, like really experimenting. You have to be brave to do that. And this is not cut out for everyone. So when you select a student, you have to take care that they are brave enough to experiment in a field where we don't know what will happen. Yeah, and that's about it. These are some of these learnings. And one thing we were really surprised about, people want to meet locally. Oh, wow. We didn't assume that, but the students didn't want only to meet in the university. They wanted to meet across university with many disciplines. So they really liked what we do, nice conference. So we should have, some point where we can touch a bit more often than we did. Indeed. Fortunately, although our law students found that AI does not work well with German law, pretty quickly, they were, a creative bunch of students with now time on their hands, and together with a designer, they took their failure and turned it into a success. So they designed a contract, basically, that an instructor can use with their students that outlines the appropriate use of AI in that particular class. They went through and meticulously thought out every possible use case scenario that an instructor might have, from writing to coding, designing, and so on, studying and proofreading and feedback, etc. And they made a simple table where a professor could say, okay, this is allowed, this is not allowed, or with some caveats. And this really useful document can be used then to get the conversation started between instructors and students, because we find that should be really paramount, that we have this conversation with our students. What is the appropriate use of AI? Is it going to impede your learning, or is it going to support your learning? Depends on how you use it. Another success story came from our own Pro-Lehre KI Tutoren, and with our didactical experts. Yeah, that one. With our didactical experts, they basically created a chat bot that's trained in pedagogy and didactics to help create learning goals. This is a very flexible bot that you can talk to in English and in German. And you can do all sorts of things with it. You can input your lecture slides or your notes, and it will help extract learning outcomes. You can describe, well, that was for a master's class, but now I have to change it for a bachelor's student. How should I adapt my learning goals? And this will help you do that.
We've had such a good experience with it that we now use it in our very own teacher training program at ProLehre as part of not only teaching about learning outcomes and constructive alignment, but also showing how AI can be useful in learning. And one thing that makes us extremely proud is that our students did the most German thing ever. They started a Verein. And the whole thing about this Verein is that they said, oh, we love our jobs, we don't want it to end. Like, we were very comfortable with teaching people how to use AI, and we want to do that even more. And this is why they started a Verein, Vernetzung, Aufklärung, Integration von KI. They just wanted to have the Verein, let's be honest. And they really wanted to stay on this track. And this for us proved that we satisfied the needs of the students and the ones of the professors, because they really started a Verein just to further what they did. And now I'd say we speed it up a bit and give you a few examples what happened in the particular tandems. So one group decided, hey, we want to see if we can correlate with small ChatGPT generated tests, if they can, relate to the end result. Great. And yeah, they can. So this was an indicator for us that maybe we can have a few more tests and then people can see, okay, I'm on a good way or I'm on a bad way. So this worked out quite interestingly. Next thing. The law students were quite frustrated, I told you about that. And then they said, okay, but we can use the law to see if AI is allowed to be used in any way. And then they went through that and wrote something. And usually it's a bad idea if you give ChatGPT something that your students wrote. We have quite a few details on that. Next thing. In coding, it has quite the impact. It was getting better by the minute. And here we have some pseudocode that you could write down and then have the code. This in itself is nothing that you would be proud about right now, but we were among the first ones that knew in coding this will be a big thing, because in the worst version, it already could do stuff that was quite nice. Next thing. We also had a few tests where we had multiple students working together with their professors, taking one exam question and let it be, reviewed if that could be answered. We just wanted to have a look where it could be better than somewhere else. So genetics with the best models, a few days back. Genetics, okay, quite good. Next one, geology, yeah, okay, fine. And our end boss, law. I have a love-hate relationship with law right now because, it doesn't work. We found out on many ways. And one thing I want to tell you is giving people freedom, also the coordinators, the students, the professors, was a good thing. One of the coordinators did something that we very much liked, and I want you to steal this idea. This is Dorothea Will, and she is with the University of Passau, and she had a good idea. Small university, and so many people came and said, oh, I wasn't chosen for the KI-Tutoren Bayern program, but I would love to talk to them, and I have this idea. And she was like, why not rent a tutor? So you could just write an email and say, I would need a tutor for 2 or 3 hours. I have an idea. And then you could just come in, have this tutor that is qualified, experiment for 2 or 3 hours, and then be done with that. And this is a very good idea that we didn't have, but she. So please steal this idea. I'm very fond of it. And that program continues on to this day. And we're happy to say that several universities have continued their tutor training program, the KI-Tutoren. In fact, we at TUM have also continued it. Just keeping it local at TUM, it now has its new name, the AI Guide Academy. This academy, we've taken our experiences from the KI-Tutoren, translated it, and created a new
an improved training program. And this is the one that we'd really like you to take from us and use with the improvements implemented. For starters, we now have a 3-module online self-paced, thank you, training course, where we start with about a week of AI basics. So the students get in, they learn what AI is, where did it come from, and how to use it appropriately. Also, how to evaluate tools and output and compare results, and to really understand what's coming out at them when they put in input. Then we spend about a week on teaching basics, because you can't use AI in teaching if you don't know what good teaching looks like. So we basically step them through the process of designing a workshop, from creating learning goals to designing activities to figuring out how to determine whether your participants actually learned what you did, so that they can see the whole sort of constructive alignment of designing a course. Because what is a workshop other than a lecture condensed down into a few hours with a little more interaction and a little less lecture? After that, we have them put it all together into AI in education. And then they really get their hands dirty using AI to create workflows for things like generating learning goals. And once they've designed these processes, they compare them with one another and give each other feedback. Then we bring them all together in our all-day workshop and have them actually implement them. We give them a challenge where they are tasked with designing a 10-minute workshop on a surprise topic, and they have most of the morning to design it, and then in the afternoon we get to experience the results. And we've seen some great slides come out of it, wonderful activities based on 1, 2 oder 3. Some of you might know it. And it was a really great time. And again, we got people together in person, forming teams, having a little fun competition, and we've added more improvements. So instead of just a WhatsApp group and a Discord server where students can interact online, we're also going to plan, and our first one is next week, monthly gatherings in person where the students can discuss challenges they're having, successes they've had, and really anything under the AI and education sun. Yeah, and with this, we hope to have solved parts of the challenge that we faced. We think that our idea can help if you are very time constrained. Professors would have to explore if something is working out. And if you are willing to experiment on a larger scale. It takes some courage. But we found that it was a quite wonderful experience. We quite enjoyed it. It was very creative. And we got some great results. And what we hope is that maybe at your universities, this could happen. So, Miss Professor, I tried to write an abstract with ChatGPT, and I used all the things that they taught me, so hope it's good. Huh. This is actually great. I mean, this sums up exactly everything that we did. I'll make a few changes on it, but how long did that take you? Oh, like 5 minutes. Huh. Yeah, I should maybe take that training. And from that, hey Lea, I heard you have one of these AI guys. Yeah. Are they any good? They're fantastic. I really hope that you take one too. Next semester, they're offering the training again. Yeah. Yeah, I really highly recommend it. I'm going to keep mine on and continue working with her to do really wonderful things. Can you see the abstract and the conclusion and the cover letter for my article submission? All written by ChatGPT. How long did it take you? Oh, I mean, a fraction of the time, probably a tenth of the time that it normally would have taken me to write all of those pieces. I have to go home. And with this, we have a bit of time for your questions, but one thing we want to emphasize. Please steal everything that we have.
and make it better, because we know that we are not the experts, or at least we always have more to learn. Everything changes so quickly. So take what we have. All of our details are on these links. If you have any questions, of course, contact us at any time. And rate us with 5 stars. And hit the subscribe button. Yeah. Well, that's good. We should start a YouTube channel. Do that. Thank you. Yeah, thank you very much for this inspiring talk. I guess there are even some questions who would like to ask something. Just you have to need a microphone, please. Thank you very much for this wonderful talk, and I was already looking into your resources, and I will steal your idea. And I was wondering, don't you want to publish it as open educational resources with a Creative Commons license, the materials on your website? Then it would be even more fun to steal. Absolutely. It wouldn't be stealing. Yes. We also will legally encourage you to steal it. Yes. CC null. And our videos too are at the moment on YouTube, which means anybody can access them as long as you have the link. And so please do embed them, use them, share them. Yeah, even parts, when you say, I don't want the whole thing, just parts, go for it. And thank you for the suggestion. Yeah. So is there another question? I'm just looking, Katharina, online, no? Yeah. I'm not sure if I understood well, so it's just an understanding question. You had these 4 modules, like AI basics, teaching basics, AI in education, and the live training. The first one was self-paced, and all of the first 3 were all self-paced on Moodle. Okay. Exactly, they're all self-paced online, and because our students were hired all around the same time, there's a large amount of interaction because they're doing it roughly at the same time, and then with the idea that they finish those 3 modules before they come to the live training. So that's your tutor training program? Sorry? That's your tutor training program? That's our tutor training program, okay. Exactly. And can we steal that too? Yes. Yeah, so these 3 are all currently on the link, the very first link that's listed there. The Moodle course, there's a password, it's copied there. So you can, if you're not in the DFN network, you can still access it as a guest. Just reach out to us if you want, like any of the activities and things, we can export the Moodle course and send it to you. And share it with you, absolutely. Yeah. The live training, we're still working on getting that like in a way that's shareable and not just us kind of winging it. I was wondering about your experience with the learning outcome AI, because one of my colleagues also designed an AI for learning outcomes, because, I mean, learning outcomes are sometimes a bit of a pain for teachers. So at our university, they often complain about, we have to write them in a certain way, and why do we have to do that? So I was just wondering about how it is accepted and your experience with that. Yeah, so far we've had good response using it. We haven't used it in very strict, it has to be following this form, but using it more as a guidance. So in our teacher training program, we use it to show instructors how they can change a learning outcome, you know, moving it up and down in Bloom's taxonomy to target different levels just by changing some of the wording. And so this bot is basically trained, you know, on Bloom's taxonomy and didactic constructive alignment, and all of the concepts are in there. And yeah, we've found that it's instructive, if not, the output is not necessarily what's used, because we also know that the process of changing a module description can be months long. And so the idea behind our usage of it is more so that instructors can get an idea who maybe have never even thought of learning outcomes before, to see what that could look like. Yeah, thank you very much. So the time is over very strictly, but you can create the
our speakers, already in the app, just Udo. Thank you very much. It was a great pleasure to have you here on stage. Thank you. Thank you. And now we are going to a small break for about 15 minutes again. Thank you. Thank you.
So, wir sind zurück aus der Kaffeepause hier von Graz mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe es meinen beiden Referenten schon gesagt, das war der Joker. Das heißt, jeder Chef einer Präsenzbühne hat einen Beitrag als Joker ziehen dürfen, so quasi der muss dort zu dieser Bühne. Das ist er jetzt. Ich hab hohe Erwartungen an euch. Ja. Eines meiner Lieblingsthemen, Lizenzen, offene Welt und so weiter. Bitte. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir sind Christian Friedrich und mein Name ist Cornelis Kater und wir haben euch mitgebracht das Thema, unseren Talk, The Fully Licensed University. Eine Entscheidung, die wir treffen müssen,
Wir haben irgendwie 2 Visionen, 2 Zukünfte vor uns und mehr sage ich noch gar nicht. Meet the next generation of learning management. Acme LMS is everything you need. Thanks to AI bias control, it's free of any discrimination. It's your assistant in teaching, and it's even able to AI grade your students' output. Acme LMS is cost efficient and provides optimized learning paths certified for Fortune 500 companies. Your students will get a career head start. Acme LMS even recognizes facial expressions, body language and gestures by its AI alter-to-meter. It's always aware, always smart and always the foundation to a better version of your university. Acme LMS. The future. Now. Eine strahlende Zukunft liegt vor uns, möglicherweise. Viele Hochschulen überlegen sich gerade, ist es nicht Zeit aufzuholen, überholen, indem sie einfach einsteigen bei diesem neuen Lernmanagementsystem namens Acme LMS mit ganz vielen tollen Features. Die neue Version kann einfach alles, unter anderem AI Grading. Das heißt, das System schaut sich die Klausuren an, gibt automatisch die Ergebnisse schon so vor, dass der Lehrende einfach nur noch auf den Knopf drücken muss und der Prozess sehr, sehr schnell geht und alles optimiert ist. Genau, und alle Hochschulen, die sich die Platinum-Lizenz klicken, haben natürlich auch die Möglichkeit, ihren Studierenden und Lehrenden zu ermöglichen, mit bis zu 3 Endgeräten auf das LMS zuzugreifen, also Smartphone, Tablet und Laptop in der Platinum-Lizenz. Wenn der Hochschule das Geld ausgeht, ist das natürlich auch möglich, dass die Studierenden und Lehrenden individuell in die Tasche greifen und das ermöglichen. Und neben all diesen tollen Features läuft das natürlich in der Cloud. Täglich aktuelle Versionen, die Updates kommen ohne größere Ankündigung automatisch. Sie sind immer ganz weit da vorne mit dabei und müssen sich keine Gedanken machen, irgendein Feature zu verpassen. Highlight unten rechts, das Ganze ist natürlich Employer Ready, ihr habt es im Trailer schon gesehen. Partneruniversitäten vielleicht auch, aber vor allem Partnerunternehmen haben die Möglichkeit, direkt in unsere Lehrveranstaltungen, in unsere Studiengänge Inhalte einzuspielen, damit die Absolventinnen und Absolventen dann tatsächlich auch Employer-ready sind. Wir schaffen also hier mit Acme LMS auch nochmal diese Lücke zu verkleinern zwischen Abschluss und Unternehmen, zwischen Karriere und Studium, dass tatsächlich dann auch die Studierenden Employer-ready bei ihren Arbeitgebenden auflaufen. Ja, das ist eine mögliche Zukunft, aber es gibt eine andere Variante und wir müssen uns, glaube ich, entscheiden und sollten unbedingt darüber nachdenken, was wir uns aktuell eigentlich gerade einhandeln oder welche Alternativen wir haben. Mit unserem Acme LMS gibt es nämlich diverse Probleme, die wir unbedingt beachten müssen. Genau, und viele, und ich nehme an, hier viele im Raum, aber auch online, haben viele schon vom Boiling Frog Syndrome gehört. Und nur um es nochmal zu verdeutlichen, in dem Moment, wo ich mich für so ein System entscheide, bin ich natürlich ein Stück weit ausgeliefert. Ich bin strategieunfähig als Hochschule und ich habe unter anderem damit zu kämpfen, dass Lizenzgebühren fortlaufend erhöht werden, dass sich Tiers ändern, dass sich Pakete ändern und ich dadurch die Kostenkontrolle ein Stück weit über das, was ich tatsächlich im Bereich Software für meine Studierenden, für meine Lehre mache, dass ich da die Kontrolle verliere. Weiterhin, und das ist, glaube ich, der schwerwiegendere Faktor, ich begebe mich in sowas, was häufig als Vendor-Login bezeichnet wird. Das heißt, ich habe überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit, aus proprietären Datenstrukturen, aus proprietären Workflows, die auch schwer importierbar sind, wo die Migration dann tatsächlich auch schwer ist, insbesondere im laufenden Betrieb, in ein anderes System zu wechseln. Und nicht zuletzt, ich habe auch eine gewisse Intransparenz. Mir wird zwar vertraglich zugesichert, dass auf bestimmte Daten kein Zugriff erfolgt oder dass bestimmte Daten nicht weiterverarbeitet werden, aber ich habe das letztendlich nur auf Papier. Ich kann da nicht wirklich reingucken. Ich sehe nicht, was los ist. 2 weitere Punkte noch und wir fliegen da nur schnell durch, weil wir gehen davon aus, dass der eine oder die andere sich im Raum schon mal mit dem Thema befasst hat. Es ist natürlich auch so, dass ich ein LMS selten einfach solo betreibe, sondern ich integriere das mit ganz vielen anderen Systemen, unter anderem ein Campus-Management-System zum Beispiel. Und strategiefähig bedeutet aus unserer Sicht auch, dass eine Hochschule in der Lage ist, jederzeit bestimmte Module in ihrem Software-Ökosystem zu tauschen. Und das kann durchaus sein, dass sowas wie das Acme LMS
vielleicht 1, 2 Favoriten hat, mit denen es gerne kooperiert, aber offene Schnittstellen tatsächlich nicht der Standard wären. Und auch das ist heute hier und da, glaube ich, schon angeklungen. Ich habe es, glaube ich, in der Pause auch einmal gehört. Ein LMS, das ich als diese One-Size-Fits-All-Lösung nehme, da bin ich letztendlich auch ausgeliefert, dass die didaktischen Entscheidungen, die getroffen werden für meine Lehrveranstaltung, nicht mehr von mir als Lehrender, von mir als Hochschule, von mir als Studiengangsverantwortlicher getroffen werden, sondern eben auch und vielleicht auch maßgeblich von denjenigen, die sagen, diese Features habt ihr jetzt und diese bald nicht mehr. Wenn wir also nochmal rauszoomen, bieten sich eigentlich damit 3 Probleme oder drei Problemcluster, wenn man so will. Das eine ist, ich habe strategische Login-Effekte, ich habe eine Abhängigkeit von Datenstrukturen und ich habe eben auch, und da sind wir noch nicht gewesen, eine Abhängigkeit von der Governance. Das ist ein Problem, das, naja, so die letzten 3, 4, 5, 6 Monate nochmal deutlicher geworden ist. Ich entscheide mich, wenn ich mich für ein ACME-LMS entscheide, auch für den Standort des LMS. Ich entscheide mich für die Entscheidungstragenden dieses LMS. Und wenn ich die Entscheidung einmal getroffen habe, bin ich auch dieser Entscheidung ein Stück weit ausgeliefert. Ich habe also wenig Chancen, da nochmal Einfluss zu nehmen oder gar zu sagen, mir wäre es aber lieber, wenn der CEO an die Macht eures Unternehmens käme, als dieser. Das sind alles Sachen, denen ich mich ausliefere. Und das Ganze ist auch deswegen ein Problem, und das kennen wir auch aus anderen Bereichen, weil die Plattformen, mit denen wir es da zu tun haben, im Zweifel, und das ist, wie soll ich sagen, individuell auch durchaus rational, natürlich das dringende Bedürfnis haben, den Markt, in dem sie sind, zu dominieren, zu wachsen und in dem Markt auch das Maß vorzugeben. Könnte man sagen, naja, aber bei LMS ist das ja noch gar kein großes Problem. Das stimmt, also in Niedersachsen 80–90% der Hochschulen operieren im Moment mit Open Source Learning Management Systemen. Aber wir kennen das System und die Probleme, die wir gerade angesprochen haben, auch schon aus anderen Bereichen. Also alle, die mal versucht haben, aus MS 365 rauszunavigieren mit ihrer Organisation, werden wahrscheinlich ein Lied davon singen können, wie schmerzhaft das war und ob es überhaupt geklappt hat. Und im deutschsprachigen Raum ist es, glaube ich, auch weit rezipiert worden. Ich hoffe auch ein Stück weit hier bei euch in Österreich, aber in Deutschland war es auf jeden Fall ein Thema, die meisten werden sich erinnern, als die Verhandlungen mit Elsevier, einem großen Wissenschaftsverlag, stattgefunden haben, war es tatsächlich so, dass selbst so sonst eher verhalten kommunizierende oder konservativ kommunizierende Vereinigungen wie die Hochschulrektorenkonferenz von inakzeptablen Forderungen der Verlage gesprochen haben. Man hat sich am Ende geeinigt. Ob das tatsächlich eine Lösung war, die im besten Sinne der Sache dann tatsächlich gefunden wurde, sei mal dahingestellt. Ein Punkt noch, dann endet die Dystopie, versprochen. Aber was aus unserer Sicht ebenso wichtig ist, wir zahlen als Hochschulen, wir zahlen als öffentliche Verwaltung, die trifft es natürlich auch, nicht nur Lizenzgebühren, um irgendwas zu nutzen, sondern wir finanzieren in dem Moment, wo wir diese Zahlungen anweisen, auch immer Marketing- und Lobbyaktivitäten. Und ich habe das jetzt nur mal hier für die beiden Player, die ich noch hier auf der vorherigen Folie gezeigt habe, nur mal ausgeworfen. Das ist wirklich eine schnelle Recherche, also da brauchst nicht viel Arbeit. Sowohl RELX, der Mutterkonzern von Elsevier, als auch natürlich Microsoft, haben enorme Lobbystrukturen aufgebaut, die auch das Ziel haben, die durchaus vorhandene Abhängigkeit von Wissenschaftssystemen, von Verwaltungen, die in den jeweiligen Systemen stecken, auch zu forcieren. Und mit jedem Euro Lizenzgebühr, den ich denen überweise, geht immer ein bestimmter Bruchteil auch in genau solche Aktivitäten. Und das sollte, finde ich, uns allen bewusst sein, wenn wir im öffentlichen Raum Entscheidungen treffen. Man könnte ganz polemisch sagen, dass ein kleiner Teil jedes Euros, der an Microsoft überwiesen wird, auch für die Inauguration von Donald Trump verwendet wurde. So viel vielleicht von mir und der eher dystopischen Seite. Genau. Wir haben 2 Visionen versprochen und hier kommt die zweite. Genau, wir möchten vor allem darüber sprechen, was Hochschulen tun können, was sie bereits eigentlich auch schon tun, was sie vielleicht mehr tun müssten und was wir jetzt eigentlich starten können und auch starten wollen. Hochschulen müssen selbstbestimmt im digitalen Raum arbeiten.
Ich komme aus einer Zeit, habe studiert Anfang der 2000er Jahre, wo Hochschulen ganz weit vorn waren. Da wurden Wohnheime vernetzt, ich habe selbst Kabel mit verlegen dürfen. Es gab Technik, Rechnerräume und vieles mehr, was weit, weit in der Zukunft war für den Bürger von der Straße und die Bürgerin von der Straße. Wir haben der nächsten Generation gezeigt, wie das Ganze mit dem Internet funktioniert. Wir haben Gesellschaftsformen vorbereitet, wir haben Beschäftigung damit in der Lehre ermöglicht und wir haben Lernplattformen gebaut, die heute noch laufen. Das heißt, wir können das und wir haben diese Fähigkeit, selbst Infrastrukturen zu schaffen. Nur die Lage ist ein wenig komplizierter geworden. Wir haben komplexere Plattformen, die Aufwände sind gestiegen. Wir brauchen eine andere Expertise, um mit kleiner werdenden Budgets wieder dorthin zu kommen, wo wir bereits einmal waren. Ich muss das wirklich klar sagen, wir waren schon einmal da. Wir haben Internet nach Deutschland gebracht als Hochschulen und möchten eigentlich auch die nächste Welle an Technologien nicht verschlafen oder nicht selbstbestimmt umsetzen. Und wir haben einen ganz großen Vorteil als Hochschulen, wir können nämlich kooperativ arbeiten. Wir sind geübt darin, in Zusammenarbeiten zu denken. Wir machen das in der Wissenschaft seit Hunderten von Jahren. Wir schaffen gemeinsame Forschungseinrichtungen, Projekte, unfassbar teure Gebäude und andere Infrastrukturen. Wir sollten das also auch mit unseren Softwareinfrastrukturen zumindest für den großen Teil schaffen. Und deswegen ist es ein Herzensthema, auch gerade von uns Niedersachsen, das Thema nach vorn zu bringen und haben dafür ein Projekt gestartet, in einer langen Folge von Projekten. Ja, es ist wieder ein Projekt mehr, leider, das Open Source Development Network, das ganz konsequent die vorhandenen Plattformen fördert. Es sind zurzeit 5 Plattformen oder 5 Produkte, Ilias, StudIP und Moodle als LMS und Earthy für OER und Opencast für den Bereich Videoplattformen, Videoverwaltung mit dem Budget von immerhin 5 Millionen Euro als Teil der Hochschule Digital Niedersachsen mit sehr vielen weiteren Projekten. Allein pro LMS möchten wir in 4 Jahren fast 1 Million investieren für die Themen, die eigentlich langweilig sind. Wir nennen es Basispflege, Qualität der Software erhöhen und das zu machen, was kooperativ besser funktioniert. Wie sieht das dann in den Abläufen aus? Ganz wichtig beim Open Source Development Network ist uns, dass in Kooperation gearbeitet wird. Also dass Bedarfe über Hochschulen hinweg koordiniert werden. Schließt auch, glaube ich, gut an manche Beiträge, die so im Laufe des Tages noch folgen werden. Dass eben Hochschulen sich zusammensetzen und überlegen, was können wir alleine vielleicht nicht, aber was können wir zusammen tatsächlich erreichen und wie können wir uns koordinieren. Und genau das erproben wir und machen wir im Open Source Development Network. Wir stimmen also Bedarfe ab und stimmen die nicht nur unter uns Hochschulen ab, sondern alle, die sich mit Open Source schon mal beschäftigt haben, werden bestätigen können, dass da auch immer Communities hinterstehen, dass da schon auch viel Erfahrung, viel Wissen auch schon frei verfügbar ist. Und es wäre natürlich irgendwie relativ töricht, sich da nicht irgendwie auch darauf zu berufen, sich nicht auch mit den Communities, mit den Unternehmen, den Freiwilligen abzustimmen, die da schon viel Arbeit reinstecken. Und uns ist ganz wichtig, auch im Open Source Development Network, dass wir, wo immer es geht, auch im Kern entwickeln. Das ist was einzelne Hochschulen oft nicht hinbekommen, aber wenn wir die Software im Kern weiterentwickeln, ist es auch so, dass andere eben auch was davon haben und nicht nur wir, die wir sonst vielleicht einfach ein Plugin geschrieben hätten. Das tut, was es da verspricht. Vielleicht eine wichtige Ergänzung noch, wir entwickeln auch mit Auftragsvergabe. Es ist eben nicht so die gute alte Make-or-Buy-Debatte, wo dann der Eindruck entsteht, Hochschulen müssen jetzt ganz viele Entwickelnde einstellen. Wir nutzen schon die Know-hows, die es am Markt gibt und setzen sehr bewusst auf Vergaben und mit Firmen zusammenzuarbeiten. Also das ist nicht das Problem. Und jetzt fragen sich vielleicht viele hier inzwischen, warum stehen die beiden denn jetzt auf der AI-Stage in Graz? Und ein Punkt und eine Brücke, die sich da sicher bauen lässt, ist, dass das, was wir an KI-Use-Cases sehen, es gab jetzt erst vor wenigen Wochen die Studie, die vom HFD veröffentlicht wurde, die KI-Use-Cases, die da so zu sehen sind, die entstanden sind, haben ganz häufig auch was mit dem Kontext der jeweiligen Hochschule zu tun. Also mit den Lehrveranstaltungen, mit den Studienverläufen, mit den Studiengängen, die eben an den Hochschulen angeboten werden. Und was viele Hochschulen so vielleicht noch nicht realisieren, wenn sie ein Open Source LMS und Campus-Management-Systeme und Ähnliches benutzen. Viele der Daten, die da an Kontext schon benötigt werden, liegen unter Umständen schon vor und im Idealfall nicht in irgendeinem Acme-LMS, sondern eben in den vorhandenen Learning-Management-Systemen, die eben diesen kontextuellen Zuschnitt ermöglichen. Gleichzeitig, und auch das ist eins der Kernargumente für Open Source und aus unserer Sicht damit auch ein Kernargument rund um KI-Use-Cases in der Lehre. Ich habe die Möglichkeit, relativ klar zu zeigen und glaubhaft zu machen,
wo auf Daten zugegriffen wird und wo nicht. Das fällt mir bei proprietärer Software sehr viel schwerer. Ich hatte heute, noch bevor es heute losging, hat mir jemand gesagt, naja, die Studierenden, die benutzen lieber ihr ChatGPT, das sie privat haben, als das, was wir ihnen als Hochschule geben, weil die glauben uns nicht, dass wir da nicht reingucken. Und ich als Student wäre wahrscheinlich auch relativ misstrauisch, ob ich jetzt wirklich jede doofe Frage in mein ChatGPT reinschreibe, wenn meine Hochschule vielleicht mitliest. Und genau hier haben wir die Möglichkeit, dann tatsächlich auch Transparenz zu schaffen und Glaubwürdigkeit herzustellen. Ja, genau. Und da ist es wichtig, auf die LMS zu schauen, gemeinschaftlich zum Beispiel auch Integrationen zu schaffen. Auch aktuell werden sehr viele Plugins gebaut, Dinge erprobt, dann noch einen Schritt weiter zu gehen und die LMS und die Plattform, die wir haben, so fit zu machen, dass sie sicher laufen, aber eben auch mit entsprechenden KI-Lösungen verknüpfen können. Und das wollen wir in Kooperation machen. Wir bündeln Ressourcen im Netzwerk. Es ist ein existierendes Netzwerk, was wir jetzt auf die nächste Stufe heben, indem wir einfach Parallelentwicklung vermeiden und unsere doch letztlich schmaleren Ressourcen als die ECMI-Firma hat, auf gute Entwicklung zu setzen, Ineffizienzen zu meiden und eben entsprechend gemeinschaftlich koordiniert vorzugehen. Auch Themen Security, Barrierefreiheit, die nun wirkliche Fleißarbeiten sind, vielleicht langweilig erscheinen, müssen mit rein. Das können wir auf der Ebene sehr gut abdecken und viel besser, als wenn das bisher in einzelnen Vorhaben betrieben wird oder vielleicht auch gar nicht. Usability ist klar, die Kritik an Open Source ist ja oft, sieht blöd aus. Auch das lässt sich gemeinschaftlich besser lösen, indem man Strukturen schafft, die da den proprietären Anbietenden auf Augenhöhe begegnen können und einfach einen Schritt weitergehen. Wir machen das im Kern, wir machen es im Verbund und wollen entsprechend hier auch fit werden für die nächsten 25 Jahre. Denn was sehr wichtig ist, ich glaube, das wird sehr, sehr oft übersehen, dass Software Infrastruktur ist. Es gibt durchaus viele Kooperationsvorhaben, gerade in Deutschland, gemeinsame Beschaffung, gemeinsame Betriebsgeschichten, Server werden gemeinschaftlich beschafft oder Rechenzentren zusammengelegt. Da wird verstanden, dass Infrastruktur und Kooperation funktioniert. Softwareentwicklung ist aber auch Infrastruktur. Wenn wir Lizenzen gemeinsam betreiben und beschaffen, wenn wir Server kaufen, dann muss ich auch den Quellcode bei Open Source erzeugen. Das ist ein bisschen abstrakter und ein bisschen schwieriger und wir möchten entsprechend auch mit dem Projekt diese Erklärarbeit erleisten und dafür sorgen, dass das Verständnis steigt, dass Infrastruktur hier auch dort entsteht und im schlimmsten Fall, wenn wir nicht aufpassen, wie unsere Brücken, ich erzähle das seit Jahren, auch wegbröselt und dann ist irgendwann nur noch ECMI LMS die einzige Option, die wir haben. Das Ganze sind offene Strukturen. Unabhängig von Anbietern wollen wir natürlich die Login-Effekte vermeiden. Hochschulen sind eingebunden in die Governance. Sie entscheiden mit, wie viel Kosten in diese Projekte fließen können. Sie werden nicht einseitig mit Kostensteigerungen von bis zu 20% pro Jahr, Microsoft sagt das ganz offen, erpresst, möchte man sagen. Das tun wir in den Kernen und wollen langfristig die Ökosysteme aufstellen, um auch für die nächsten 25 Jahre fit zu werden, fit zu bleiben und einfach noch ein bisschen mehr zu schaffen als bisher. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, uns geht es auch darum, Hochschulen strategiefähig zu halten. Das klingt erstmal abstrakt, aber wenn wir über Strategiefähigkeit sprechen, dann meinen wir letztendlich nichts anderes, als dass eine einzelne Hochschule in der Lage ist, Optionen zu bewerten und sich für eine zu entscheiden. Nicht mit allem Wissen und immer mit gewissen Unsicherheiten, sonst wäre es keine Entscheidung, aber zumindest in die Lage, sich selbst zu versetzen, eine Entscheidung treffen zu können. Und das meinen wir mit Strategiefähigkeit. Und vielleicht für den Hochschulkontext unüblich, aber wir sind da relativ überzeugt davon, dass wir mit dem Open Source Development Network einen Ansatz haben, der Hochschulen in eine Position versetzt, diese Strategiefähigkeit auch langfristig zu sichern und zu erhalten und auszubauen. Sich also nicht auf bestimmte Pfade zu begeben, die dann einfach in ihren Pfadabhängigkeiten so weiter verlaufen, sondern tatsächlich auch für die Zukunft vorzusorgen, zu sagen, wenn wir die Software, die wir jetzt schon nutzen, die jetzt schon im Betrieb ist, weiterentwickeln, adaptieren, sodass sie dann eben auch zum Beispiel KI-Use-Cases abbilden kann, dann machen wir uns letztendlich auch strategiefähig für in 5 Jahren, in 7 Jahren, in 9 Jahren. Das OSDN ist im Moment, und auch das haben wir schon gesagt, im Moment ein Projekt aus teilweise der Provinz Niedersachsens, irgendwo im Norden Deutschlands, also weit weg von hier. Aber es ist ein alter Spruch, aber ich finde, ab und zu muss man ihn mal wieder aus der Mottenkiste holen. Software macht jetzt selten an Landesgrenzen Halt. Es ist ganz bewusst so angelegt, dass das, was hier passiert und wenn hier Kernentwicklungen stattfinden, dass sie eben auch einer Moodle-Instanz in Graz, Moodle ist es, glaube ich, ne? Genau. Zugutekommen und auch hier genutzt werden können und damit
gilt natürlich dann auch die Einladung an alle, die irgendein ernsthaftes Interesse daran haben, hier mitzudenken, mitzuarbeiten, zu überlegen, welche Software vielleicht noch fehlt und in einer ähnlichen Logik vielleicht weiterentwickelt werden kann oder bestimmte Wünsche oder Ideen hat, bezogen auf den Kern einer Software, die jetzt vielleicht schon im Projekt ist, sich gerne bei uns zu melden, ins Gespräch zu kommen und zu schauen, ob es da nicht weitere Möglichkeiten gäbe, das OSDN auszuweiten. Denn auch das dass Infrastrukturpflege ein Projekt ist, muss mir noch mal jemand erklären. Es sollte eigentlich so sein, dass das, was wir da tun und das, was das OSDN da tut, das, was die Communities, die Entwickelnden da tun, eine durchlaufende Aufgabe ist. Ich kaufe auch keine Heizung, stelle die in ein Gebäude und gucke in 20 Jahren mal wieder, ob sie noch läuft. Und die Analogien sind dann natürlich immer ein bisschen schräg, aber genauso ist es bei Software letztendlich auch. Wir bieten dazu heute Nachmittag auch noch einen Workshop an, startet um 15:40 Uhr. Vielen Dank auch dafür die Organisation, dass wir uns da hier in den Raum setzen dürfen in Graz, um den online zu geben. Alle, die jetzt zuschauen, sind herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Uns wird sehr interessieren, was die Eindrücke von euch, von Ihnen sind, weil das eben das Forum der Profis ist, die sich mit Hochschule, Hochschulmanagement und Organisation und Software und so weiter auskennen. Und wir haben da tatsächlich das Ziel, heute einen ganzen Packen von Ideen mit nach Hause zu nehmen, um mit dem OSDN weiterzumachen. Genau. Wir wollen mit euch, mit Ihnen über Machbarkeiten sprechen. Wir haben den Auftrag, vielleicht ist es wichtig nochmal zu sagen, dieses Projekt zu einer Struktur, zu einem Angebot zu machen. Die Form ist aber offen und auch der Projektantrag und unsere liebe Landespolitik sagt nicht genau, wie es laufen soll. Wir haben mindestens den Auftrag, das für Niedersachsen zu machen, aber eigentlich für alle Nutzenden der Softwareprodukte. Auch in Moodle investieren wir 1 Million, vielleicht nochmal wichtig zu sagen, und wollen das natürlich fortführen und entsprechend eine Struktur finden. Da sind Erfahrungen gewünscht, Unterstützungsbedarf ist da und auch das Projekt und das Netzwerk sind erweiterbar. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf den Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die Fragen. Danke sehr, sehr spannendes Thema. Fragen aus dem Auditorium. Jetzt wird noch fest die Kontaktadressen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn viele Leute fotografieren. Fragen dazu? Warte, du musst bitte den Würfel verwenden, genau, weil sonst haben wir es nicht im Stream. Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag, auch sehr gut aufbereitet. Ich habe mich eingangs gefragt, wie lange in die Zukunft die Menschen in so einem Hörsaal die Dystopie, die Satire eingangs noch erkennen werden. Ja, aber ich bin voll bei Ihnen. Wir probieren in Österreich, wir tun in Österreich ja Ähnliches, das wissen Sie. Gibt es nachher noch einen Vortrag dazu. Nur eine Frage hätte ich. Bezüglich der Aufteilung der Einzahlungen der Universitäten und der In-Kind-Leistungen der Universitäten, wie gehen Sie da vor? Wie strukturieren Sie das? Haben Sie da einen schönen Weg gefunden? Vielen Dank. Naja, ist noch nicht fertig. Wir haben die tolle Situation, muss man auch sagen, dass wir in dem Fall, dass wir ein Projekt sind. Wir haben Gelder erhalten von der Volkswagen Stiftung, um weiterzuentwickeln. Wir haben auch ein Corona-Gelder erhalten. Wir hatten ein Vorgängerprojekt, wo wir auch schon 1 Million investieren durften. Wir haben bisher noch nicht die Hochschulen direkt nach Geldern fragen müssen. Aber wir sehen auch, dass eigentlich regelmäßig Gelder bereitgestellt werden. Und das ist also es gibt gerade Überlegungen in Niedersachsen, auch verschiedene Themen, zum Beispiel der Academic Cloud, die viele kennen, nach einem Schlüssel bereitzustellen. Es wird sicherlich in eine Richtung gehen, dass man eine Basiskostenermittlung macht, nach dem Motto, Stuttgart kostet pro Jahr für das Land oder für die Themen, die drin sind, sagen wir mal 1,5 Million. Das ist ein fiktiver Betrag, nicht fertig. Und wir teilen das entsprechend der Hochschulgrößen in bestimmte Tiers um. Ähnlich wie es auch Firmen machen. Da kann man sich, glaube ich, durchaus da schon was abschauen. Und dann entsprechend eine Basis zu haben, die planbar ist. Die Gelder fließen ja teilweise auch schon, die sind ja auch da, die sind auch für Lizenzen da. Nur es braucht oft sehr lange, die Entwicklungsprojekte, die kleinteiligen einzelnen Projekte, nicht das große, zusammenzubekommen. Und deswegen hoffen wir wirklich, die Hochschulen überzeugen zu können, weil wir einen Auftrag haben, darüber zu sprechen, ebenso wie die Rechenzentren, die effizienter werden sollen, hier ja letztlich eine Preisliste vorzulegen. Und es ist auch okay zu sagen, es gibt einen festen Preis, dafür gibt es noch keinen guten Begriff, sagen wir mal Entwicklungsverpflichtung oder irgendwie sowas, die sicherstellt, dass die Qualität erhalten bleibt, dass Schnittstellen entstehen zu KI-Tools, dass Pentests gemacht werden und vieles mehr.
Wir sind noch nicht da, weil das Projekt gerade erst angefangen hat und wir machen sehr viel Überlegungen, welche Geschäftsmodelle gibt es, was lässt sich auch verkaufen, welchen Mehrwert kann man vielleicht mit reinlegen, weil letztlich möchten das doch die Kanzler und Kanzlerinnen, die Buchhalter und Buchhalterinnen gern nachlesen, was es für das Geld gibt, außer wir kümmern uns um das, was sowieso schon läuft, nur besser. Also wird es da sicherlich nochmal einen weiteren Input geben. Ich denke, wir können vielleicht im Jahr mehr erzählen, sind wir noch nicht fertig. Genau, ich würde nur 2 Halbsätze ergänzen, nämlich, dass wir da in Gesprächen sind. Ist natürlich auch ein diffiziles Thema, wo man viel Erde verbrennen kann. Alle, die in ähnlichen Kontexten schon mal unterwegs waren, kennen das sicher auch. Das heißt, wir haben tatsächlich auch, und ich hoffe auch deswegen sind wir ausgewählt worden, das University Future Festival als so den Auftakt der Vorstellung des OSDN gewählt. Werden jetzt im Laufe des Sommers immer wieder auch auf Veranstaltungen sein, um eben genau zu der Frage ins Gespräch zu kommen. Unter anderem, das ist das Ziel des Workshops heute Nachmittag auch, zu schauen, was kann da tatsächlich gehen, was ist erprobt, womit haben sich andere schon mal in die Nesseln gesetzt, all das. Danke, da gibt es eine Frage. Ja. Ich schupfe jetzt nicht, wenn So. Sie noch da ist. Darf ich da direkt hinein? Ja, super. Kurze Frage, seit wann gibt es das OSDN jetzt? Herbst letzten Jahres. Genau, wir sind gestartet im Oktober. Wir sind noch nicht so super sichtbar, weil wir sehr viel Zeit verbracht haben, große Ausschreibungen zu starten. Wir geben richtig viel Geld aus und haben das jetzt ganz gut auf die Spur gesetzt. Auch die Communities einzubeziehen, ist zeitaufwendig, eine Projektaufgabe. Das nächste, was ansteht im Sommer jetzt, dass wir auch die Projektinformationen über die HDN bereitstellen. Wir sind ja eins von 6 Projekten in der Lehre. Und noch weitere Informationen bereitzustellen, noch mehr in die Communities zu gehen. Wir wollen viele Workshops machen, auch wirklich in Präsenz. Die meisten werden in Hannover stattfinden, aber ja, das ist so der Start. Und wir haben noch bis 28, eigentlich bis 29, wo wir das Geld ausgeben dürfen und eine große Freiheit da drin bekommen, uns in die Themen einzubringen. Ich hätte nur eine kurze Folgefrage. Gibt es schon Wege, wie man als einzelne Institution beitragen kann zu dieser Open Source Software, die bei euch betreut wird? Ja, letztlich indirekt, weil wir arbeiten ja viel mit Auftragsvergabe und das, was wir auch bisher schon machen, ist, dass Vorhaben abgestimmt werden. Es gibt teilweise Fundraising oder Matching Funds, dass also Vorhaben definiert werden und dann geschaut wird, wer kann es bezahlen. Das Projekt gibt einen großen Beitrag, weil wir haben einen größeren Topf. Wir machen zum Beispiel sehr viel bei Ilias zum Thema Test und Assessment zu einem großen Anteil. Wir würden das in die Strukturen geben. Wir sind bisher noch nicht so aufgestellt, dass wir einfach quasi eine Kontonummer haben, wo man dann eine Rechnung stellen kann. Das wäre vielleicht ein gutes Ziel, dass man auch Teilvorhaben einfach mitfinanziert. Wir geben es weiter. Wir können aber gerne Kontakte herstellen. Wir haben Kontakte zum Ilias-Verein, zum Moodle an Hochschulen-Verein, zum Stutter PEV und weiteren Strukturen in den Communities, die genau das ja jetzt auch schon ermöglichen. Das ist eine Optimierung und eine Vereinfachung, die letztlich das noch klarer nach vorn stellt und diese Möglichkeiten direkt gibt, hoffentlich. Und gleichzeitig ist es so, dass wir im Idealfall in USDN Dinge finanzieren und umsetzen, die einzelne Hochschulen alleine nicht hinbekämen. Ja. Also wenn da was im Hinterkopf ist, wir wollten schon immer mal das oder dies oder jenes in unserem LMS machen, dann sehr, sehr gerne melden, weil es gibt unter Umständen die Möglichkeit, dass 2 andere das auch gerade im Hinterkopf haben und dann tut man sich zusammen. Ja. Danke. Ich würde auch noch gerne eine Frage stellen, wie sieht denn eure Projektstruktur aus oder habt ihr schon eine oder was ist dann die Zielprojektstruktur quasi? Also wir haben eine Projektstruktur, die wurde leider ein bisschen gekürzt, wie es so ist. Die besteht erstmal aus KoordinatorInnen für die Teilbereiche, ich würde gar nicht sagen Teilprojekte, sondern für die Plattform, damit es quasi, die koordinieren tatsächlich die Aufträge, die machen die Workshops, die machen sehr viel Kommunikation. Wir haben eine Metastelle für Anforderungsmanagement, die auch Anforderungen aufnehmen soll, die mehrere Plattformen betreffen, was auch neu und durchaus schwierig ist, weil man doch oft die Communities hat, die in der Plattform denken. Wir würden uns wünschen, je nachdem, wie viele Einnahmen wir generieren können, noch einige Metastellen mehr zu schaffen, die auch Qualitätssicherung, Testing, noch mehr Kommunikation schaffen. Wir haben Christian als Kommunikationsstelle aber bereits geschaffen für alle übergreifenden Arbeiten und ein kleines Projektmanagement. Das ist noch nicht viel, wenn man das vergleicht mit der ECMI-Firma. Wenn die 5 Plattformen vertreiben würde, gibt es wahrscheinlich 50 Personen. Wir machen es mit 5. Wir schauen, wie weit wir wachsen können. Das Ziel ist, es gibt Überlegungen, ist es eine GmbH, ist es eine Genossenschaft, ein Verein, nehmen wir was Vorhandenes oder bauen wir was Neues, um da letztlich professionell zu arbeiten und genau die Personen, die das auch hauptberuflich machen, Qualitätssicherung, Auftragsvergabe auch abprüfen, sind die Aufträge gut gemacht worden, eben quasi ein Haus zu setzen. Das ist die Zielvorstellung. Denn warum nicht genauso operieren und genauso auf dem gleichen Niveau mitschwimmen? Offensichtlich ist das ja kein Problem bei SAP, Microsoft und Adobe.
anteilig natürlich. Da wollen wir hin. Ja, danke. Jetzt eine Frage habe ich auch. Wie gelange ich in euren Pool hinein oder nach welchen Kriterien entscheidet ihr? Das ist eine Open-Source-Plattform für die Hochschullehre. Moodle liegt vielleicht auf der Hand, ja, aber es gibt ja da draußen Sand wie Meer. Entschuldigung. Ja. Und wie passiert das? Also was ist das Entscheidungskriterium, dass man sagt, das ist etwas, wo man sagt, also es gibt noch ein bisschen Strukturen dahinter, die wir jetzt nicht alle zeigen wollten. Es gibt ein Bündnis Open Source Bildungsinfrastruktur, das aber nicht formiert ist als Projekt oder Verein bisher, das sich gefunden hat mit dem Ziel, die Plattformen zu vertreten, die kritisch sind, die also auch von den meisten Hochschulen, in diesem Fall in Deutschland, benutzt werden. Also 90% der Hochschulen, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Deutschland, nutzen Open Source Lernmanagementsysteme, nutzen Plattformen für Videodistribution auch einen großen Anteil und einiges mehr. Die Plattformen zu identifizieren, die halt kritisch sind, die nicht wegbrechen dürfen, nicht nach Kritis-Kriterien, so heißt es in Deutschland, für kritische Infrastruktur wie Energie und Gas, Wasser, aber kritisch für die Lehre. Wenn die Plattform irgendwann nicht mehr sich vernünftig entwickelt oder ich tatsächlich einen Vertrag abschließen muss bei ECMI, selbst wenn ich es tun möchte, der Wechsel allein ist oftmals schwer möglich, sprich die Plattform nehmen wir in den Blick. Wir hatten auch ursprünglich mehr Plattformen mit drin im Projekt, es wurde ein bisschen gekürzt. Wir hätten gerne Big Blue Button mitgefördert, weil es unserer Sicht nach sehr kritisch ist und von sehr vielen Hochschulen eingesetzt wird. Da gibt es bereits auch Strukturen, die gerne sich einklinken möchten, ist aber bisher nicht gelungen. Das Netzwerk ist offen, das kann erweitert werden nach diesen Kriterien. Es ist noch nicht ganz klar, wie die nächsten Schritte konkret aussehen können in der Operationalisierung. Aber es ist eben nicht exklusiv, ganz wichtig zu sagen. Danke sehr. Ja. Noch Zeit? Gut. Darf ich da vielleicht eine Frage anschließen, weil die halte ich für extrem relevant. Ja. Und Big Blue Button ist natürlich schon etwas, was gut dazu passen würde. Die Frage ist, wenn wir das nach 5 Jahren nach vorne denken und stellen wir uns mal vor, es haben mehrere solche geografische Einheiten, wie auch immer, ihre Universitäten ein bisschen stärker zusammengeführt, als das bisher der Fall ist, in Bezug darauf, dass sie Entwicklungen gemeinsam finanzieren. Ja. Seht ihr da eine ideale Architektur für die Unterstützung der Lehre, wo einige dieser Systeme sozusagen im Zusammenwirken gesamthaft deployed werden können? Insbesondere in Richtung kleineren Universitäten, weil der fully licensed Deal wird natürlich immer attraktiver werden für manche Unis, diesen Road to Hell zu gehen. Also man hört unseren Antworten schon an, dass wir im Moment jetzt gerade zu Beginn, glaube ich, eher in so einer 80-20-Logik darüber nachdenken. Also was sind die wirklich kritischen Systeme, die weit im Einsatz sind? Was ich gedanklich als Vorlage habe, ich weiß gar nicht, ob das bis hier nach Graz zum Beispiel auch durchdringt, ganz am anderen Ende des Dachraums in Schleswig-Holstein entscheidet sich gerade ein ganzes Bundesland, die Desktop-Arbeitsplätze mit einem Open-Source-Stack zu versehen und zu sagen, wir shiften die komplette Verwaltung, 26.000 Arbeitsplätze, auf Open-Source-Verwaltung um. Und die haben sich eben überlegt, was brauche ich denn tatsächlich, um einen Menschen zu befähigen, seinen oder ihren Job von Montag bis Freitag zu machen. Und haben da interessante Lösungen für gefunden, auch was die Verknüpfung und Zusammenarbeit eben verschiedener Open-Source-Software, ich nenne sie mal Module, daneben auch ergibt. Und als Zielfoto ist das aus meiner Sicht sicher vorstellbar, auch über etwas Ähnliches nachzudenken, gerade für die Hochschulen, die bisher eben nicht die Erfahrung in Softwareentwicklung haben, die vielleicht auch nicht die Kompetenzen oder Ressourcen haben, zu sagen, für meine kleine Kunsthochschule oder was auch immer es ist, brauche ich jetzt für 500 Studierende genau diese 6 Module und dann bin ich ready to go. Aber genau dahin zu kommen, wäre eigentlich ein schönes Zielfoto. Und in Teilen machen wir es auch schon. Es gibt durchaus sowas wie Servierempfehlungen. Es gibt die Kombination Big Blue Button, Moodle, Big Blue Button, Strutt-IP, die gut funktionieren. Es gibt fertige Plugins und diese Verknüpfung interessiert uns sehr, dafür Möglichkeiten zu schaffen und auch Empfehlungen zu geben. Es gibt Dienstleistungsfirmen, also wir wollen das nicht alles selber machen. Dienstleistung ist nichts Falsches. Und am Ende mag vielleicht eine fully serviced University entstehen, aber die nicht lizenziert ist. Vielleicht das als Schlusswunsch. Ja, danke. Es ist leider die Zeit aus. Ja. Also ich würde gerne noch natürlich weiterlaufen. Lieben Dank für die Stage. Genau, ihr habt einen Workshop und wir werden sicherlich irgendwie in Kontakt bleiben. Wichtiges Thema. Danke sehr. Danke. So I have to switch to English because our next speaker will be just also remote as far as I know. Yeah, Daniel, you will do that. We have just 1 minute left.
Okay, we are live again. Our next talk is an English one, but very important. You see, it's about using ChatGPT, enhancing academic writing, and our guest is remote in Mannheim. Yeah, Mark is chair of the Social Data Science Group and professor of political science and data science. And it's very great to have you here on the stage in Graz. Yeah, and it's your floor. Yeah, the sound is perfect. Yeah, let's go. Fantastic. Thank you, Ona. Thank you for the kind words and the kind introduction. And thank you for allowing me to participate in such a fascinating conference remotely. To begin, my name is Mark Ratkovic. I hold the chair of social data science in the departments of political science and data science at the University of Mannheim. And this project is going to start out being about GPT and then finish up being about people. And I don't want us to lose track of that because I sort of am developing that as a theme for this project itself. The title itself is Harnessing GPT for Enhanced Academic Writing, Evidence from a Field Experiment with Early Career Researchers in the Social Sciences. So this is joint work with a fellow chair, Thomas Geschwend, a grad student, PhD student, Leo Vendering, and then a series of additional authors, Kevin, Anna Sophia, Oliver, Melanie, and Nicole, who you'll find out were involved in assessing the papers that came out of our conference. So let's just get into this. And we entered this project in a joint collaboration with Springer Nature. I need to thank them for their involvement at every step of this process, because there's interest both in scholarly research and also in the publication world for how GPT is going to change our writing. It changes how we email, it changes our coding, and this is going to be a talk focused on how we can make sure that we use it as a complement for human knowledge and not a substitute. So is it possible, we can all find examples where GPT did not create great work. Is it possible to use large language models and generative text models in a way that can enhance and speed up the creation of high quality knowledge in the academy? That's the question for today. So there have been several studies on using AI to improve performance across general settings. It helped people code better at Microsoft. Boston Consulting showed that it worked in tasks that they do regularly. Marketing copy, generating legal briefs is a mixed bag, but there's a number of cases where at the very least it speeds people up, and in some dimensions it helped. This is called a jagged frontier in some of the earlier studies. The question we want to ask is, but in what sense does it help? And more importantly, can we get it to focus in dimensions that will improve academic work? So our focus is going to be, in particular, on experts creating expert knowledge. We're not talking about undergraduates trying to get through the next essay. We're talking about people who are committed to their field and have invested heavily in their own personal growth and development and have a passion for what they're studying and want to share their insights with the world. So there's an intrinsic motivation here and a level of expertise that these models don't always quite have. And we'll talk about that in just a moment, but we're focusing on this particular area. As I mentioned earlier, I do want to thank Springer Nature for their involvement. I'll explain the details in a moment, but this involved a 3-day hackathon where people came in, some had GPT, some didn't, and I'll go through the design in a moment. But Springer Nature was integral in coordinating the event, media outreach, helping to recruit, and they created a special issue of Humanities and Social Science Communications, one of their flagship social science journals, dedicated for people from this event. So we were very, very happy. I've been very happy to work with them. So why study GPT in social science writing? Because Springer Nature has been further ahead in looking in technical writing. And writing a chemistry or physics lab write-up is different than writing a 40-page essay in the social sciences. So this involves complex, nuanced arguments with clear and logical expression. I want to stress that all of the participants and all of us in the social sciences are intensively trained and we're passionate and we try to do non-routine research. So we're not writing up lab reports. And I don't want to make that sound non-routine, it's just that the writing comes at a different pace.
In the hard sciences and computer science, you'll see people publishing 5, 10, 20 papers a year. For us, it's more 1 or 2. So we know GPT can boost productivity, but how, where, and why? And we're focusing explicitly on early career researchers, how they are integrating GPT and AI into their writing. And what's going to come out of this is a discussion of how GPT can help us be better scholars and free up room for us to be better people. All right. So the event itself, before we get into the event, the basic headline findings, and we'll go through the tables in a minute, but the basic headline findings is that we showed that in a single blind experiment, GPT was able to improve the clarity and coherence of manuscripts over a 2.5-day session. This is kind of to be understood. This was kind of expected, and we pre-registered all of this. And the reason we figured it would help with clarity and coherence is these models are very good with taking work and structuring it and generating texts that work and help to formulate our ideas, right? When we're trying to constitute ideas. As well, the academic journals and the social sciences often require 20 to 50-page papers, but the overall structure is pretty well known. So you're not trying to structure like what should be in the next paragraph. The structures are clear. The most important part, I think, is the second result, which is that it maintained originality. So when the folks came in with their research, we found that the human graders saw an increase in clarity and coherence, but no drop in originality. So the research that came in didn't seem to be hurt. We're finding a dimension in which these tools can help. After our human reviewers assessed all the projects, we ran it through an AI tool, and we found that the AI assessments were informative, though not perfect as a peer review tool. This is turning into a consensus in the literature. I've seen a few other papers with similar results, where what this means is that running your academic work through AI is an informative and useful piece of information. It should not be the only thing you do. The comments it gives back aren't the best, but when we rank on a 1 to 5 scale, it more or less tracks with our human expert reviewers. One of the more intriguing parts of this study is throughout the weekend, we asked people to reflect on their writing process through metacognitive writing exercises, and we found a shift in how they reflected on their writing. They shifted in the treatment group that had access to AI, shifted towards more instrumental words and process words and less likely to use temporal words. This assessment was done using Luke for folks familiar with that package, but it was developed by psychologists along a set of predetermined and pre-scored by psychologists along predetermined dimensions. I'll get into that in just a moment. But to set up the event itself, I want to talk about some of the challenges of AI posed to the Academy. Is AI-generated research any good? There's firm opinion on this, right? Emily Benter says, no, I don't want to overcharacterize. It comes with a lot of caveats and nuance, but there's very smart people who say, no, writing is thinking, okay? Relying on AI too much is going to reduce originality. It gets rid of the thinking that you're doing while writing. We're creating more work and it's worse, and we're losing the human element. And this is one part that I really want to talk about. So this could be, AI could be garbage in, garbage out, right? What's worse is if we put on top of this that people are using AI to generate work, and then they send it to journals that use AI to assess work, we end up with this really horrible GPT Ouroboros of a snake eating its own tail. And all of a sudden, everything is just this cycle of AI slop that gets assessed by AI, using AI, going back and forth, and it becomes this closed loop that leads us nowhere. So one of the goals in this project was to find ways to break out of this loop and have it serve us. The experiment itself, recruitment was done up until September 2024, started in July. And there were 22 doctoral and postdoctoral researchers from all over the world, centered in Germany near us, about half, but folks came from as far away as Mexico City, Colombia, and Vietnam. So we had a very diverse group of people.
And they came over for 2.5 days. On the first day, the first half of the first day, everyone took part in training on GPT. No one had been assigned to treatment or control yet. We had pre-stratified the group, so we knew that one would be in one room and one would be the other, but we didn't say which room was treatment or not until we flipped the coin after the pedagogical component. So everyone was just basically introduced to GPT in different ways for about 2.5 hours, different presentations on how it can help your research. After that, we put people in one of two rooms and set one to treatment and one to control. The treatment group was given GPT free of charge for days and weeks afterwards. And then the control group was not allowed to use GPT, though they were given access after the event, but at the event they weren't allowed to use GPT. And we just compared the assessments of the writing when they came in before the event to the assessment after. So the writing sessions occurred in 2-hour sessions with half-hour breaks. And I want to stress that this was kind of fun. There was 2 hours of focus, and there was about half an hour of going outside. We did sport. We were kicking around a football, hula hoops, good coffee, good cheese, good bread, good food, brought in ice cream. It was just a fun time. Then these were the writing sessions. From September to November, our human assessors went through and graded the pre-assessment, graded before the experiment and after. So they graded the initial submissions and the follow-up, blind to who was treatment and who was control. Then by January 2025, everyone in the group was allowed to submit to this high-impact journal, Humanities and Social Science Communications. 4 people submitted, 3 were accepted for publication. So that's a very high success rate in the academic world. How were these things evaluated? We gave our evaluators the dimensions used by humanities and social science communications in their instruction to authors. So this was clarity, coherence, originality, analytical depth, literature relevance, and methodological rigor. It was our pre-registered hypothesis that the first 2 would be impacted by AI and the last 4 would not. So that's what we went in and expecting, and luckily that turned out to be the case. Our worry was that folks in AI would see slippage in the other areas, and that didn't happen. So the first thing to talk about is the human versus AI, the human assessments. Everything was graded on those 6 dimensions using a 5-point Likert scale. The human assessors gave comments that were frankly more informative than the AI comments, but they were more likely, in my point of view, to capture some nuance and rigor and differentiated sort of surface clarity and deeper depth. The AI assessments, I want to be clear, were pretty good. The human assessments, finding 5 PhDs, 5 professors willing to spend a week grading an extra set of papers twice is a tough lift. Whereas getting GPT-4 to do it, it did it on my cluster system in 15 minutes. I was able to generate hundreds of reviews. So there's obviously a trade-off in quality and ease. Heading to the treatment effect estimates, this is a table of estimate, the t-statistic, and a multiple hypothesis adjustment p-value. And the columns in red are statistically significant after the analysis. The first row is reported on a Likert scale, so things were on a 1 to 5 scale. Below it is a t-statistic and p-value. And what you'll see is that there's statistically significant improvement between the AI group and the control group in clarity and coherence between the treatment group and the control group. So our AI assessors found that our human assessors found that the AI generated work was more clear and coherent and didn't find effects elsewhere. One interesting point was the dimensions of assessment. So these are the principal components, which are the dimensions of primary variation across the 6 dimensions as recorded by our human assessors. So what dimensions did they look at? Clarity and coherence obviously correlate, and so forth. And what we found was that when our human assessors did their evaluations, they focused primarily in this first dimension
of depth of analysis and methodological rigor. This was about 56% of the total variation across different papers that they reviewed. The second dimension that they evaluated along was clarity and coherence, and then the third was the quality of the literature review. As a social scientist, this makes sense. When I look at papers, I first want to know, is it a deep analysis and how rigorous is it? And clarity of coherence come in, and the literature review is just less important. So this at least matches with my understanding of the work that we do in the field. An important point is the depth of the literature and the rigor of the analysis more or less remain untouched. The human versus AI assessments, the biggest advantage to the AI assessment was that it was darn near instantaneous. And I can't help but just recommend that you use AI to assess papers before you submit them to publication. It will unerringly find glaring problems and make smart comments. 100%. And I find that through my own work and the works here, especially early stage work, but even when you're polishing work, it just helps. It's a good piece of information. Publishers are talking about using this to help initialize manuscript screening, saving reviewers time. As I want to stress that it's not a replacement, but it's a valid piece of information. The limitations and challenges, there's nothing like an expert in the field taking their time to read through it. That time is valuable, so figuring out how to spend less time from the humans and more on the AI, I would just recommend. GPT changed reflection. We asked the participants to reflect on their writing process using writing prompts. What were some challenges that you had in this last writing session? How does it feel to be writing? Like those sort of questions, metacognitive questions. And we found that the participants were more likely, using a psychological dictionary method, we found that the participants were more likely to talk about process and less likely to talk about temporal organizing, suggesting that AI changes how we reflect on our writing. It changes our internal monologue. I wouldn't say for better or for worse, but we noticed some internal shift in the participants. So the big takeaway is the AI brought this group together and actually freed up time for people to be more human. So finding a way to use AI to help you be more human is really, really the point here. Use it to accentuate your humanity, don't eliminate it. Find ways to have fun. And I want to stress, like, it was fun playing the foosball with people. It was just fun. We hung out, we talked. I'm still in contact with some of the people from the event. People reported back that it's very useful as a recursive editor, where you give comments, give it back, and you back and forth with these models to help improve your writing. My advice and my stance is don't be scared of it. Embrace it and use it to make yourself better. Lastly, everyone said it's good for coding. It just helps with SQL coding or Python, not at a professional level, but at the level of a lot of the projects that we do. Everyone agreed it was a very, very useful tool for task-based, pre-specified task-based, non-professional coding that needed to work well. So when I mentioned accentuating the human element, this is a picture of the organizers from the day. That's me, Karen, Nikki, Vivian, Henning, Leo, Thomas outside at the University of Mannheim. We're all smiling because it was fun. This gave us the chance, and part of it was part of the experiment itself, but the point I want to make is that we had 22 people involved in this experiment, and I needed complete buy-in from everybody. 22 people is not 5,000 people in the treatment and 5,000 in the control at Boston Consulting. We needed to craft the event to get involvement from everybody. I wanted everybody in the AI group focused for 2.5 days. I wanted everybody in the control group focused for 2.5 days. And the questions of incentives were there in terms of the journal, but even day to day, creating ways for people to have fun and realize we were there to support them and get buy-in into the project was a key part of it. And in this AI world, accentuating the human element was absolutely the essential component of making this work. So the takeaway is that if used properly, AI can enhance the structure and the clarity and the coherence of our arguments while also ensuring that we maintain
the originality and rigor that we would otherwise bring to the table. It's also hopeful as an instructor that it's possible to focus now on teaching originality and rigor while also teaching, while sort of delegating some of the clarifying in the writing stage to AI and still getting good social science out the back end. So thank you for your time and your attention, and this was such a genuine pleasure. Yeah, thank you, Mark. Hopefully you heard the applause you get in the audience here, yeah? And I can also report we have more than 50 people who are just were attending virtually in your talk, so there was a broad audience. So is there any questions from the audience? We have again our cube. Yeah, we're just bringing the microphone there. Yeah, hi. I wanted to ask if it's possible to read the paper you have written. I've skimmed the internet while you were talking, but I didn't find anything. But it's very interesting, and I would very much like to read into your results in depth. Absolutely. The paper is currently in its final stage of preparation. I'm circulating it amongst co-authors in Springer. If you send me an email, I can send it. We're getting it out sometime this week is the hope. I would love to share it. It will be up on my website shortly. There's a few points I need to hear back from a few authors before I share it publicly. Super, thank you. So I give the microphone here. Thank you very much. Just one question. Was it a between or a within subject experiment? And if it was a between subject experiment, how would you, interpret the way that people behaved in the control group and in the treatment group as opposed to their routinized behavior in writing? Would it be, that both are actually, deviating from their routinized writing behavior? Or, is one of those groups closer to how they currently, normally engage in writing behavior? Thank you. Thank you. Fantastic question. The outcome variable was the papers were assessed in a pre-stage by the evaluators. Then the evaluators met and coordinated on their scalings and returned the pre-scores before treatment control was given. Then the difference is the post minus the pre-score for everybody. I hope that clarified the specific outcome. The evaluators were blind to who was treatment, who was control. They created the pre-scores, harmonized as best they could. These are different scholars, so we didn't look at the Cronbach's alpha or something. These are different scholars from different fields. Then the pre minus the post. Then they did the post outcomes and did a post minus pre-analysis. We compared the treatment group on the control group based off the changes in those 6 dimensions. That's the specific outcome variable we looked at. So we were looking across individuals. To the point of, is this how people normally write? I'm going to say yes and no. We wanted to create, because again, we had 22 people, we wanted to create an environment of intensive writing for 3 days. This is not a normal task. I will say that hackathons are not unheard of, right? These sorts of events where people get together in boot camp or hackathon or like focus on something, that's the environment we were mimicking. We were not mimicking a long-term 3-week or 6-week exposure because we couldn't control treatment and control in that case. So a lot of this is selection effects. I'll tell you that we had one fellow from Cologne, who's a father, a new father, and he's like, I just wanted 3 days to work on my dissertation. Thank you very much. Okay. So we're not, the precise environment is much closer to a hackathon setup than how do people engage in the academy over a 3-month or 6-month or 9-month process. So be careful extending it that far, and I would not extend it that far. I hope that helped address the question. If there's a follow-up, please let me know. Thank you very much. Is there a final question? Yeah. Make an experience like Got it. Yeah, I was actually curious.
Like the writing was probably done in English, I assume, or I don't know if you mentioned it. Okay. I was just wondering because you mentioned there were international subjects also that like were writing. So I was wondering about the effect of like if you're writing in your native tongue. So if there was any people that were like native speakers in English, and if that had maybe something to do with also the clarity of their writing. Because if I write in English, which is not my native tongue, I'm probably not as coherent and clear as I would be in German. So I was just wondering. I completely agree. And part of the hidden part of this that made it work was the blocking that we did prior to the event. Okay. Hold on there we go. Sorry. So what made this work was the blocking done prior to the event, where we blocked on how far along the paper was in terms of completion. We also blocked, which means we balanced between treatment and control, native speakers, and we didn't have many, fluent speakers and non-fluent speakers. So all three of those are balanced between treatment and control. We didn't have sufficient power to do a subgroup analysis comparing fluent to non-fluent. I can't slice up my 22 people and say anything. But in the follow-up conversations that I've had with Springer, we're explicitly interested in bringing this to non-fluent speakers and testing how it works in those cases. I will say that I'd have to go back and check the exact number, but at least 15 of the participants were non-native speakers who were various levels of fluent. Okay, yeah, thank you. Yeah, so Mark, thank you very much again. We are going here to the pause, of course, and thank you very much to be online here, and hopefully next time you have the chance to visit us in Graz in Austria. You are highly welcome here. Thank you again, yeah. Thank you so much. Ja, jetzt geht es in die Mittagspause. Zwei Ankündigungen. Zuerst nochmal den lieben Dank an das Ministerium, das uns das Catering zur Verfügung gestellt hat für die Mittagspause. Das ist dann gleich draußen. Ich glaube, draußen ist auch schön, sodass wir uns also auch den freien Platz vorne bitte nützen können. Offiziell geht es hier zwar weiter um 13:45 Uhr, aber um 13:30 Uhr, kurz davor, werde ich den Gong spielen für das Foto des Festivals, das wir dann bitte bei der Stiege machen. Also 13:30 Uhr wäre das Foto und jetzt ist Mittagspause, Mahlzeit.
So, die Bühne aus Graz ist wieder live, also nicht nur allen hier, die das Mittagessen genossen haben, sondern auch allen online wieder einen schönen Nachmittag. Wir dürfen also mit unserer Nachmittagssession weitermachen. Für alle, die es nicht gehört haben, die Online-Sessions sind durchaus gut besucht, also 50, 100 Leute sind parallel auch immer virtuell dabei. Also es ist nicht nur so, dass also hier zugehört wird, sondern tatsächlich im gesamten Dachraum. Ja, also es freut mich sehr, dass ich für die zweite Keynote am Nachmittag Ronald Meyer gewinnen konnte. Ich glaube, wir kennen uns schon sehr lange. Universität Innsbruck, No Center, Stefanie Lindstedt, also da komme ich mir da wieder alt vor, ja, wenn ich dann darauf zurückdenken muss, aber in der Zwischenzeit hat sich vieles getan. Mittlerweile ist er Vizerektor der Universität Wien, steht auch dem Forum Digitalisierung der UNICO, der österreichischen Rektorenkonferenz, wenn man so will, vor und hat sicher einiges und vieles Spannendes zu berichten, was das Thema Digitalisierung in Österreich betrifft und es hat ja auch immer eine Wechselwirkung mit unserem lieben Nachbarland. Wir schauen dorthin und dahin und umgekehrt und ich glaube, gemeinsam kommt man gut voran. Ronald, ich darf dich bitten, the floor is yours. Danke sehr. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt muss ich mal Christoph Grissemann machen. Das, ja, so, wie tut der immer? Willkommen in Österreich, kennen manche. Die es nicht kennen, schauen Sie mal, so eine Serie. Aber das war jetzt ein ordentlich müder Applaus für den Martin Ebner dafür, dass der hier wirklich das University Future Festival nach Graz zieht und hier nicht nur Graz, sondern damit ganz Österreich auf die Landkarte derer, die sich für Hochschuldigitalisierung über die Grenzen einer einzelnen Institution hinaus engagieren, Graz hier auf die Landkarte gebracht hat und uns heute zusammen mit seinem tollen Team hier so einen wunderbaren Tag bereitet. Herzlichen Dank, Martin. Ja, so geht es. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja, als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich in den Terminkalender geschaut und gesagt, um Gottes Willen, das funktioniert nie, aber ich mache es trotzdem. Und darum bin ich froh, heute hier zu sein und Ihnen ein bisschen was zu erzählen. Ich meine, die Konferenz ist AI und ich komme dann schon drauf. Gell? Aber an sich würde ich Ihnen gerne heute etwas erzählen zu dem Thema Shifting Gears. Wir müssen in eine andere Gangart kommen der Digitalisierung des Hochschulsystems. Und ich denke, ich meine, alle im Raum oder die allermeisten jedenfalls arbeiten im System Hochschule an der Digitalisierung. Das tun wir, glaube ich, alle. Ich glaube, wir sollten uns, und das ist die erste These des Tages, wir sollten uns mehr Zeit nehmen, am System, am Hochschulsystem zu arbeiten zum Thema Digitalisierung. Das heißt, uns ein bisschen sozusagen die Flughöhe ein bisschen zu erhöhen und sagen, nicht nur, was bedeutet das für die Lehre meiner Hochschule, nicht zu sagen, was bedeutet das für meine Hochschule, sondern zu fragen, was bedeutet eine Entwicklung für das Hochschulsystem eines Landes der Europäischen Union international. Und jetzt werden Sie sagen, ja, wenn ich mir die Gedanken jetzt auch noch machen soll, um Gottes Willen. Und ich werde versuchen, ein bisschen zu argumentieren, warum aus meiner Sicht es Sinn macht, weil es mittelfristig dazu führt, dass wir ein bisschen weniger Stress im Job haben, weil das wollen wir alle, oder? Das ist auch eine Ambition, der wir alle nachvollziehbar irgendwo ein bisschen nachheilen. Jetzt muss ich eine kurze Anekdote auspacken. Als ich mein Berufsleben aufnahm, noch vor dem Studium, das war in einer Bank. Ja? Ich sage auch nicht welche, weil das ist jetzt keine gute Aussage. Und ich kann Ihnen sagen, es war unglaublich langweilig. In Österreich sagen wir auch Fahrt. Es war Urfahrt, sagen Sie in Wien. Ja, unglaublich. 7:30 Uhr der Tagesbeginn damals, das ist 25 Jahre her, ja, 7:30 Uhr der Tagesbeginn, da kamen die ersten Pensionisten und haben Geld abgeholt oder einen Auszug, ja, einen Kontoauszug. 7:45 Uhr war Flaute bis Mittag, da kamen sie mit der Tageslosung etc. Und kurz vor Abschluss kamen sie nochmal an die Kasse zu mir und haben wieder ein paar Transaktionen, ja, damals mit Trakos, habe ich da manuell erfasst. Es war enorm langweilig. Ich bin studieren gegangen, weil es mir zu langweilig war. Und ganz ehrlich, wir dürfen uns auch nicht beklagen, dass uns jetzt nie langweilig ist. Dass wir eigentlich so ein bisschen immer an der Überforderung kratzen. Das hat schon auch seine positiven Wirkungen. Und ich habe mir irgendwann in meinem Berufsleben mal gedacht, Wirtschaftsinformatik habe ich studiert, in Linz übrigens ursprünglich, bin dann die akademische Reise so ein bisschen an die verschiedenen Flüsse in Europa und Amerika gekommen und dann
letztendlich in Wien jetzt aktuell und Innsbruck unterwegs. Und ich habe mir damals gedacht, wie lange wird Wirtschaftsinformatik wohl tragen, ja, als Thema? Ist Digitalisierung nicht irgendwann vorbei? Und wir signalisieren es doch bis heute, oder? Indem wir sagen, digitale Transformation signalisiert, wir gehen von einem Ausgangszustand A, nicht digitalisiert, in einen Zielzustand B, digitalisiert und dann ist vorbei. Naja, das wird irgendwie nicht so sein, oder? Hat man den Eindruck? Denn mit jedem Mal, wo man das Gefühl hat, jetzt erreicht meine Welle, wir haben jetzt verstanden, es gibt E-Mails, ja, etc., wir haben verstanden, es gibt Videokonferenzsysteme, kommen schon wieder die nächsten Tools daher und erlauben uns atemberaubende Reisen durch die schönsten Gebiete der neuesten Entwicklungen der Digitalisierung. Meine Damen und Herren, diesen Switch im Mindset hinzukriegen für sich persönlich, ist nicht unbedingt selbstverständlich, ist auch eine These, die ich hier versuche, gemeinsam mit Ihnen heute Nachmittag zu erarbeiten. Also, Kooperation als Standard für Hochschulen der digitalen Transformation ist das Oberthema. Was ich Ihnen da jetzt ein bisschen erzähle, ist, das institutionelle Umfeld, das wir uns gemeinsam in Österreich geschaffen haben, um den Gangwechsel sozusagen durchzuführen. Dann würde ich Ihnen ein bisschen erzählen, nach dem Gangwechsel, wie wir aktuell Kooperationsprojekte angehen in Österreich, wo wir da gerade stehen. Und ich behaupte nicht, wir sind nach der digitalen Transformation, also nicht, sondern die Capacity haben wir jetzt gebaut, die Kapazitäten gebaut dafür, dass wir die Dynamik mitgehen können. Davon bin ich überzeugt. Das will ich Ihnen am Beispiel einiger Kooperationsprojekte zeigen. Einen Zoom-In zum Academic AI Services Projekt, geschuldet auch unter anderem dessen, dass wir heute über AI auch stark sprechen. Und am Ende soll Zusammenarbeit der neue Standardmodus, Cooperation by Default heißt das in Englisch, ja, jetzt hier übersetzt ist es ein bisschen holpriger, und was die aktuellen Herausforderungen immer noch sind. Ich meine, die aktuellen Herausforderungen sind größtenteils welche, die werden Sie nicht sehr überraschen, gell? Aber es sind halt doch welche übrig geblieben und ich will Ihnen ein bisschen auch schildern, wie sozusagen die nächste Welle vielleicht auch hier sich gestalten könnte. Fangen wir damit an. Was ist das institutionelle Umfeld? Sie müssen sich vorstellen, ich beame uns jetzt gerade mal in das Jahr 2019 zurück. 2019 Beginn einer neuen sogenannten Leistungsvereinbarungsperiode für das österreichische Universitätssystem. Das läuft immer 3 Jahre, ist eine Verhandlungsrunde jeweils mit dem Ministerium, zwischen Universitäten und Ministerium. Und in dieser Leistungsvereinbarungsperiode 19 bis 21 nämlich hatte sich, das muss ich ohne Zynismus, ohne Satire sagen, das Ministerium in einem wirklichen Weitblick dafür stark eingesetzt, dass 2 Dinge passieren an den Unis, strategisch passieren, was das Thema Digitalisierung betrifft. Das ist meine Wahrnehmung, also könnte vielleicht ganz anders sein. Meine Wahrnehmung davon ist das. Zum einen, das Thema muss auf Universitätsleitungsebene verankert werden. Zum zweiten, es muss eine schriftliche Digitalisierungsstrategie geben. Jetzt können Sie sagen, was, 2019, das ist schon 20 Jahre zu spät? Nein, das war gerade zur rechten Zeit. Denn 2020 kam der große Impuls, Sie erinnern sich, ja, ich sage es jetzt gar nicht welcher. Ja. 2019 war das der Fall. 2019 war die Zeit, wo ich dann reinkam als neuer Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer. Die Geschichte erspare ich Ihnen, wenn es interessiert, bin Nachmittag noch da. Kann ich Ihnen ein bisschen was erzählen dazu. Als ich da reinkam, war eine meiner ersten Geschichten, als ich das gehört habe, dass das die Idee des Ministeriums ist, habe ich gesagt, okay, bin hier in Wien an der Uni, nicht mehr in Innsbruck an der Uni, also nicht sozusagen relativ weit weg vom Mittelpunkt, sondern sehr, sehr gut erreichbar mit Zügen, nachhaltig, Wien in dem Fall. Ich lade mal alle VizerektorInnen für Digitalisierung nach Wien ein. Völlig unbedarft, ja. Ich habe keinen Menschen gefragt, ich habe es einfach gemacht. Meine Administration, die E-Mail-Adressen sammeln lassen und die Leute eingeladen. Und stellen Sie sich vor, es sind 19, glaube ich, damals gekommen, oder 20 gar gekommen, von 22 Unis. Darunter war die Vizerektorin für Digitalisierung der TU Graz, die Claudia von der Linden. Und mit ihr gemeinsam habe ich diesen Tag dann gestaltet. Waren wir ein Gespann. Und dann war relativ schnell klar, wenn wir hier ein informelles Netzwerk gründen wollen von Leuten in der Unileitung, die sich strategisch austauschen, dann brauchen wir A, eine Agenda und B, irgendwo auch eine Legitimierung.
Da habe ich am Anfang ein bisschen gezweifelt und mir gedacht, wäre es nicht besser, ein Netzwerk zu behalten? Ja? Claudia von der Linden hat mich überzeugt, es macht Sinn, das zu formalisieren, denn erst dann wird man wirklich gehört. Ja? Habe ich damals eingangs nicht wirklich hundertprozentig verstanden. Ich hoffe, Sie erlauben mir, also ohne Schönfärberei, offen Ihnen die Erfahrungen ein bisschen zu servieren, weil es ist wirklich wichtig in dem Zusammenhang, was wir erreichen wollen. Und sie hat dann praktisch wirklich den Lead übernommen, ein UNICO-Forum Digitalisierung einzurichten. Was ist die UNICO? Die UNICO ist die österreichische Universitätenkonferenz, koordiniert praktisch die 22 öffentlichen Universitäten nach dem UG Universitätsgesetz 2002, repräsentiert den Hochschulsektor in nationalen und internationalen Gremien und ist in Foren organisiert. Da gibt es sozusagen die Usual Suspects, Forum Forschung und Entwicklung der Künste in dem Fall, weil es eine ganze Reihe von Kunstuniversitäten gibt in Österreich, Forum Lehre, Forum Personal, ist auch klar, was die machen, Forum Budget, auch klar, Forum Digitalisierung, was machen die? Ja? Ist mit ein Grund, warum man gesagt hat, naja, das Ministerium will's, ihr seid willig hier, habt jetzt schon ein Netzwerktreffen gehabt, es gibt tatsächlich einige und stimmt schon, ihr seid nicht in anderen Foren, wie soll der Austausch eigentlich weitergehen als U-Boot hier, das geht auch irgendwie nicht. Ja? Also richten wir das Forum ein für 5 Jahre. Das ist dann passiert, Sie können sich vorstellen, nachdem ich heute hier sitze, die Verlängerung, in dem Fall die Entfristung des Forums ist schon passiert, das heißt, es ist jetzt dauerhaft eingerichtet, dieses Forum Digitalisierung. Was ich Ihnen signalisieren möchte ist, es braucht schon sozusagen eine Sichtbarkeit des Themas auf Leitungsebene. Und damit, wissen Sie, können Sie nicht mehr dauerhaft wegschauen. Warum? Ja, weil es gibt das sogenannte Plenum der Universitätenkonferenz, da treffen sich die RektorInnen der 22 Universitäten regelmäßig. In jedem Plenum gibt es einen Bericht der Forenvorsitzenden für das Plenum. Das heißt, Sie haben in jedem Plenum als Forenvorsitzende, in dem Fall war das anfangs Claudia von der Linden, ich war stellvertretender Vorsitzender, mittlerweile ist Claudia von der Linden sozusagen in den ganz gerechtfertigten Altersruhestand gegangen, hat praktisch die Universität, in dem Fall die TU Graz, verlassen. Ich habe übernommen den Vorsitz und Irene Henschel-Erhardt von der Universität Innsbruck ist die stellvertretende Vorsitzende. Wir oder ich, je nachdem, berichten dann praktisch dem entsprechenden Plenum und können somit aber auch Commitment organisieren, hinter dem die RektorInnen direkt stehen. Das ist nicht dann etwas, was sozusagen die ZIT-LeiterInnen gesagt haben oder die VizerektorInnen für Infrastruktur oder jene für Personal oder, ja, sondern es ist etwas, was organisiert vorbereitet ist durch die Fachverantwortlichen und dann von den RektorInnen committed wird. Damit haben wir sozusagen von der Governance her die Legitimation auf höchster Repräsentanz der Universitäten ermöglicht. Für, zunächst mal völlig unklar, wofür. Ja, das war uns noch nicht so klar. Aber wir wussten, das werden wir brauchen. Und es ist auch tatsächlich so passiert. Wie kann ich weitergehen? Ja, ich meine, wissen Sie, so wie links, so fühlt sich ja Digitalisierung an, wenn sie nicht vernetzt sind. Ja, da haben Sie so den Eindruck, das ist eigentlich beinahe unmöglich, der Job, den Sie hier haben. Ja, also Sie im Prinzip, ich bin zum Beispiel Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer, sind die 2 Dinge, wo die Uni Wien am meisten sozusagen Zukunftsinvestitionen auch Klammer auf, notwendig gehabt hat, oder? Ja, muss man offen sagen. Das heißt, man hat es sozusagen wirklich vor die Klammer gezogen und gesagt, da muss sich jetzt jemand mit voller Kraft drum kümmern. So, und dann hängen Sie da so wie diese alpinistische Größtat, das ist die, weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist der El Capitan, das ist eine der höchsten Granitmauern der Welt, 8., 9., 10. Schwierigkeitsgrad so ungefähr, und diese Person hier, die da drin hängt, ist das Ganze frei geklettert. Unangeseilt. So fühlt man sich manchmal. Man fühlt sich in einer Wand, frei klettern, das geht 800 Meter in die Tiefe, ja, man kann jederzeit abstürzen und die Videokamera ist auf einen gerichtet. Alle schauen hin. Was tun Sie jetzt? Ja, jetzt kommt AI. Antwort. Ja, was heißt das für die Universitäten etc.? Sie brauchen für alles eine Antwort. Sicherheitsbedrohung, AI und so weiter.
digitale Souveränität, Datensicherung jetzt in Amerika etc., die Lizenzpreise steigen, Microsoft macht dies, Google jenes, ja, sie brauchen für alles eine Antwort. Ja. Toll, muss man schon sagen. Also vom Job her brutal. Denkt man sich, okay, wenn das so ist, brauche ich standardisierte Antworten. Das heißt, Standardisierung ist eigentlich das, was sozusagen an der Stelle uns in die Zukunft führen wird. Naja, da kommt jetzt das rechte Bild ins Spiel. Weiß nicht, ob Sie die Szene kennen aus Harold und Maude aus dem Film. Das ist eine sehr berührende Szene. Es ist ja praktisch eine Begegnung zwischen einem lebensmüden 18-Jährigen und einer lebenslustigen 80-Jährigen. Ich spoilere den Film nicht, wie er dann ausgeht. Ja? Und die lebenslustige 80-Jährige fragt den lebensmüden 18-Jährigen, ja, wenn du eine Blume wärst, welche würdest du denn gerne sein? Und dann sagt er, ich würde gerne so eine Margarite sein. Dann fragt sie ihn, warum? Dann sagt er, weil die sind alle so gleich. Und dann sagt sie, nein, sagt sie, könnte nichts falscher sein als das. Ja? Denn schau mal her, die hier hat so viele Blätter, die hier hat so viele Blätter, die hat noch ein Blatt hier abgeknickt, die hat eine Blütenblatt mehr, die ist ein bisschen mehr nach links geneigt, die ein bisschen mehr nach rechts. Die sind alle sehr unterschiedlich. Und, sagt sie, KZ-Überlebende, von Menschen, die glauben, dass alle Menschen gleich sind, ist schon sehr viel Schreckliches in dieser Welt ausgegangen. Und wissen Sie, das ist etwas, was aus meiner Sicht für die Digitalisierung ein wesentlicher Warnhinweis ist, immer wieder eine Schutzimpfung. Ja? Wenn wir glauben, alle Unis sind gleich oder alle Studierenden sind gleich oder alle Disziplinen brauchen die gleichen Technologien, dann machen wir einen systematischen Maximalfehler. Weil das nicht so ist. Die sind alle unterschiedlich, haben alle unterschiedliche Erwartungen und so weiter. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt stehen Sie, wir alle, in einem System, in der wir die Unterschiede extrem wichtig nehmen. Wissen Sie, wenn Sie sich entscheiden könnten, bei uns Six Sigma einzuführen und zu sagen, ich will ProfessorInnen auf einem mittleren Level mit möglichst wenig Standardabweichung haben und ich will Studierende auf einem mittleren Level mit möglichst wenig Standardabweichungen, dann versäumen Sie systematisch alle NobelpreisträgerInnen. Die sind nämlich nicht Standard. Ja. Oder IRC-Preisträgerinnen. Oder Leute, die CD-Labore machen. Die sind alle nicht Standard. Ja. Oder Leute, die mit Unternehmen gut kooperieren können. Oder Leute, die neue Unternehmen gründen. Oder Leute, die die Lehre revolutionieren. Oder. Ja, was auch immer. Oder Leute, die in der Personaladministration dafür sorgen, dass die Einstellung viel leichter wird an den Unis. Ist völlig egal, wo Sie sitzen in der Universität. Sie brauchen außergewöhnliche Leute. Ja, jetzt wollen Sie außergewöhnlichen Menschen gewöhnliche Tools zur Verfügung stellen. Wie soll das gehen? Das heißt, die Leute brauchen sehr viel Freiraum und in der Digitalisierung zieht aber alles Richtung Economies of Scale. Je größer die Plattform, je mehr Nutzer, ja, desto besser. Das heißt, es stellt sich schon die Frage, wie gehen wir systematisch mit diesem Thema, beinahe unmöglich, enorm viele Stimmen um. Und der dritte Punkt hier, iterative Entwicklung, das ist die Antwort. Und man müsste auch schreiben, iterative gemeinsame Entwicklung. Das heißt, wir bewegen uns sukzessive in selbstverpflichteten, committeden Schleifen nach vorne. Und wie tun wir das? Indem wir das alte System einmal analysiert haben. Wie sieht das aus? Eine schwache Verhandlungsposition einzelner Institutionen, und zwar allem gegenüber. Völlig egal, ob sie Markt sagen dazu, ob sie Partner sagen dazu, ob sie wie auch immer, ja, in jede Richtung eine schwache Verhandlungsposition im Vergleich. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt ist man aber da so von der eigenen Chutzpe, sagt man ja, wir sind doch die Größten hier in der Region. Ja, TU Graz, der Flagship-Institution, die Uni Innsbruck. Ja, wir sind natürlich im Westen Österreichs unwidersprochen die beste und schönste Uni. Uni Wien, die größte in ganz Österreich, ja, und so weiter. Das sind ja die Erzählungen, ja. Die sind ja auch für sich betrachtet richtig. Ja. In einer Kundinnenhierarchie von Microsoft sind wir Stufe 7. Ja. Und als österreichisches Hochschulsystem immerhin 5. Aber nicht 2 oder 1. Ja. Das ist unsere Verhandlungsposition gegenüber Plattformherstellern, die eben nicht so wie wir bis zu 100.000 NutzerInnen haben, das ist die Uni Wien,
ja, sondern die halt 2 Milliarden NutzerInnen haben oder 500 Millionen. Also wir stehen da gegenüber und verstehen Sie, und da an der Stelle, wenn wir von der Seite aus hier auf die Unis in Österreich schauen, dann sind die Größenunterschiede plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, das ist alles das Gleiche, ja, aus der Entfernung betrachtet. Das heißt, es geht nur noch dann, dass man hier überhaupt ernsthaft ins Gespräch kommt, indem wir uns gemeinsam organisieren. Und das tun wir. So, das ist ein Punkt. Jede Universität verhandelt alleine. Dann haben wir auch noch sozusagen die tolle Ambition, mit einer Digitalisierungsausschreibung, die ist damals auch 2019 gemacht worden und hat auch wirklich, der war enorm wichtig, weil an der Stelle Menschen eingestellt wurden für das Thema Digitalisierung, die dann in der Lage, ausreichend sozusagen organisatorischen Slack auch hatten, an der Stelle Covid zu bewältigen. Das muss man sagen, das war die hauptpositive Wirkung von den Digitalisierungsprojekten, ohne die es gar nicht gegangen oder viel schlechter gegangen wäre, war die. Ja? Aber die Projekte waren 70 Projektanträge, glaube ich, in der Größenordnung, 34 wurden selektiert, die wurden dann wettbewerbsorientiert, wurden abgewickelt, ja, untereinander, und es ist viel Gutes entstanden. Don't get me wrong. Problem ist nur dabei, wenn Sie in einem System, wo Sie sozusagen gar nicht so sehr, eigentlich überhaupt gar nicht untereinander im Wettbewerb stehen, den Wettbewerb zwischen den Institutionen anheizen, in diesem Thema Digitalisierung, dann führt das dazu, dass jeder anfängt, etwas zu versprechen, was er kaum einhalten kann. Ja? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was man in Forschungsprojekten teilweise macht, wo der Stefan nickt schon, wo unsere Kolleginnen, wir waren das ja nie selber, ja, Dinge hingeschrieben haben im Proposal, die sie eigentlich schon in der Schublade hatten, ja, um dann in die Zeit zu nutzen und das nächste Forschungsprojekt, Proposal, zu entwickeln, weil das ja auch ein wettbewerbsorientiertes System ganz stark ist. Ja. Das ist ein Augenzwinkern, ja, da entsteht auch viel Tolles dabei. Hier führt das dazu, dass man Dinge verspricht, die man dann in der Konzeption durchdringt, aber sie kommen nicht wirklich, oder sagen wir so, es ist unendlich aufwendig, diese Dinge in die Umsetzung zu bringen, schon an den Universitäten, die direkt im Projekt beteiligt sind und noch gar bei den Universitäten, die nicht im Projekt beteiligt sind, ja, weil bei denen ja sondern das Know-how auch gar nicht mitentwickelt wird, ja, weil die kommen dann irgendwann dazu, etc. Das sind die Schwierigkeiten mit diesem System. Ja. Man bekommt für sich tolle Projekte, aber es ist unendlich schwer, sagen, wirklich am Ende des Tages Services zu realisieren. Damit haben wir uns als Forum Digitalisierung die ersten Jahre gekümmert. Wir haben diese 34 Projekte betreut, sehr stark, und haben dazu wirklich unseres dazu beigetragen, dass sie miteinander reden, dass sie koordiniert sich entwickeln, dass sie einen Teil ihrer Ergebnisse als Open Educational Resources zur Verfügung stellen, dass sie MOOC-Kurse in iMOOCs veröffentlichen, die viel mehr geworden sind über diesen Zeitraum hinweg, dass sie darüber nachdenken, wie sie Services verstetigen können, dass sie über gemeinsame Betriebsmodelle nachdenken. Das sind alles Digitalisierungsthemen, die an sich agnostisch sind, zu was auch immer das Projekt eigentlich beinhaltet. Ob das jetzt ein Forschungsdatenmanagementprojekt ist, ein Lehreprojekt oder ein Administrationsprojekt, die brauchen alle diese Themen, ja, um in die Umsetzung zu kommen. Und das haben wir praktisch innerhalb dieser Projektwelle entwickelt. Ja. Genau. Der neue Ansatz, dadurch, dass wir uns jetzt zusammenschließen, steigt sukzessive die Marktmacht und Verhandlungsposition der gesamten Gruppe. Ja? Jetzt werden Hersteller, Partner etc. aufmerksam darauf, dass es da tatsächlich einen Ansprechpartner gibt. Erinnern Sie sich dann an dieses Bonmot, if I want to call Europe, whom am I calling? Ja? If I want to call the Austrian University System, whom am I calling? Ja? Und ich will nicht behaupten, dass wir sozusagen jetzt an der Stelle wirklich nur eine Telefonnummer für alles haben und am Ende des Tages womöglich noch meine. Nein, ja, das ist nicht der Fall. Aber wir haben eine Gruppe geschaffen, ich werde gleich noch darüber sprechen, das ist ja nicht nur unsere Gruppe, die sich mit anderen wiederum Gruppierungen der Universitäten sukzessive systematisch austauscht, sodass der Informationsfluss immer da ist. Und der Informationsfluss typischerweise, da geht es auch um etwas, das koordinierte gemeinsame Vorgehen bildet Nährboden für Innovation. Was bedeutet das? Wissen Sie, das steht jetzt da so ein Bullpoint, koordiniertes gemeinsames Vorgehen bildet Nährboden für Innovation. Das will ich Ihnen dann am Beispiel, komme ich darauf zurück, am Beispiel des Vorhabens IT-Sicherheit stärken erklären, wie wir das gemacht haben.
Sichtbarkeit und klare Steuerungsorganisation braucht man, eine gemeinsame Arbeit, koordinierte Mittelverteilung und eine effiziente Ressourcennutzung sind unsere Ziele. Und jetzt hier, was wir da geschafft haben, ist, dass wir die weiteren interuniversitären Gruppierungen mit in unsere Vorhabensgestaltung, Vorhabensentwicklung einbezogen haben. Das ist in Österreich die sogenannte Arbeitsgemeinschaft der zentralen Informatikdienste, AGZIT, repräsentiert durch einen Vorsitzenden der AGZIT, das war Josef Kolbitsch von der WU Wien über lange Jahre. Und die Situation war die, als ich dann den Vorsitz übernommen habe des Forums Digitalisierung, kam Josef Kolbitsch daher zu mir und hat gesagt, schau mal her, wir sehen hier, ihr kommt strategisch, er hat es nicht so genannt, ne, aber wir sehen hier, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir euch ein bisschen strategisch unterstützen würden in eurer Entwicklung. Wir haben hier mal 5 Themen ausgearbeitet, in denen sich die Unis gemeinschaftlich organisieren könnten. Ja, und der Kerl war natürlich schlau genug mit seinen Leuten, dass von den 5 Themen waren 4 solche, die wir auch auf unserer Landkarte hatten. Und das war der Einstieg, das war die Handreichung von der AGZIT zu uns. Und seither, ever since, ja, vor jeder entsprechenden Veranstaltung des Forums Digitalisierung, der AGZIT, wird sich ausgetauscht zwischen den Vorsitzenden dieser Gruppen. Und wir sagen untereinander, stimmen ab und tauschen aus, bis hin zum Narrativ, welche Themen wir gerade setzen. Und zwar sowohl auf der Ebene der Universitätsleitung, Forum Digitalisierung, als auch auf der Ebene der ZIT-Leitungen. Weil es tatsächlich so ist, dass die ZITs, die zentralen Informatikdienste, Digitalisierung strategisch nicht voranbringen können an Universitäten alleine. Und die Universitätsleitungen auch nicht. Ja, die brauchen sich untereinander. Botschaft an Sie. Ja. Arbeiten am Hochschulsystem heißt, man muss sich sozusagen einen Regelkreis schaffen, der kontinuierlich, konsequent diese beiden Player abstimmt. Und dann haben wir noch einen dritten dazu genommen, nämlich die Gruppen der fachlichen Expertinnen. Das war am Beispiel IT-Sicherheit stärken, war das die Gruppe der Information Security Professionals. Das heißt, wir hatten da auch eine Gruppierung über alle Universitäten hinweg, auch durch einen Vertreter, einen Speaker, einen Sprecher repräsentiert, ja, die entsprechend bei diesem Vorhaben, Sicherheitsvorhaben, mitgearbeitet haben. Und zur Installierung, das braucht man in jedem großen Thema. Das braucht man in AI, das braucht man in Security, das braucht man im E-Learning. Ja, braucht man. Solche Dinge braucht man. Das heißt, es braucht diese Gruppen, die sich untereinander und möglichst durch ein Sprecherteam, weil es ja war auch bei Security nicht einer allein, ja, und auch bei den ZIT-Leiterinnen haben wir mit mehreren gesprochen, klar, aber es braucht sozusagen eine Bündelung der Perspektiven innerhalb der entsprechenden Ebenen und auch zwischen den Ebenen. Genau, das wollte ich Ihnen hier erzählen. Und das sind unsere zukunftsweisenden Kooperationsprojekte, die wir jetzt hier gemacht haben. Über IT-Sicherheit habe ich schon gesprochen. Das heißt, 22 war das. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ja, 22, genau. Wo diese Handreichung kam mit den 5 Themen. Da war eins dieser Themen war Security und ein zweites war AI. Und wir haben uns unterhalten dann im Forum Digitalisierung und haben gesagt, das sind die 2 Themen, da kann niemand etwas gegen die Finanzierung haben. Das geht gar nicht, ja, das gibt es nicht. Das kann man nicht ablehnen. Ja. Wenn jetzt die Universitäten kommen und sagen, wir brauchen Geld für IT-Sicherheit, das kann man nicht, haben uns gedacht. Ja. Das kann man nicht, das ist unmöglich abzulehnen, ja, weil man muss jetzt ehrlicherweise sagen, das war der Grund, das erklärt sich schon durch den Titel. Da muss ich nicht lang sozusagen jetzt durchdeklarieren, warum. Das ist klar durch den Titel und man kann ein relativ kurzes Narrativ finden, das überzeugend ist. Ja. Wir hätten ganz bestimmt eine ganze Reihe von Themen gehabt, in denen die Kooperation einfacher herzustellen ist operativ, als im Bereich IT-Sicherheit stärken. Aber wir haben keines gefunden, in dem die Kooperation so notwendig ist, wie in IT-Sicherheit stärken. Ja, also verstehen Sie, das war in der Matrix Notwendigkeit, Einfachheit, die Kooperation herzustellen, war das praktisch hier oben. Es war nicht hier oben, ja, sondern hier. War nicht so einfach, die Kooperation herzustellen. Und wie haben wir es gemacht? Wir haben dann
Sie müssen sich vorstellen, typischerweise ist es so, die ZITs haben ja ein gewisses Budget, die können freigeben, die beauftragen dann gewisse Projekte, bei uns bei ACO Market heißt das, Switch in der Schweiz zum Beispiel, ja, beauftragen dann gewisse Projekte, zahlen 5.000 Euro ein oder 3.000 oder sowas, ja, Größenordnung 10.000 bis zu, und dann laufen diese Projekte los. Keines dieser Projekte hat jemals 22 Unis hinter sich versammelt. Das waren mal 12, mal 3, mal 7, mal 14, mal 17. Unser Anspruch war es, diesmal wollen wir 22 haben. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine ganz andere Nummer als 17. 22 zu bekommen. Ja, ich habe das mühselig gelernt. Das war wirklich, wir sind wirklich gelaufen und wir haben damals mit dem Ministerium gesprochen und wirklich und gesagt, liebe Leute, wir brauchen in der nächsten LV-Periode wirklich viele Mittel, wie gehen wir das an? Und da wurde für uns vom Ministerium, das war eigentlich auch wirklich sehr, 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 sehr sagen, wohlwollend und aber auch sehr, sehr richtungsweisend. Nämlich es wurde gesagt, das können wir tun in der Leistungsvereinbarungsperiode 25 bis 27. Bis dahin müsst ihr aus euren Mitteln leben. Ja. So, das war aber 2022, ja, das heißt, das ist, oder 23 war das dann, glaube ich, 23, wo wir dann wirklich so weit waren, das Projekt so weit beschrieben zu haben, dass wir zum Ministerium gehen konnten, ja, 23. Dann haben wir gesagt, okay, das heißt, wir müssen uns jetzt selbst verpflichten. Und kann Ihnen sagen, das ist viel schwerer, dass die Unis dann wirklich 22 Unis sich selbst in die Tasche greifen, put skin in the game und 22 mal 10.000 Euro in dem Fall oder sowas war das. Na, es waren mehr sogar, 22.000 Euro. Wir haben gesagt, es muss ein bisschen mehr Commitment sein. Das haben wir versucht. Wie haben wir das geschafft? Dadurch, dass wir wirklich kontinuierlich diese 3 Gruppen zusammengebracht haben, das Projekt, in dem Fall ein Vorprojekt, bis Ende 2024 gemeinsam entwickelt haben, dieses Vorprojekt dann im Plenum der UNICO den RektorInnen vorgestellt haben und darüber am Ende des Tages diese 22.000 Euro zu sichern. Ich kann Ihnen sagen, kontrastierend 2 UNICO-Pläne. Das erste, wo ich das Projekt vorgestellt habe, das sieht so aus, man kommt als Forumvorsitzender zum Mittagessen dazu, Nachmittag stellt man dann seine Themen vor. Beim Mittagessen kamen die Rektoren daher, die Einzelnen, der fürs Budget verantwortlich ist. Herr Meier, wie kommen Sie dazu? Das kann doch überhaupt gar nicht sein und jetzt sollen alle Unis das Gleiche zahlen. Mir sagen die kleinen Unis, wir wollen viel weniger zahlen, etc. Der zweite kam daher und sagte, aber die Med-Unis, wir sind doch viel wichtiger als alle anderen, ja, wir müssten eigentlich an der Stelle komplett separat nur die Med-Unis gehen. Der dritte kam und sagte bei den technischen Unis, wir haben ganz besondere Bedarfe, aber auch ganz besondere Kapazitäten, ja, wir sind ganz anders als, ja, Harold und Maud. Okay, ich habe Harold und Maud gespielt hier und habe gesagt, ja, ist alles recht und schön etc., aber die tatsächliche Wahrheit ist ja dann das Hauptprojekt, jetzt müssen wir mal zeigen, dass wir das Commitment herstellen können und das Vorprojekt sichern. So, dann waren Zweifel. Ich weiß noch, der Herr Wittuch war der Präsident, der hat das dann praktisch an den Ende der Tagesordnung gestellt, ja, um wirklich sicherzustellen, dass es nicht total versinkt. Ja. Wir hatten dann eine halbe Stunde Diskussion unter geringeren Rängen, ja, damit es ein bisschen mit. So. Und natürlich war keine Entscheidung da, ne, logischerweise am Schluss. Ja. Schon gar keine positive. Ja. So, und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir wirklich die extra Meile gehen, und zwar alle. Ja. Haben wir im Forum Digitalisierung gesagt, die Zielleiter das Gleiche. Ihr müsst eure Leute überzeugen, das geht so nicht. Ja. Dann haben wir das nochmal umgestellt, auch nach den Inputs natürlich, die Inputs eingearbeitet. Beim zweiten Mal kam ich hin zum Mittagessen wieder, ja, ich habe das zweite Mal nicht Mittag gegessen, weil ja die Gespräche viel wichtiger waren. Ja. Kam der Erste zu mir und gesagt, toll, wie ihr das jetzt aufgesetzt habt, wunderbar. Zweite kam und sagt, finde ich total klasse, ja, dass euch das gelungen ist. Und es segelte ohne jeden Einwand. Ja. Verstehen Sie, da Shifting Gears, da fand ein Mindset-Wechsel bei den RektorInnen statt, der auf einem vorhergehenden Mindset-Wechsel der 3 Ebenen Unileitung, ZIT und Security Professionals stattgefunden hat. Die konnten sich sicher sein, sie machen keinen Fehler, wenn sie hier zustimmen. Ja. Das war der Shift. So, und dann haben wir das sind die 3 Perspektiven. Wir haben das gemeinsame Vorhaben erfolgreich abgeschlossen und haben eins für die Leistungsvereinbarungsperiode 2025 bis 2027 designt. Sozusagen ein Nachfolgeprojekt der Digitalisierungsprojekte. In dem Fall müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Projektpapier von
12 Seiten, das sehr, sehr konzentriert beschreibt, die Absicht in dem Vorhaben, dass von den 22 Unis 5, die sich gefunden haben, bottom-up, ja, 5 den Lead übernehmen, um 5 Themenblöcke, die aus 16 Themenblöcken, die im Vorprojekt identifiziert wurden, priorisiert wurden als jene, wo die größten Synergien möglich sind, diese 5 Lead-Themen zu koordinieren und mit den 22 Universitäten entsprechend in diesen 5 Themenbereichen Kooperationsvorhaben aufzusetzen, die uns in einen anderen Level der Sicherheit, der Informationssicherheit, der IT-Sicherheit in 3 Jahren heben werden. Das ist dort passiert und ich darf verkünden, das habe ich jetzt in der Pause gerade gesagt, heute war die Budgetrede des Ministers, es ist genehmigt. Wir sind durch. Danke. Frau Koch, Frau Knechtel vertreten hier das Ministerium. Danke Ihnen. Wir haben das wirklich, und wissen Sie, wir haben es wirklich gemeinsam durchgezogen. Ja? Es war, glaube ich, eine sehr große vertrauensbildende Maßnahme. Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Das ist uns natürlich auch klar. Ja? Jetzt müssen wir liefern. Ja? Das ist keine Kleinigkeit. Aber sagen wir, es ist von Anfang an das Vorhaben jetzt so designt, dass wir nicht irgendwelche Versprechungen machen von Innovation und so weiter, sondern es sind sehr konkrete, von den Professionals gemeinsam verabschiedete Ziele. Ja, eine entsprechende Roadmap gibt es pro Universität, die jetzt Schritt für Schritt gemeinschaftlich abgearbeitet wird. Das ist hier das Thema. Das zweite Thema, Kooperationsthema, das wir hier haben, ist die Studie zu Wirkungen von EU-Rechtsakten auf österreichischen Universitäten. Da war es wiederum so, da haben wir festgestellt, AI Act, DSA und so weiter. Kennt sich kein Mensch mehr aus. Was bedeutet das eigentlich für die Unis? Welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen? Welche personellen Auswirkungen hat das? Wie sind unsere Systeme an der Stelle überhaupt vorbereitet? Haben wir welche, die unter den DSA fallen? Haben wir Systeme, die unter den AI Act fallen? Haben wir Systeme, die wir vielleicht am Ende des Tages gar nicht andrehen dürfen, die wir jetzt schon angedacht haben? Und so weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben an der Stelle auch wieder gemeinschaftlich gesagt, wir gehen so ein Projekt gemeinsam an. Im Forum das organisiert. Die Idee kam in dem Fall von der AG ZIT, die hätten es auch allein wieder nicht geschafft und gesagt, du, wenn wir das gemeinsam machen, das könnte funktionieren. Wir haben dann 2 ProfessorInnen gefunden der Rechtswissenschaft, die diese Studie mit, ich glaube, 3 oder 4 wissenschaftlichen MitarbeiterInnen durchführen, also wirklich auf höchstem rechtlichen Niveau, ProfessorInnen, die in diesen Themenbereichen forschen, Innovation und Digitalisierung im Recht, und haben eine Studie aufgesetzt, haben aus dem Forum Digitalisierung all jene VizerektorInnen, die sozusagen einen juristischen Background haben, plus eine Juristin aus dem Ministerium in ein Reflexionsboard gegeben, die alle 3 Monate sozusagen die Zwischenergebnisse hier entgegennehmen und die Priorisierung der Befassung der Juristinnen mit dem nächsten Thema hier vorantreiben. Und damit haben wir die Möglichkeit, dass wir wirklich sozusagen die Spezifika, welche Auswirkungen diese Rechtsakten auf das Hochschulsystem haben, ein für alle Mal für die österreichischen Universitäten gemeinschaftlich erheben und engagiert die Fragestellungen gemeinsam sammeln und dann auch beantworten. Ja? Und da gibt es natürlich Sonderthemen der Medizinunis. Ja? Die sind da genauso drin wie die Sonderthemen der Kunstunis. Die werden alle organisiert. Das ist nicht eine Studie, sondern die Fragen werden gesammelt und den unterschiedlichen Hochschultypen spezifisch dann auch beantwortet. Und das dritte ist das Thema Academic AI Services. Und in dem Themenbereich haben wir es auch geschafft, so wie bei IT-Sicherheit stärken auch, Sie müssen sich vorstellen, eine Leistungsvereinbarung ist ein schriftliches Dokument, wo am Schluss Geld steht, das das Ministerium bereit ist zu geben für eine ganze Reihe von Leistungen, die gemeinschaftlich vereinbart werden, die die Universitäten zu erbringen haben. Und uns ist es jetzt hier zum ersten Mal seit Akkunet, aber da gab es noch keine Leistungsvereinbarung, ja, gelungen, dass wir ein Vorhaben gleichlautend textuell für IT-Sicherheit stärken und eins für Academic AI Service gleichlautend in den Leistungsvereinbarungen aller 22 Universitäten konsensual zwischen Ministerium und 22 Unis, die alle autonom agieren, hier konsensual ein gleichlautendes Vorhaben für Sicherheit und für AI in den Leistungsvereinbarungen unterzubringen. Beim IT-Sicherheit stärken gibt es jetzt eine entsprechende Leistungsvereinbarungsergänzung, in der die spezifische Finanzierung hier
hier sozusagen vom Ministerium an die Universitäten ausgeschüttet wird, nach einem Schlüssel verteilt wird. Deswegen habe ich heute Vormittag gefragt, kurz, wie macht ihr die Finanzierungsbeiträge der Universitäten, der verschiedenen? Und da muss man sich auch einig werden, ne, wie wir das, sind wir uns auch geworden. Das heißt schon, wir sind schon sehr weit im Vertrauensbasis, muss man auch sagen. Ja. Und bei Academic AI Services sind wir gerade dabei jetzt, was zu machen. Im Prinzip 3 Pflöcke einzuschlagen. Und zwar zum einen zu sagen, okay, Open Source ist toll, On-Premise ist toll, aber es wird, ich glaube, wir würden von der Risikoadressierung her einen massiven Fehler machen, wenn wir sagen würden, wir verlassen uns nur auf dieses Standbein. Umgekehrt, kommerzielle Services sind toll, sind einfach, aber wir würden einen systematischen Fehler in der Risikoadressierung machen, wenn wir uns nur auf diesen Teil verlassen würden. Das heißt, wir haben uns ausgesucht mit Academic AI das kommerzielle Umfeld. Das heißt in dem Fall einen Hyperscaler mit AI angeboten. Der ausgewählte aus der letzten Periode ist jetzt hier aktuell Microsoft, muss nicht so bleiben, ist aktuell so. Ja. Und wir haben in der letzten LV einen Proof of Concept, nicht mehr, aber auch nicht weniger, geschaffen, dass wir technisch und rechtlich abgesichert einen konfigurierten Zugang zu AI-Services auf der Plattform eines Hyperscalers, Microsoft-Plattform, für alle Universitäten, Klammer auf und darüber hinaus auch die Fachhochschulen, zur Verfügung zu stellen. Der Zugang ist jetzt momentan zu AI-Services, die nicht so toll sind. Ja, sondern das ist ein Proof of Concept. Das heißt, wir können das jetzt, aber jetzt müssen wir dranbleiben an der Dynamik, ja, was wir dort deployen. Zweiter Punkt, Experimental Services. Wir haben mit dem Austrian Scientific Computing Cluster, der heißt noch nicht ganz so, ja, aber heißt VSC Musica, aber das ist irgendwie, ich sage jetzt Austrian Scientific Computing Cluster. Für den Raum ist, glaube ich, die einen zwinkern, die anderen sagen, habe ich verstanden, das ist ein HPC-Cluster für ganz Österreich, genau das soll es sein. Ja. An diesem wird momentan relativ viel investiert. Da gibt es den sogenannten AI Factory Call, das wissen Sie. Ja. Sind wir ganz großartig, wirklich stolz darauf, dass das gelungen ist, sozusagen diesen AI Factory Call zu gewinnen, sagt man da. Das Ministerium hat wirklich eine ganz beträchtliche Summe in die Hand genommen, um ein GPU-Cluster an der Stelle auch, in dem Fall sogar auf verschiedenen Sites, also physischen Sites, verteilt in Innsbruck, Linz und Wien, in dem Fall zu installieren. Und uns geht es dazu, dass wir dazu jetzt sozusagen daran heften, einen Service Provider, der eine zweite Deployment-Schiene technisch betrachtet, also eine zweite Möglichkeit, gemeinsam entwickelte Services für das gesamte Hochschulsystem zur Verfügung zu stellen, anbietet. Das eine links eher die administrativen Services, das eine rechts eher die forschungsorientierten, lehrorientierten Services, aber es gibt 2 Wege, wie wir gemeinschaftlich entwickelte Services zur Verfügung stellen können. Und damit sind wir fundamental in einer anderen Position als davor. Warum? Weil davor hatten wir ja praktisch die Projekte angegangen, die 34, ohne dass wir wissen, wo wir am Ende des Tages eventuell entwickelte Services tatsächlich zur Verfügung stellen können und betreiben können. Ja. Auch klar, gab es ja nicht damals. Ja. Jetzt gehen wir her und machen dieses separat davon. Ja. Separat davon verschaffen wir die Deployment-Strukturen. Ja. Und das ist technischer Menge dahinter, kann man sich vorstellen. Ja. Auch rechtlicher Menge dahinter im Übrigen. Ja. Auch ökonomisch, Service Level Agreements und so weiter. Also das ist eine Menge Holz. Ja. Das ist ein dickes Holz, dickes Brett zu bohren. Aber das bohren wir in 2 Richtungen, um einen AI-Projektpool zu schaffen. Denn, Sie werden mir recht geben, es gibt eine ganze Reihe von AI-orientierten Projekten, wo man spezifische Services für die Uni versucht, in der Bibliothek, in der Studienadministration, in der Chatbot für die Lehre, der Zugang zum Wiki, alles Mögliche an Projekten schwirrt herum, ja, und eigentlich machen es alle allein. Ja, und das kann es nicht mehr sein. Und wir werden jetzt hier an der Stelle jetzt über den sogenannten Digital University Hub, wo wir auch das Glück haben, dass das Ministerium uns den weiter finanziert. Das war eines dieser Projekte aus dem letzten Call, über den Digital University Hub, an dem 5 Universitäten beteiligt sind. Sind wieder 5 andere, macht aber nichts. Ja. Sind immer eine gewisse Anzahl, Handvoll, die man gut organisieren kann, weil 22 Universitäten, es geht halt nicht. Ja. Es müssen immer ein paar, sozusagen, aber auch nicht eine.
ja, in den Lead gehen. Damit wird keiner irgendwie, wissen Sie, so ganz unitär und elitär. Das wollen wir komplett vermeiden, sondern wir wollen alle profitieren davon, von diesen Entwicklungen, dass man sich nicht jede Uni auf alles konzentrieren muss. Jedenfalls jetzt wieder 5, die werden jetzt die ganzen Projektideen zusammentragen und allen Unis, die willens sind, Geld und In-Kind-Leistungen zur Verfügung zu stellen, die werden an den entsprechenden AI-Entwicklungen mit partizipieren können. Und das fällt viel leichter auf Basis der vergangenen Erfolge natürlich, als das vor 3 bis 5 Jahren war. Ja, so bewegen wir uns nach vorne. Wichtig aus unserer Sicht, der primäre Handlungsraum in der Digitalisierung ist ja global, nicht institutionell oder national. Ja? Und nur zusammen haben wir überhaupt die Freiheit und die Freiheitsgrade, dass wir uns darauf konzentrieren können. In unserer Juni-Sitzung des Unico-Forums Digitalisierung werden wir das Thema digitale Souveränität auch positionieren bei uns. Ist auch ein schwieriges Thema, hatten wir bisher noch gar nicht die Kapazitäten dazu, uns das einmal anzuschauen. Jetzt haben wir die, jetzt machen wir das auch gemeinsam. Als Beispiel. Kooperation trotz zunehmendem Wettbewerb. Ja, gerade weil die geopolitische Lage ist, wie sie ist es umso wichtiger, dass wir zusammenhalten. Ja. Bedeutung von Kultur und Mindset, glaube ich, habe ich schon betont. Spezifika der Services für es ist eben so, wir dürfen nicht darauf warten, dass uns Google oder Microsoft oder SAP das wunderbare System für die Unis liefert. Das wird nicht der Fall sein, weil wer kennt denn am besten die Erwartungen der Universitäten? Na, die Universitäten. Also wir werden da schon mitgestalten müssen. Der Fokus nicht mehr darauf, dass wir eine Projektlogik in dem Sinne haben, dass wir im Projekt Services konzipieren. Am Ende des Projektes sagt dann jeder, ja, jetzt müssen wir eigentlich die MitarbeiterInnen entfristen, damit sie die Services dann umsetzen können, einzeln in jeder Uni, sondern wir brauchen nachhaltige und skalierbare Lösungen. Skalierbar heißt eine Lösung, es macht eigentlich keinen Sinn, eine Digitalisierungslösung zu entwickeln an einer Uni, die nicht für alle 22 Unis taugt. Wenn Sie das im Mindset drin haben, sind Sie in einer anderen Position. Universitäten als Vorreiterinnen für gesellschaftliche Transformation. Das, was für uns gilt, müssten wir über die AI Factory eigentlich auch in die Klein- und Mittelbetriebe bringen können. Es wäre eigentlich, und wie können wir das denn in die Klein- und Mittelbetriebe bringen, wenn wir nicht selber glaubwürdig zusammenarbeiten? Ja? Also das wäre sozusagen der Transmissionsriemen, der Transfer dann, passen wir nicht mehr nur sozusagen die Hochschulen untereinander und im eigenen Saft und im Elfenbeinturm womöglich noch, ja, dem wir schon längst nicht mehr sind, sondern dass wir das Ganze sozusagen auch noch erweitern dann um den viel größeren Transmissionsriemen, den wir hätten, wenn wir uns auch noch mit anderen gesellschaftlichen Institutionen, den öffentlichen Institutionen, genauso wie den Unternehmen, sagen, verständigen können überhaupt. Das geht ja Stand heute nur partikular, aber nicht im Gesamtsystem. Ja, Herausforderungen durch Ambidextrie. Wissen Sie, ich habe mich manchmal gefragt, ob das etwas Österreich-Spezifisches ist. Ja? Ein Land, das als sein Emblem einen Adler gehabt hat, der in 2 Richtungen schaut. Ja? Dass uns das irgendwie so selbstverständlich ist, das für uns. Ja? Wir wollen Kooperation und Wettbewerb. Wir wollen Steuerung und Autonomie. Wir wollen Dynamik und Sicherheit. Wir wollen Praktiken der Institutionen, der einzelnen Institutionen, also die Uni sagt dies, und eine Deutungsmacht der Wissenschaftsdisziplinen. Wir wollen eine organisatorische Komplexität, einerseits, die wir haben, ja, die wir irgendwie adressieren müssen, und individuelle Erwartungen. Das eine geht aber nicht um das andere. Ja. Interne und externe Servicebereitstellung, Open Science, und es soll aber Wissen valorisiert werden. Und wir haben Open Source und kommerzielle Services und wir haben Tradition, die Beständigkeitserzählung, das sind Universitäten, die schon sehr lange etc. Das ist ein richtiger Vorteil im Übrigen, auf Tradition aufbauen zu können. Und Disruption. Ja. Und eigentlich ist jetzt die Frage, wie geht man denn mit dieser Ambidextrie um? Ja. Und die Antwort, die wir liefern, ist, wir gehen damit um, indem wir uns unterhaken, indem wir die Verantwortung für Entwicklungen verteilen, indem wir damit eine größere Geschwindigkeit, Dynamik erzielen, die uns tatsächlich erlaubt, nicht nur am Ende des Tages in einem Ende landen zu müssen. Denn die Ambidextrie ist ja an sich für uns und unsere Werte wichtig.
die ist ja wichtig. Und wenn Sie digitale Souveränität sagen, wenn Sie autonome Strategiefähigkeit, habe ich heute gehört, wenn Sie Strategiefähigkeit sagen, dann sind Sie natürlich viel resilienter, wenn Sie die Möglichkeit haben, unterschiedliche Pfade gehen zu können. Und damit meine ich nicht Technologieoffenheit im Motorensinne, das meine ich nicht, sondern wenn Sie die Möglichkeit haben, sozusagen sich nicht einem übermächtigen Partner gegenüber unterwerfen zu müssen. Das ist das Problem, ja, was wir vermeiden wollen. Oder einem übermächtigen Paradigma unterwerfen zu müssen. Das wollen wir nicht. Ja. Das ist die positiv verstandene Autonomie aus meiner Sicht. Wo sind wir jetzt? Warten Sie mal, da habe ich jetzt sicher was über... Nein, habe ich nichts, genau. Der Spruch hat mir ganz gut gefallen zum Thema Disruption. The electric light did not come from the continuous improvement of candles. Und wissen Sie, jetzt übertragen auf die Digitalisierung. Wir haben heute eine Situation, die ist in einem Punkt schon relativ ernsthaft. Ja. Wir verwenden Systeme, die ein bisschen den Kerzen gleichen. Ja. Und die Leute, die diese Systeme entwickelt haben, die sind in den letzten Jahren in Ruhestand gegangen. Ja. Das heißt, die Kerzenentwickler sind weg, wir haben die Kerzen. Gibt aber auch Glühbirnen. Ja. Das ist übrigens kein unispezifisches Thema. Ja, gar kein unispezifisches Thema. Okay, vielen Dank. Ja, also ganz herzlichen Dank für einen erfrischenden Einblick in die österreichische Digitalisierungslandschaft. Ich darf wieder an die Audience übergeben für Fragen. Ich kann mir vorstellen, es gibt einige dazu. Wer möchte, wer traut sich als erstes? Wir brauchen einen Würfel für einen Livestream. Bitte in den... Genau. Ja, der wird geworfen oder gegeben, kein Problem. Toll. Danke. Danke, Herr Mayer. Es war wirklich sehr interessant. Ich komme aus Berlin, also habe leider nicht so viel Ahnung vom österreichischen universitären System. Und gleichzeitig genau, hat vieles von dem, was Sie gesagt haben, mich auch bewegt. Und ich kenne das vielleicht noch aus anderen Systemen und kann dem zustimmen. Sie meinten vorhin, dass 5 von 22 Universitäten sozusagen in den Lead gehen. Und genau, da habe ich mich einerseits gefragt, wie wird das entschieden, wer da in den Lead geht, also gibt es Repräsentanten, und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie gehen Sie mit 22 Perspektiven, wie Sie es ja vorhin auch angedeutet haben, ne? Wir sind die Kleineren, wir machen das anders, wir sind die Großen, wie geht man mit diesem schon fast wertebasierten Annahmen um, im Sinne der Partizipation, um allen Zugang dazu zu geben und vielleicht auch wirklich Partizipation als solche zu verstehen und nicht als unilaterale Informationsebene, sondern Partizipation durch Mitentscheidung, Mitentwicklung, Co-Kreation und Ähnlichem. Vielleicht können Sie dazu noch aus der Praxis was teilen. Sehr gerne. Willkommen in Berlin. Ich war übrigens gestern und vorgestern in Berlin, weil von der Universität Wien gibt es ein Rektorinnen-Treffen mit der Humboldt-Uni Berlin und mit der Uni Zürich. Und da waren wir gestern in Adlershof übrigens. Ah ja, in Berlin auch ganz toll. Ja, genau. Hat auch Tradition. Ja, habe ich wirklich gelernt und macht aus der Tradition auch eine Stärke. Danke für die Frage. Das ist in der Tat ganz leicht zu lösen. Ein Punkt. Wichtig ist eben, es darf genau nicht nur eine Uni sein. Es müssen mehrere sein, ja, die etwas mittragen und etwas mitleiten. Zweiter Punkt, es sind nicht immer die 5 gleichen Unis, sondern es sind immer wieder verschiedene, je nach Themenbereich. Ja. Dritter Punkt, am Beispiel von IT-Sicherheit stärken. Neben den 5 Lead-Unis gibt es einen Lenkungsausschuss, in dem kein Vertreter, keine Vertreterin der Lead-Unis mit drin ist, sondern die anderen Unis vertreten sind und diese nach einem stratifizierten Sample, das heißt, da sind die verschiedenen VertreterInnen drin. Und jetzt haben wir natürlich jetzt bei IT-Sicherheit stärken und so einen Glücksfall brauchen Sie immer. Wissen Sie, das eine ist sozusagen die Governance, wie Sie sie von außen anschauen, und dann sind die Personen, die eine Rolle spielen. Jetzt haben wir den Glücksfall, ja, dass ein Vertreter, ein ZIT-Leiter einer Kunstuniversität von seiner Unileitung als Mitglied ins Forum Digitalisierung entsandt worden ist. Das heißt, er ist schon mal ein Scharnier in
in den ZIT und er hat von seiner ganzen Herkunft her total viel Security-Ahnung. Und der ist das Linking Pin. Wir haben 5 Leute im Lenkungsausschuss, 2 VertreterInnen von den ZIT-LeiterInnen, 2 VertreterInnen vom Forum Digitalisierung und einen, der in beiden ist. Der die kleinen Unis vertritt. Ja? Also das ist, und solche Glücksfälle müssen Sie aber herstellen, ein Stück weit. Also man muss schon schlau, dort wo sozusagen dann die Entscheidungen getroffen werden, glaubwürdig darstellen können, dass die Interessen der verschiedenen Universitätstypen berücksichtigt werden. So haben wir das gemacht. Dankeschön. Und im Sinne der Partizipation, also werden Vorschläge gemacht, werden die Vorschläge zusammen entwickelt, werden die dann abgesegnet? Also wie macht man diese Co-Kreation, wie geht man damit um? Genau. Super Frage, kann ich Ihnen auch sagen. Und zwar haben wir uns für ein Modell entschieden, wo praktisch die Leute in den Unis, die verlangen ja immer, das ist etwas, was ich als Wissenschaftler ja nicht so ganz gern habe, die verlangen immer nach Aufträgen. Ja? Also man soll einen Auftrag geben. Ja? Und selber will man eigentlich, dass die Leute wachsen und sozusagen entwickeln, was sie machen können und sollen. Aber ich verstehe das natürlich, dass man formalisiert auch ein Mandat braucht. Vielleicht ist das das bessere Wort. Ja? Und wir haben uns entschieden im Forum Digitalisierung, dass wir den Auftrag formulieren, indem wir Bedingungen geben und nicht Ziele. Das heißt, wir haben keinen inhaltlichen Auftrag gegeben, sondern wir haben die Bedingungen gesetzt, unter denen die Ziele definiert werden. Und die Zieldefinition erfolgte im Zusammenspiel, im Austausch bottom-up der Security Professionals in dem Fall. Also ich rede jetzt immer am Beispiel von IT-Sicherheit stärken. Die Zieldefinition kam von dort her, auf Basis des Vorprojekts, wo praktisch externes Know-how auch eingebracht worden ist, neutrales Know-how damit. Ja. Auf dieser Basis haben die Security Professionals im Zusammenspiel mit den ZIT-LeiterInnen sozusagen die Ziele und die Inhalte entwickelt und die Art und Weise, wie diese Ziele entwickelt worden sind, die wurden durch unsere Bedingungen erfüllt. Eine der Bedingungen war zum Beispiel 22 Unis, nicht 21, nicht 20, wurde immer wieder nachgefragt, aber die einen wollen nicht mitmachen. No way, dann sind die Ziele falsch. Ja. Dann überlegt euch was. Versteht? So haben wir das gemacht. Das heißt, wir haben schon den Rahmen vorgegeben, aber den Rahmen mit Conditions, mit Bedingungen vorgegeben und die Zielsetzung bottom-up erfolgt. Das war praktisch so ein Gegenstromverfahren, wenn Sie wollen. Danke sehr. Ich schaue weiter in die Runde. Online gibt es keine Frage, ne? Dann offline. Lehre. Vielen Dank, Vizerektor Meyer, für diesen Vortrag. Wie werden diese Themen identifiziert oder die Prioritäten? Gibt es eine Roadmap innerhalb von Forum Digitalisierung? Oder wie können wir zum Beispiel als Forschungsdatenmanagement-Community unsere Themen positionieren? Also ganz ehrlich, diese Themenidentifikation habe ich wirklich das Gefühl, dass da the wisdom of the crowds am Arbeiten ist. Ja, weil interessanterweise es ist ziemlich egal, mit wem man redet. Es sind immer die 5 plus minus 2 Themen, die uns bewegen. Forschungsdatenmanagement ist eines von den 5. Ja, also die uns die ganze Zeit beschäftigt. Ja, muss man auch sagen. Das ist eines von den 5 Themen. Also ich habe schon den Eindruck, dass man sich sozusagen, was die Themen betrifft, die großen Themenblöcke, relativ einig ist. Ja, ist mein Eindruck. Das kann widersprochen werden. Wie wir das in die Zukunft fortschreiben, dazu habe ich noch gar keine Antwort, ehrlich gesagt. Ja? Weil die sind ja damals auf Basis, das muss man jetzt auch sagen, auf Basis dieses wettbewerblichen Vorgehens der Ausschreibung, der Digitalisierungsausschreibung, sind ja 70 Projektvorschläge entstanden, aus denen 34 gefördert wurden, die wiederum in 5 Cluster organisiert wurden und die Cluster haben sich untereinander koordiniert ausgetauscht und dann haben unter den Fortschritten, die in diesen Projekten erzielt worden sind, haben sie irgendwie 5 Themen so weit geschafft, aus meiner Sicht, dass sie die Wahrnehmungsschwelle aller überwunden haben. Aller heißt sowohl der ZIT-Leitungen als auch der Fachleitungen, als auch der Unileitungen. Und so sind die entstanden. Und ich glaube, das in die Zukunft fortzuschreiben, das wird eine spannende Aufgabe, ja, wo ich Sie gerne einlade, mitzudiskutieren. Jetzt schon. Frau Sani, Mawiki.
Genau, das war auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Wie können die Experten und Expertinnen da jetzt alle sitzen, dazu beitragen, dass da was passiert und auf den Boden gebracht wird? Ne? Das ist genau das Thema. Ich glaube, die Ideen sind groß. Also ich glaube gar nicht, dass wir alle an Kerzen denken, sondern schon viel weiter sind. Aber die Frage ist halt, wie lange braucht es, bis man es dann tatsächlich da hinbringt, dass es strategisch behandelt wird und auch umgesetzt werden kann. Die einfache Antwort, und es ist aber keine einfache, aber die einfache Antwort ist, bitte signalisieren Sie an den Digital University Hub, es gibt hier ein neues Thema, es gibt eine Weiterentwicklung, dann haben wir es auf der Roadmap. Ja, das ist nämlich einer wiederum 5 Unis, interessanterweise, das scheint sich herauszukristallisieren, ja, die gemeinsam sozusagen den Auftrag haben, die Themen zu heben, die da sind. Signalisieren Sie es dorthin und das OER eines der 5 Themen ist, wissen wir auch. Ja, danke. Ja, danke sehr. Das war ein gutes Schlusswort für mich. Ja. Also OER ist eines der wichtigen Themen. Danke sehr. Ich habe auch für dich ein kleines Geschenk, ein Andenken an dieses Festival mit Stolz da hinauf. Vielleicht wird es kalt, aber du kannst es ja oben dann hinhängen und Foto machen oder sonstiges. Super. Danke fürs Kommen. Ja. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön. So, ja, wir dürfen wieder weitermachen. Der Livestream wird quasi gerade beendet. Zum Ansagen habe ich noch, also es gibt noch die Workshops, die parallel laufen und es sind immer noch ein paar wenige Restplätze frei. Also wenn jemand noch Lust verspürt hat, zu einem Workshop zu gehen, die Möglichkeit besteht. Die beginnen dann nach der Kaffeepause wieder und wir starten hier wieder um 15:05 Uhr mit Gong kurz davor. Eine schöne Kaffeepause.
Ich bin live. Gut, ich darf also weiter nach der Kaffeepause wieder begrüßen aus Graz mit nach der Keynote dem nächsten Vortrag von der Universität Wien. Also wir haben eine volle Palette heute quer durch den Dachraum und jetzt also gibt es etwas, ich glaube wieder Students habe ich gelesen, irgendetwas, Nein. oder? Nein, ja, Entschuldigung, da muss ich jetzt nochmal meinen Spickzettel. AI Empowerment, der Schlüssel zur nachhaltiger, und das fehlt bei mir jetzt. KI-Integration. Danke für den Hinweis. Laura, ich bitte dich um deinen Vortrag. Danke. Ja, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Laura Gandelgruber. Ich bin KI-Koordinatorin an der Universität Wien in der Dienstleistungseinrichtung Studien- und Lehrwesen. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und möchte Ihnen heute was erzählen, unseren Ansatz erzählen, wie wir versuchen, KI in unsere Abteilung nachhaltig zu integrieren. Bevor ich damit anfange, ich habe tatsächlich heute auf ORF.at einen Bericht gelesen über eine Studie des IMC Krems, die als Ergebnis hatte, dass ungefähr 65% der Büroangestellten heimlich KI nutzen. Und 50% nicht oder nicht ordentlich prüfen, was die KI ausgibt. Ja? Und nur 34% laden vertrauliche Daten in kommerzielle Tools wie ChatGPT hoch. Also wir sehen, es gibt hier tatsächlich Handlungsbedarf, dass man das Ganze ein bisschen in geordnete Bahnen bringt. Und das ist im Prinzip was wir an unserer Dienstleistungseinrichtung auch versuchen. Wer sind wir? Was machen wir? Wir sind sozusagen das Verwaltungsherz für Studium und Lehre an der Universität Wien. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir Studien- und Lernprozesse unterstützen und weiterentwickeln. Wir arbeiten sehr eng mit verschiedenen Zielgruppen zusammen. Da gehört dazu Studierende, Lehrende oder auch die Studienprogrammleitungen. Und wir bestehen intern aus unterschiedlichen Abteilungen mit natürlich auch unterschiedlichen Agenten, von der Studienzulassung über das Center for Teaching and Learning, die Koordination Studienservices und den Digital Service Hub Studium und Lehre, die so dafür verantwortlich sind, digitale Services zu entwickeln. Und wir haben natürlich das Problem, wie eben viele Unternehmen, wie viele Hochschulen, dass wir im Prinzip vor der Herausforderung stehen, wie können wir KI tatsächlich gezielt einsetzen, um unsere Effizienz und auch vor allem unsere Servicequalität nachhaltig zu verbessern. Ja? Und die Grundlage, auf der wir uns das überlegen, ist zum einen die Digitalisierungsstrategie der Uni Wien und der Entwicklungsplan 2031. Das sind so die Grundpfeiler. Und wir haben uns dann im Prinzip auch für ein Motto entschieden, dass wir im Prinzip jetzt tatsächlich mal anfangen wollen und nicht nur von KI reden und davon träumen wollen. Bevor wir aber tatsächlich irgendwelche Maßnahmen geplant oder auch über KI-Szenarien überhaupt gesprochen haben, wollten wir tatsächlich auch erstmal wissen, wie denken eigentlich unsere Mitarbeitenden über KI und wie setzen sie sie ein? Oder wenn nicht, warum nicht? Und wir haben deshalb im Oktober 2024 eine Befragung zu KI-Nutzung in unserer DLE gemacht mit einer wirklich hohen Rücklaufquote von knapp 80%. Der Fokus dieser Studie war auf der Nutzung, eben ob die Mitarbeitenden Potenziale sehen, Bedenken, was sie für Bedenken haben und auch welchen Schulungsbedarf es rund um KI eigentlich so gibt. Und das Bild, was wir da zurückbekommen haben, ist auf der einen Seite sehr gemischt. Unsere Mitarbeitenden sehen auf jeden Fall Chancen und sie haben aber auch wirklich ganz klare Erwartungen an die DLE-Leitung. Ja, also wir haben im Prinzip eine sehr heterogene Nutzung von KI. 23% hatten noch überhaupt keinen Kontakt mit KI und nur 12% nutzen KI täglich, aber immerhin, also über 50% sieht
KI positiv bzw. neutral? Das ist im Prinzip ein sehr guter Ausgangspunkt, denn ich denke, wir haben alle schon die Erfahrungen gemacht, dass es tatsächlich auch die Einstellung tatsächlich gibt, eher hier sehr zurückhaltend oder negativ gegenüber KI eingestellt zu sein. Trotzdem haben sich auch Bedenken und Unsicherheiten gezeigt in der Befragung, also zum Thema Datenschutz, zum Thema Fehleranfälligkeit durch Halluzinationen. Ganz wichtiges Thema ist auch der Energieverbrauch von KI-Tools. Und es fühlen sich tatsächlich nur 29% kompetent genug, KI wirklich gut einsetzen zu können. Darüber hinaus haben wir auch als Rückmeldung bekommen, dass eine Hürde halt auch oft ist, starre Prozesse, natürlich das Problem Zeitmangel, KI irgendwie nebenbei noch mitzulernen und auch der Zugang zu Tools auch teilweise eingeschränkt ist. Hat sich jetzt in den letzten Monaten einiges getan in die Richtung, aber im Oktober war das halt noch, gab es noch nichts, was die Uni tatsächlich zur Verfügung gestellt hat. Und tatsächlich auch schlechte Erfahrungen bei früheren Digitalisierungsprojekten, die einfach gemacht wurden. Ja. Und die Erwartungen, die ganz klar kommuniziert wurden durch diese Befragung, ist, dass sich die Mitarbeitenden wünschen, KI vor allem einzusetzen, um Routineaufgaben zu automatisieren, aber gleichzeitig es eben auch erwartet wird, dass es entsprechende Tools zur Verfügung gestellt werden für die Mitarbeitenden und natürlich auch entsprechende Schulungsmaßnahmen stattfinden. Und auch ganz klar wurde formuliert, die Mitarbeitenden erwarten einen Plan, ja, also eine Strategie, die auch transparent gemacht wird. Das heißt, was wir als erstes Takeaway dieser Befragung mal mitnehmen, ist, dass eben es ganz klar einen Wunsch nach einer schrittweisen und einer zielgerichteten Einführung von KI gibt, die sowohl den Aufbau von KI-Kompetenzen umfasst, als eben auch die notwendige kritische Auseinandersetzung und auch die Evaluierung und auch dann eventuell Anpassung unserer bestehenden Prozesse erforderlich macht. Und zwar bevor die eigentliche KI-Integration stattfindet. Ja? Und das zeigt im Prinzip ganz klar auch, dass wir es mit unterschiedlichen Personentypen auch zu tun haben. Wir haben gerade im vorherigen Vortrag gehört, es gibt nicht eine Uni, es gibt nicht einen Bedarf etc. Und das zeigt sich bei uns in der Abteilung auch ganz klar. Und zwar, wir haben auch die Mitarbeitenden gebeten, sich als ein Typ von KI-Held selbst zu identifizieren. Ja, also es war halt natürlich so ein bisschen humoristische Selbsteinschätzung. Und die Typologie, die wir da entwickelt haben, waren von KI-Gemütlichen, die KI einfach sehr pragmatisch nutzen wollen. Wenn es hilft, dann ist es gut. Wenn nicht, dann ist es auch kein Drama. Dann gibt es KI-Enthusiastinnen, also Personen, die gerne das aktiv mitgestalten wollen, auch mutig neue Tools testen und auch eben das volle Potenzial der KI ausnutzen möchten. Ein weiterer Typ ist die KI-Optimistin, die wirklich voll setzt auf KI als hilfreiches Werkzeug für sinnvolle und verantwortungsvolle Anwendungen. Dann haben wir so einen Typ, der prinzipiell positiv gegenüber KI eingestellt ist, aber schon etwas skeptisch ist und KI auf jeden Fall zuerst mal verstehen will und auch nur bei einem klaren Mehrwert tatsächlich auch einsetzt. Dann gibt es die Gruppe der KI-ZaudererInnen, die KI irgendwie schon spannend finden, aber auch natürlich überfordernd und die sich erstmal zurückhalten und das Ganze erstmal ein bisschen beobachten und mal die anderen machen lassen. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe, die haben wir genannt, die KI-Muffel, die im Prinzip halt auf KI eigentlich verzichten können und lieber auf Bewährtes setzen und auch KI eher so als ein bisschen einen Hype sehen, der schon auch an uns vorübergehen wird dann mit der Zeit. Wie sieht das aus? Wie ist das verteilt? Also wir sehen,
die Hälfte unserer Mitarbeitenden sind die KI-Gemütlichen, die aber im Prinzip schon positiv eingestellt sind. Ja. Wir haben eine ganz kleine Gruppe, ungefähr 4% von wirklichen KI-EnthusiastInnen. Dann gibt es die KI-Gescheitlinge mit 20% und KI-Optimistinnen und KI-Muffel mit jeweils knapp 11%, die eine gleich große Gruppe sind. Und dann gibt es eben die noch ein bisschen Abstand halten von dem Ganzen mit knapp unter 3%. Was haben wir daraus gelernt aus dieser Typologisierung? Wir haben es eben wirklich bei unseren Mitarbeitenden mit ganz unterschiedlichen Typen zu tun. Die haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Herangehensweisen und die Aufgabe von uns als DLE ist, wir müssen alle mitnehmen. Ja? Und alle brauchen was anderes. Was uns in der Befragung auch noch getroffen hat, sage ich mal, dass wir uns auch unsere generelle Vorgehensweise ein bisschen kritisch hinterfragen müssen. Ich habe Ihnen hier 2 Zitate mitgebracht, wörtliche Zitate, wo MitarbeiterInnen gesagt haben, sie möchten bitte auf keinen Fall ein weiteres halbfertiges Produkt oder Prestigeprodukt, damit wir halt hip sind und auch KI nutzen, das halt dann doch wieder mit Workarounds und viel menschlicher Arbeitsleistung substituiert werden muss. Das für jemanden wie mich, ich habe im IT-Projektmanagement gearbeitet und das ist natürlich schon ein bisschen eine Watschen, weil eigentlich sind wir immer sehr davon überzeugt, was wir da bauen und das dann irgendwie so zu hören war schon, okay, da müssen wir uns vielleicht was überlegen in Zukunft. Eine zweite Rückmeldung war, es werden SoftwareentwicklerInnen beauftragt, die oft wenig Einblick in unsere täglichen Arbeitsprozesse haben und die Lösungen sind oft unpassend. Kennen Sie vielleicht auch? Ich sehe hier Nicken. Okay. Das heißt, was können wir daraus mitnehmen? Wir sollen keine Hau-Rück-Aktionen machen. Damit wir sagen können, ja, wir machen auch was mit KI und dann kann man das sozusagen abhaken. Das heißt, wir haben gelernt, unsere digitalen Lösungen, die sind offensichtlich nicht immer zufriedenstellend und wir sollten offensichtlich irgendwas anders machen als sonst und eben nicht gleich losrennen und ein KI-Projekt starten. Weil, was machen wir denn normalerweise? Normalerweise definieren wir Use Cases einfach top-down und setzen sie dann zügig um. Also wir rennen dann gleich los. Soll jetzt bitte nicht falsch rüberkommen. Und wie gesagt, ich habe selber bis vor einem halben Jahr auch in dem Bereich gearbeitet, im Projektmanagement. Wir binden schon unsere StakeholderInnen ein. Ja, wir machen da Anforderungsworkshops etc. pp. Aber offensichtlich haben wir die AnwenderInnen-Perspektive nicht genug berücksichtigt. Ja, und haben offensichtlich immer mal wieder Tools auch rausgebracht und auf Produktion gebracht, die irgendwelche Workarounds notwendig machen und manchmal sogar Mehrarbeit verursachen. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein, weil wir wollen ja eigentlich mit unseren digitalen Tools uns das Leben leichter machen. Das Ergebnis ist, dass offensichtlich bei unseren Mitarbeitenden statt Entlastung eher Frust manchmal aufkommt. Ja? Nicht immer, nicht alle Projekte, aber das ist offensichtlich was unsere Mitarbeitenden uns auch kommunizieren wollten. Deswegen haben wir uns überlegt, dieses Mal machen wir es anders. Wir wollen, dass die Ideen für ein KI-Projekt von denen kommen, die ihre Prozesse wirklich kennen, nämlich von unseren Mitarbeitenden. Aber damit das überhaupt möglich ist, müssen wir unseren Mitarbeitenden erstmal das notwendige Wissen über KI mitgeben, damit sie in der Lage sind, die Potenziale von diesen Tools auch zu erkennen und auch aktiv mitzugestalten. Und wir haben uns deswegen entschieden, dass wir das Ganze wirklich strategisch Schritt für Schritt angehen und zunächst mal uns eine Basis schaffen. Das ist hier auf dieser Grafik der unterste Bereich. Mit dem fangen wir an. Wir bauen uns ein Fundament auf. Und zwar, wir wollen Kompetenzen aufbauen bei unseren Mitarbeitenden und wir wollen auch die Rahmenbedingungen optimieren. In der Umfrage kam raus, dass zum Beispiel die KI-Richtlinien, die wir für unsere DLE haben, nicht praxisnah sind.
Ja, und nicht, man kann das offensichtlich nicht auf den Kontext, auf den eigenen Arbeitskontext teilweise übertragen. Ja? Das heißt, wir haben uns vorgenommen, dass wir die KI-Richtlinien praxistauglich einfach überarbeiten. Wir brauchen beim Kompetenzaufbau, wir brauchen Schulungen, und zwar für alle verschiedenen KI-Typen, die wir haben. Wir haben Personen, die sind schon sehr weit, und wir haben welche, die haben einfach noch überhaupt keinen Kontakt mit KI. Und das müssen wir adressieren. Das heißt, wir überlegen uns wirklich eine Art modulares Schulungskonzept, wo wir alle diese Bedürfnisse tatsächlich auch abdecken können. Dann ist es auch notwendig, dass wir unsere Prozesse erstmal analysieren und hinterfragen, bevor wir da einfach KI draufsetzen. Ja? Das heißt, erstmal zu schauen, was kann man hier optimieren ohne KI. Und was auch ganz wichtig ist, KI lebt von Austausch. Und es ist wichtig, dass wir Personen, die jetzt schon wirklich enthusiastisch mit diesen Tools umgehen, dass wir die miteinander vernetzen und in einen Austausch bringen. Und erst wenn wir das aufgebaut haben, diese Basis, gehen wir weiter in die konkrete Umsetzung von KI-Projekten. Und zwar zum einen natürlich, die Mitarbeitenden sind beteiligt an der Ideenfindung. Ja? Und zwar, wir wollen einfach schauen, dass wir als erstes KI-Projekt was machen, was einen Prozess automatisieren kann. Damit wir das nutzen können als strategischen Hebel, um zum einen die Mitarbeitenden freizuspielen von repetitiven Aufgaben, die sie einfach nicht unbedingt machen müssen, sondern die man leicht automatisieren kann. Und zum anderen auch sozusagen zeigen können, was KI hier bringen kann, wie KI tatsächlich sie entlasten kann in ihrem Alltag. Wir haben auch als Wunsch eigentlich gehabt, dass wir uns zunächst mal auf Tools fokussieren, die schon in den Softwarelösungen drin sind, die wir haben, also zum Beispiel Microsoft 365, wo es halt natürlich in den einzelnen Anwendungen ja auch schon entsprechende KI-Plugins gibt, aber da hat sich leider herausgestellt, dass das bei unserer digitalen Infrastruktur leider nicht möglich ist. Ja, die sind gesperrt, und das ist jetzt auch nicht was man jetzt von heute auf morgen leider auflösen kann, die Problematik. Also haben wir auch schon was gelernt. Dann machen wir es halt anders. Und erst dann, wenn wir sozusagen unsere Mitarbeitenden aktiv in den Prozess, in die Potenziale eingebracht haben und bei uns tatsächlich angefangen haben, dann erst als zweiten Schritt entwickeln wir KI-Services für unsere Zielgruppen. Und das ist tatsächlich mal komplett anders, als wir sonst machen, weil wir bis jetzt eigentlich sonst immer nur für unsere Zielgruppen schauen, was wir machen können. Ja, und nicht bei uns anfangen. Und jetzt haben wir gesagt, wir investieren jetzt zuerst mal in uns, damit wir dann befähigt sind, entsprechend für unsere Zielgruppen auch was anbieten zu können. Das heißt, diese drei Stufen sind das eine. Das andere ist, es gibt einfach 3 Schwerpunkte, die uns leiten und die das alles miteinander verbinden wie ein roter Faden. Da haben wir zum einen Synergien. Wir wollen unbedingt auf enge Zusammenarbeit setzen, und zwar sowohl intern in der DLE als auch uniweit, als auch in Netzwerken, in internationalen Netzwerken, eben damit wir Doppelarbeit vermeiden und auch voneinander lernen können. Da kann ich im Prinzip direkt an das anschließen, was Vizedirektor Meyer gesagt hat. Das Zweite ist, wir wollen die KI-EnthusiastInnen nutzen als Multiplikatorinnen, die eben Wissen weitergeben können, ihre Kolleginnen unterstützen können im Alltag. Davon erwarten wir uns natürlich auf der einen Seite einen Erfahrungsaustausch und auf der anderen Seite auch die erhöhte Akzeptanz, weil wenn die Kollegen sehen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, oh, Kollege XY hat sich das und das mit der KI machen lassen, das ist aber eigentlich sehr toll, wäre ich nicht drauf gekommen, und da kann man das also doch nützlich einsetzen. Ja? Und das dritte Thema, was für unsere Mitarbeitenden tatsächlich sehr wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen schauen, dass wir Tools ressourcenschonend und auch eben verantwortungsvoll einsetzen und auch die Mitarbeitenden dafür sensibilisieren, dass diese Tools sehr toll sind, aber
sehr viel Energie natürlich kosten und einfach man sich dann doch überlegen soll, wie kann man das tatsächlich gezielt einsetzen und nicht einfach nur so, ja, um sinnlos Energie zu verbrauchen. Also das sind sozusagen die Schwerpunkte, die wir auf jeden Fall auch, die eigentlich uns leiten sollen durch diesen Prozess. Alle diese Ziele und Maßnahmen, die wirken nur, wenn wir sie unseren Mitarbeitenden auch entsprechend kommunizieren. Ja? Und wir müssen auch die Möglichkeit für Feedback, für Fragen und eben für Beteiligung schaffen. Das heißt, es ist wichtig, da entsprechende Formate auch zu entwickeln, wie wir uns gegenseitig auch auf dem Laufenden halten können und auch die Mitarbeitenden über die Fortschritte unserer gesamten DLE auch sozusagen unterrichten zu können und sie auch so immer wieder abholen und mitnehmen können. Unser Fahrplan sieht jetzt prinzipiell so aus, dass wir für dieses Jahr geplant haben, einfach diese Basis zu legen mit einem Schulungskonzept, oder anders, wir haben angefangen mit einem AI-Empowerment-Workshop für Führungskräfte. Ganz wichtig, die Personen, die Entscheidungen treffen über KI, die müssen sich selber auskennen mit KI. Und das ist aber ein Problem, weil meistens ist es nicht so, dass sich die Führungskräfte tatsächlich mit KI auskennen, sondern die beauftragen, also Mitarbeitende lassen sich von denen beraten und hören auf sie oder auch nicht, ja, und treffen dann oft einfach uninformierte und dann auch teilweise schlechte Entscheidungen. Haben wir wahrscheinlich auch alle schon erlebt. Und das ist in Unternehmen genauso wie an Hochschulen. Und deswegen haben wir wirklich so einen Workshop gemacht, wo sich alle unsere TeamleiterInnen eingefunden haben und sich tatsächlich auch aktiv mit KI auseinandersetzen mussten. Ja. Prinzipiell waren natürlich einige schon sehr weit dabei, die einfach schon auch damit arbeiten, aber es gab auch tatsächlich welche, die zum ersten Mal tatsächlich sich wirklich dann aktiv damit beschäftigt haben. Wir sind gerade dabei, ein Schulungskonzept zu entwickeln, damit wir eben unsere ganzen KI-Typen auch gut abholen können und wollen im September mit der ersten Schulungsoffensive starten. Und das Ziel ist, dass wir bis Anfang 2026, wäre das Ziel, 80% unserer Mitarbeitenden mal durch so eine erste Schulung durchgebracht zu haben. Das ist ein hehres Ziel. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja. Was wir dann im nächsten Jahr machen wollen, und dafür brauchen wir aber diese erste Schulungsrunde, ist, dass wir uns gemeinsam eben überlegen können, welcher Prozess hat Potenzial für Automatisierung und ein entsprechendes Anforderungsprofil zu erstellen für ein Pilotprojekt, das wir dann eben umsetzen und auch evaluieren wollen. Und dass wir einfach auch schauen, weitere Austauschformate zu etablieren. 2027 hätten wir dann geplant, auf der Basis von dem, was wir hoffentlich aus dem Pilotprojekt zur Prozessautomatisierung gelernt haben, ein Anforderungsprofil für ein erstes zielgruppenorientiertes KI-Projekt zu haben und dieses auch umzusetzen und gegebenenfalls eben auch weitere Prozessautomatisierungen vorzunehmen. Und für 2028 haben wir derzeit tatsächlich nur geplant, dieses erste Pilotprojekt aus dem zielgruppenorientierten Services mal zu evaluieren. Und Sie sehen, ansonsten gibt es 3 Fragezeichen, einfach weil die Entwicklung so dynamisch und rasant ist, dass es überhaupt nichts bringt, sich jetzt schon was für 2028 wirklich im Detail zu überlegen, weil wir haben keine Ahnung, wo die Entwicklung sein wird bis dahin. Das heißt, das Fazit unserer KI-Strategie ist, wir wollen wirklich die Menschen, die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen die verschiedenen Typen berücksichtigen und wir wollen eben auch, dass unsere Mitarbeitenden spürbare Verbesserungen in ihrem Arbeitsalltag spüren. Ja? Und wir müssen einfach schauen, dass wir sie stärken in ihren Kompetenzen, damit eben sie auch in der Lage sind, sich aktiv beteiligen zu können und da mitgestalten zu können.
Und das zweite Fazit ist, wir haben eine strukturierte Herangehensweise, wir haben einen Plan, der besteht daraus, dass wir erst eine solide Basis aufbauen, eben durch Schulungen, durch klare Richtlinien, durch Prozessoptimierung ohne KI und erst dann uns um Automatisierung und neue Services kümmern. Das ist unsere KI-Strategie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Impulse oder eben auch Widersprüche. Ja, danke für die Einblicke an der Universität Wien. Gibt es Fragen dazu? Der Würfel kommt. Gleichzeitig würde ich die Online-Community aufrufen, da schauen 80, 90 Leute zu, also es passiert schon was, aber Fragen sind nur sehr schlecht online. Bitte. Du hast gesagt, ihr wollt bis nächstes Jahr 80% der Mitarbeitenden dazu bringen, Schulungen zu machen. Sind die Schulungen freiwillig und wenn ja, wer macht sie das dann oder sind die auch teilweise verpflichtend? Also der Plan ist, unsere Mitarbeitenden nachdrücklich dazu aufzufordern, da teilzunehmen. Den Eindruck, den ich so habe, ist, dass es, glaube ich, nicht notwendig sein wird, da entsprechende Daumenschrauben anzulegen. Wir haben gesehen in der Umfrage, dass wirklich die Mitarbeitenden großteils sehr positiv eingestellt sind. Und generell habe ich schon das Gefühl, dass es bei uns in der DLE ein Mindset gibt, wo einfach solche Sachen, dass das irgendwie, auch wenn man sich am Anfang ein bisschen wehrt und so, doch letztendlich dann auch offen ist, für sich da entsprechend auch schulen zu lassen. Ich mache selber derzeit schon für unsere Personalentwicklung an der Universität Wien Schulungen und ich werde sicher auch so Grundschulungen selber machen. Das heißt, wir sind da relativ flexibel mit Terminen etc. Das heißt, ich muss nicht jemanden von außen, also für so eine Grundschulung nicht unbedingt jemanden von außen beauftragen, was natürlich immer schwieriger ist. Dann kann jemand bei dem Termin nicht, dann beim zweiten Termin auch nicht etc. Also ich hoffe, dass wir das einfach koordinativ ganz gut lösen können und eben dann wirklich bis Anfang des Jahres 80%, wie gesagt, das ist ein hehres Ziel. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber also ich glaube daran, dass das schaffbar sein könnte. Danke. So, aber jetzt ein Experiment. Super. Vielen Dank für den inspirierenden Vortrag. Eine kurze Frage zum Thema KI-Strategie. Wer ist bei euch an der Entwicklung dieser Strategie involviert? Wer macht die? Von wem kommt die? Die habe tatsächlich ich jetzt entwickelt, im Auftrag von unserer DLE-Leitung. Also ich bin seit September im Prinzip vom Projektmanagement in den Aufgabenbereich gekommen, weil bei uns klar war, wir können das nicht so nebenbei machen. Es hat sich gerade gut ergeben, dass das für mich neue Aufgaben gebraucht hat und ich mich ja eben schon viel mit KI beschäftigt habe. Ich habe auch einen Lehrauftrag, deswegen war ich schon gezwungen, mich da entsprechend damit auseinanderzusetzen und habe da einfach schon Erfahrung gehabt und meine Einstiegsaufgabe war, mir da was zu überlegen, was ich natürlich dann entsprechend mit der Leitung abgestimmt habe. Wir haben das dann mit unseren Leitungen, Teamleitungen unserer Unterabteilungen vorgestellt und auch eben abgestimmt. Und ja, also prinzipiell das Grundsätzliche, die Struktur ist mal jetzt eben von mir gekommen und aber eben in enger Abstimmung natürlich mit dem Leitungsteam. Danke. Eine letzte Frage haben wir da ganz hinten, ja. So, müssen wir noch hinbringen. Sehr gut, danke. Ja, hallo. Ich habe mal noch eine Frage und zwar bezüglich der Umfrage. Ich fand es sehr anschaulich, wie diese Differenzierung der Typen dann irgendwie gelungen ist. Die macht es wirklich greifbar. Habt ihr jetzt infolge eurer Schulungen vor, diese Umfrage in gewisser Maße auch zu institutionalisieren, also mal zu schauen, wie ändert sich denn dieses Typenportfolio jetzt eigentlich im Laufe eurer Schulungen? Das wäre auch sicherlich interessant zu beobachten, zu begleiten. Ja, also geplant ist auf jeden Fall, dass wir eben das schon eben weiterhin immer mal wieder evaluieren, wie wir uns weiterentwickeln, weil sonst können wir das auch nicht messen. Also das heißt, prinzipiell geplant wäre das auf jeden Fall, das wieder abzufragen, ob sich da und auch zu vergleichen, ob wir hoffentlich weniger KI-Muffel und mehr KI-EnthusiastInnen dann auch haben. Cool, danke.
Ja, dann ganz lieben Dank noch einmal, Laura, für die spannenden Einblicke. Danke für die Fragen. Kriegst du noch einmal einen Abschiedsapplaus? Dankeschön. Genau. Und wir haben hier den Übergang zum nächsten Vortrag. Also es ist keine Pause, sondern wir bauen kurz um. Ja, also wir sind wieder zurück, also von der Präsenzbühne in Graz. Ich habe den Tobias neben mir stehen, zu dir gibt es auch eine Geschichte, also man hat beraten, ob wer nach Graz kommt, weil der Weg ja ein breiterer ist, noch in den südlichsten Teil, wir sind ja fast die südlichste Universität quasi, oder südöstlichste Universität quasi im deutschsprachigen Raum, und dann hat der Sebastian Horndasch gesagt, der Tobias kommt sicher. Ja, so. Jetzt steht er da aus Dortmund, ja, also ich habe noch gezweifelt, aber gedacht, hoffentlich kommt er wirklich, er steht da, ich freue mich sehr. Und Tobias, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank. Also egal, immer wenn das HFD ruft oder TU Graz ruft, ich stehe bereit. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, hier zu sein und mein Lieblingsthema, die digitalen Labore, nochmal vorzustellen. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich stelle das so alle 2 Jahre beim UF vor und immer entwickelt sich es weiter. Und ich bin auch in der glücklichen Lage, das an der TU Dortmund jetzt langfristig weiterzumachen. Und ich habe es jetzt mal mit dem Zusatz gemacht, Stand der Dinge mit ChatGPT.
Was ich heute vorstelle, das sind 3 Projekte, alle 3 gefördert für die durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Das ist das Projekt CrossLab, das läuft seit 2021, Ende dieses Jahres. Und da arbeiten wir zusammen mit der TU Bergakademie Freiberg, mit der TU Ilmenau, mit der Nordakademie und eben die TU Dortmund als 4. Partner. Und dort entwickeln wir verschiedenste Cross-Reality-Labore. Und vielleicht im Verlauf des Vortrags kommen wir auch nochmal auf 1, 2 Beispiele. Dann noch 2 Projekte, die letztes Jahr gestartet sind im April 2024. Das ist das Projekt Digi-MATLAB-Examen. Da arbeiten wir mit dem Lehrstuhl für Werkstofftechnologie zusammen. Das heißt also, Experten von der Digitalisierung der Lehre und auch aus der Hochschuldidaktik arbeiten mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zusammen. Ich bin vom Hause auch aus Maschinenbauer, also ich kann da auch immer so zwischen den Welten vermitteln und sagen, ja, vielleicht meinen die das so, vielleicht meinen die das so. Das ist total hilfreich, dass wir diese beiden Expertisen haben. Das zeigt sich auch in dem CrossLab-Projekt. Nicht nur Ingenieure oder nicht nur DidaktikerInnen, sondern eben die Kombination, die ist dann immer gewinnbringend. Und das letzte Projekt, was wir auch noch haben, Projektleiter sind da Dr. Klaus Terkowski und Professor May an der Bergischen Universität Wuppertal. Also es ist ein Verbundprojekt mit der Uni Wuppertal. Das heißt KIK 4.0, KI-Chat-Kompetenzen im Labor. Also wie können wir auch wirklich im Labor die KI-Kompetenzen trainieren? Weil, ja, ich glaube, das kommt gleich auf der letzten Folie, aber ich kann es ja wegnehmen, KI wird auch im Labor einfach alles ändern. Ne? Wir müssen einfach Lehre komplett neu denken. Ich stehe jetzt allein auf der ersten Folie drauf, aber das sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen an der TU Dortmund, die daran beteiligt sind. Und da sind noch bestimmt viele, die ich vergessen habe. Also alle studentischen Hilfskräfte habe ich nicht mit drauf genommen. Die Projektpartner, die auch kleine Labore entwickeln. Aber das ist so das Kernteam, was an der TU Dortmund jetzt seit 2011, glaube ich, digitale Labore umsetzt. Ja, und wir müssen heute über den Elefanten im Raum sprechen, der hier ein ChatGPT-T-Shirt anhat. Und der auch im Labor irgendwie jetzt für alle greifbar ist. Ne? Also der Elefant sitzt da und irgendwie müssen wir darüber sprechen, dass eben KI dann doch wieder alles verändert. Und ich habe das Bild letzte Woche erstellt und dann kam der Kollege, der mehr im Chemielabor unterwegs hat, gesagt, ja, das Bild ist super, aber das ist wieder ein doofes KI-Bild. Wem fällt das denn direkt auf? Wo ist das Problem bei diesem Bild? Er kann nicht tippen, okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Schrift, okay, es ist noch viel trivialer. Genau, der Glasbehälter fliegt. Okay, ich hätte jetzt gesagt, hier vorne der brennenden Erlenmeyer-Kolben. Das ist ja kein Bunsenbrenner, das ist ja ein Kolben, der irgendwie brennt. Also das kann einfach im Chemielabor jetzt nicht unbedingt sein. Aber so oder so, also ChatGPT wird auch, wie bei Ihnen allen an allen Hochschulen, alles verändern. Und ich glaube, viele haben das noch gar nicht so richtig realisiert. Deswegen, warum sind Labore trotz ChatGPT weiterhin so wichtig? Kurzer Exkurs in die Hochschuldidaktik. Vielleicht manche kennen es. Auf der linken Seite Blooms Taxonomie, Stufen, also die verschiedenen Level, die man irgendwie in Lehrveranstaltungen adressieren sollte. Also von Wissen, einfaches Wiedergeben über Multiple-Choice-Fragen könnte man es abfragen, zum Verstehen, zum Anwenden, dann zum Analysieren, zum Beurteilen, zum Erschaffen. Also schon irgendwie eine ansteigende Pyramide, die eigentlich gar keine Pyramide ist in der Literatur, aber trotzdem kann man es so schön darstellen. Und das zeigt nochmal, ja, okay, da passiert einiges. Und auf der anderen Seite nochmal eine andere Taxonomie, die Solo-Taxonomie, die Structured of Observed Learning Outcomes bei Biggs und Collins, die also einfach quasi das Wissen aufteilen. Erstmal hat man einzelnes Uni-Instructal Aspekte, dann Multi-Structural, dann Relational und dann setzt man das immer wieder zusammen. Also ein bisschen so vergleichbar wie auf der linken Seite die Blumsche Taxonomie, eben auf der rechten Seite die Solo-Taxonomie. Wenn wir uns jetzt angucken, was kann denn ChatGPT, also diese ganzen Multiple-Choice-Fragen, die ich da stelle, die kann ich eigentlich mit ChatGPT beantworten lassen in Klausuren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir werden auch zukünftig in den seltensten Fällen Studierende haben, die keinen Zugriff zum Internet, zu ChatGPT haben werden in ihrer Berufswelt. Also wir müssen die schon in den Tools ausbilden, die sie dann auch später im beruflichen Alltag nutzen werden. Das heißt aber nicht, dass sie gar kein Wissen mehr haben müssen. Aber wir müssen definieren, was ist das, wo müssen wir die Klammer setzen. Ne? Was sollte jeder Ingenieur noch wissen, welche Kennwerte, und nach welchen dürfte er dann googeln oder ChatGPT fragen oder das eben nachgucken. Und das müssen wir halt diskutieren. Aber was wir nicht diskutieren müssen, ist folgender Punkt. Studierende müssen Dinge tun, um zu lernen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Studierende müssen was tun. Also auch wenn Sie was machen jetzt hier ist jetzt ein Input-Vortrag, ist jetzt Frontalbeschallung, aber 90 Minuten Vorlesung und die Studierenden machen nichts, wir haben keine Interaktivität, da gab es einen Workshop hier heute Morgen dazu. Das ist total wichtig. Studierende müssen Dinge tun, um was zu lernen und Studierende tun Dinge in Laboren. Aber welche Lernziele werden denn durch Labore adressiert? Warum müssen denn angehende MINT-Wissenschaftlerinnen und MINT-Wissenschaftler durch ein Labor? Warum machen wir das immer noch so? Warum müssen die das Labor durchführen? Welche Lernziele werden dadurch adressiert? Das ist eine Auflistung von 13 fundamentalen Lernzielen nach Feisel und Rosa. Im Original eine englische Veröffentlichung, hier aber jetzt ins Deutsche übersetzt von Terkowski, May und Frier. Und ich habe das jetzt mal letzte Woche mal so vorbereitet. Ich habe daneben so eine ChatGPT-Ampel integriert. Ne? Also können die das schon, können die das nicht? Können wir gleich im Anschluss vielleicht, wenn wir noch Zeit haben für Fragen, diskutieren, wenn Sie da was anders sehen. Also das erste, das Experimentieren. Das ist ein Lernziel, experimentelle Untersuchungsdesigns zu entwerfen, zu planen. Okay, da habe ich jetzt eine orange Ampel gesagt, das kann eigentlich ChatGPT ganz gut. Ich habe das einmal wieder so ein bisschen ausprobiert. Okay, Experimente zum Gewinn von auswertbaren Daten zu entwickeln. Ja, ein Experiment entwickeln auch noch, aber das Ausführen kann ChatGPT wahrscheinlich nicht. Also den Erlenmeyer können wir was anzünden. Bitte? Ja, im mathematischen Anwendung, ja gut, aber es ist jetzt auch, wir müssen darüber diskutieren, ne? Also ich stelle das jetzt in den Raum. Was aber klar ist, Geräte und Instrumente auswählen, ja, auswählen kann er sicherlich, du brauchst dieses Spektrometer oder dieses Gerät oder dieses elektrotechnisches Device, aber anwenden, das kann ChatGPT wieder nicht. Also da muss wieder ein Student irgendwie vor dem Labor stehen oder im Labor stehen, vor der Laborbank, die Sachen eingeben, auswerten. Dritter Punkt, Daten auswerten. Das kann ChatGPT eigentlich ganz gut. Also das haben wir auch getestet mit den Versuchsdaten, die wir Studierenden zur Verfügung stellen. Die können wir bei ChatGPT hochladen oder bei anderen Tools und es dann einfach auswerten lassen und interpretieren zu lassen. Theoretisches Modellieren, da ist die Ampel auch auf grün. Ich glaube, da sind wir uns einig, das kriegt so ein System hin. Fehler suchen und beheben. Kann man auch diskutieren, also irgendwie einen Fehler finden. Das ist natürlich schwierig, wenn in einer elektrischen Schaltung irgendwie ein Kabelbruch ist. Das wird ChatGPT nicht hinkriegen. Er könnte nur sagen, überprüft die Kabelverbindung. Deswegen ist es auch wieder auf Orange und Rot. Und ingenieurgemäß konstruieren, ja, das ist, glaube ich, auf Grün. Das sind gewisse Algorithmen, die man da anwenden kann, gewisse Normen, die umzusetzen sind. Das kann man über eine KI lösen. Frei und kreativ denken, das habe ich jetzt mal auf Orange gesetzt. Und sicher und verantwortungsvoll handeln, das habe ich auf Rot-Gelb gesetzt. Also, dass man dann eben Gesetze und Richtlinien befolgt. Da muss man ja dann wieder, wenn man es durchführt, wieder die Person muss dann die handelnden Aktionen übernehmen. Ergebnisse präsentieren, diskutieren, ja, ich glaube, da geht es von grün bis rot. Also mündlichen Vortrag kann ChatGPT noch nicht halten. Das ist ja unser Glück an den Hochschulen, dass wir irgendwie jetzt die Hausarbeiten, das kann es irgendwie. Aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen in einem mündlichen Vortrag retten, bis man dann wie Martin mit dem Knopf rumläuft und dann einfach sich alles erzählen lässt, was man jetzt als nächstes sagen muss. Aber das ist, glaube ich, so von rot bis grün einzuteilen. Im Team arbeiten, ich glaube, das ist auch wichtig und das ist ja auch ganz wichtig für Studierende, die trotz Digitalisierung ja auf den Campus kommen, sondern das ist die Philosophie in der TU Dortmund. Wir sind eine Präsenzuniversität, wir wollen, dass unsere Studierenden auf dem Campus kommen, sich miteinander austauschen und nicht nur in virtuellen Teams arbeiten. Und ich glaube, das ist mit ChatGPT auch noch nicht lösbar. Was aber nochmal jetzt durch auch die neuen Modelle von ChatGPT, das Deep Research Modell, das kennen Sie wahrscheinlich alle, diese ganzen Quellen und richtig wissenschaftlichen Arbeiten, die kann man ja jetzt auch machen. Und das ist ja eigentlich orange bis grün, aber die letzten beiden Punkte, die sind auf jeden Fall rot. Das sind diese Material- und Geräteverhalten wahrnehmen. Wir sehen gleich einen Versuch von einem Zugversuch aus dem Maschinenbau. Das heißt, eine metallische Probe wird eingespannt und da wird dran gezogen. Die Probe wird dadurch immer länger. Und die Probe wird auch warm dadurch, weil die Versetzung aneinander abgleiten, da wird Energie umgesetzt in Wärme. Und das merkt man, ne? Wenn man die Probe danach ausbannt, muss man schon aufpassen, kann doch manchmal richtig heiß sein. Das werde ich mit ChatGPT auch irgendwie nicht lösen können, das Problem. Und diese ganzen Psychomotorik, also wenn ich irgendwie ein Gerät bedienen muss, das werde ich mit ChatGPT auch nicht lösen können. Also summa summarum, so ein Labor, ja okay, manche Sachen sind jetzt grün, da könnte vielleicht, da kann ChatGPT schon die Probleme lösen, aber vieles, wo dann noch irgendwie manuelle Tätigkeiten im Labor nötig sind, sind dann auch im klassischen Labor nicht durch ChatGPT anzupassen. Aber jetzt kommen wir dazu, was sind denn überhaupt digitale Labore? Das ist eine Aufgliederung.
Wenn ich von digitalen Laboren spreche, verstehe ich die Gesamtheit der Aspekte. Man kann auch synonym von Online-Laboren sprechen. Was wir da eben haben, sind auf der linken Seite die klassischen Remote-Labore, wo so ein kleiner Roboter, der da gezeigt ist, automatisiert wird. Wir haben VR-AR-Labore, wo dann irgendwie mit speziellen Devices gearbeitet wird. Dann haben wir Ultra-Concurrent Remote-Labore, die zeige ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Und wir haben auch Simulationen, wie zum Beispiel Labster, wem das vielleicht ein Begriff ist. Dort ist es ja dann eben, das ist eine komplette Simulation, die am Desktop über Desktop VR angewendet werden kann. Digitale Labore ermöglichen das zeit- und ortsunabhängige Experimentieren. Das heißt, Studierende müssen nicht auf dem Campus sein, sondern sie können die digitalen Labore von zu Hause nutzen. Oder auch, hier, wir sind jetzt in einem Hörsaal, wenn wir jetzt hier einen Versuch durchführen wollten, ich gebe Ihnen gleich den QR-Code, den können Sie scannen, man kann auch im Hörsaal auf einmal ein Labor durchführen. Das ist auch eine Besonderheit. Also zeit- und ortsunabhängig experimentieren. Wir haben einen sicheren Umgang mit der Laborhardware. Wenn die richtig konfiguriert ist, kann man die eben nicht zerstören. Wir haben eine hohe Wiederholbarkeit und wir haben eine Wirtschaftlichkeit. Auf der anderen Seite, jetzt auf der rechten Seite der Folie, da sehen Sie die verschiedenen Kategorien. Ich habe jetzt die VR-AR-Labore aus Gründen der Zeit weggenommen. Wir haben also Remote-Labore, da haben wir echte Hardware mit Automatisierung. Das heißt, das sind so kleine Roboter, die können so durch die Gegend fahren auf einer Fläche, das ist so 1x1 Meter, und die müssen halt programmiert werden, dass sie so eine Linienerkennung haben. Das ist eine weiße Fläche, ist eine schwarze Linie drauf, so ein Grand Prix-Kurs wie bei der Formel 1, und die müssen dann über Sensorik eben erkennen, wo ist die Linie, und der Linie dann folgen. Aber das sind Sachen, die programmierbar sind aus der Ferne. Das heißt, jeder Student hat Zugriff auf echte Hardware, zeitsynchron. Das heißt, wenn ich nicht mehr als einen Studierenden darauf zugreifen lassen will, muss ich mehrere dieser Versuchsaufbauten haben. Wir arbeiten da mit dem Anbieter Labsland zusammen als TU Dortmund sehr intensiv. Und die haben dann eben nicht nur einen Roboter, sondern 30 Roboter, die dann in einem ganzen, in der Lagerhalle dann stehen und eben aus der Ferne angesteuert werden können. Der zweite Ansatz ist, wenn man nicht unbedingt die Versuche automatisieren kann, dann spricht man von sogenannten Ultra-Concurrent Remote-Laboren. Das heißt, wir setzen echte Hardware ein, aber ohne Automatisierung. Das heißt, wir zeichnen die Versuche vorher auf. Hier auf dem Beispiel ist der Versuch eines 3D-Druckers zum Beispiel abgebildet. Das heißt, ein 3D-Druck dauert ja 1 Stunde oder 2 Stunden manchmal. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Den können wir aber aufzeichnen mit einer Kamera, und wir können vorher definieren, welche Parameter können die Studierenden beeinflussen. Also die könnten zum Beispiel sagen, mit welcher Temperatur der 3D-Druck durchgeführt wird, mit welchem Material, und könnte man Stützstrukturen einbauen oder ausbauen. Das sind also am Anfang an klar definierbare Parameter, die man ändern kann. Und innerhalb diesen Parameterraums kann man dann eben die Versuche durchführen. Und das ist auch das Beispiel, was ich gleich also ein Beispiel zeige ich gleich zum Ultra-Concurrent Remote Labor, was eben vorab aufgezeichnet wird und dann asynchron den Studierenden zur Verfügung steht, und dadurch ist es auch skalierbar. Da ist es egal, ob eine Person zugreift oder x Personen auf die Cloud zugreifen, die Daten dann eben im richtigen Moment abgreifen. Es ist trotzdem ein ganz großer Unterschied, als würden wir das nur per YouTube-Video zur Verfügung stellen. Das haben wir evaluiert. Die Studierenden können eben ihr eigenes Experiment konfigurieren und haben wirklich die Immersion, sie würden gerade was durchführen. Und der letzte Punkt, mit dem wir an der TU Dortmund auch viel arbeiten, das sind Simulationen. Vor allen Dingen im Bereich der Strömungsmechanik machen wir da ganz viel, wo wir über Desktop VR, also in Rohre zum Beispiel blicken können. Also Strömungsmechanik ist ja ein Problem, man kann die Strömungslinie nicht darstellen, weil wenn man da reinguckt, sieht das Strömungsfeld wieder anders aus. Und mit der Virtual Reality kann man eben wirklich in diese Rohrleitungen hier reingucken und sieht dann, wie dann die Strömungen aussehen. Und jetzt kommt das Video, was ich eben schon angesprochen habe. Und das ist ein Video das ist das digitale Labor, was wir im Projekt DigiMATLAB Exam entwickelt haben. Das heißt, das machen wir ja mit dem Maschinenbau, mit dem Lehrstuhl für Werkstofftechnologie. Und da müssen Studierende in einer Prüfungsaufgabe, die wir uns gleich anschauen werden, auswählen, aus welchem Material die Bauteile fertigen wollen. Und das ist jetzt hier in dem Video, ich lasse es jetzt mal starten. Sehen, ist jetzt erhöhte Geschwindigkeit, also es ist jetzt eben so, das war jetzt ein bisschen sehr schnell, dass man eben auswählen kann, ob man Stahl, Kupfer oder Aluminium machen will. Was Sie jetzt sehen, ist eben diese Zugmaschine eingespannt. Das haben wir aufgezeichnet vorab. Der Student hat jetzt eine Konfiguration ausgewählt. Der hat also gesagt, er möchte Stahl, das möchte noch die Vorbehandlung haben. Und dann kann der Student eben diesen Versuch jetzt sehen. Und das ist jetzt eine Maschine. Unten und oben sind Klemmbacken. Und da wird jetzt mit mehreren Tonnen an dieser Probe gezogen.
Man kann den Versuch jetzt starten und sieht dann hier unten auch wirklich, als wäre es in Echtzeit, also jetzt mit überholter Geschwindigkeit, wie diese Kraft dann steigt. Wenn man sich das vorstellt, man zieht an irgendwas, dann steigt die Kraft langsam an, der Weg steigt. Und wir haben jetzt hier dieses Diagramm. Wir haben jetzt eine Kraft-Weg-Kurve und die Probe ist auch gerissen. Man hat danach auch die Möglichkeit, sich die Daten anzugucken. Also man kann eine CSV runterladen oder eben den nächsten Versuch durchführen. Das ist jetzt wirklich sehr schnell, aber ich hätte aus Zeitgründen das so schnell gemacht. Das ist ein Kerbschlag-Biegehammer, da stoppe ich einmal kurz. Das muss man sich vorstellen, das ist ein großer Hammer, den schwinge ich auf eine bestimmte Position. Der fällt hier runter und schlägt dann in der Mitte auf die Probe ein. Da ist die Probe eingespannt, eine metallische Probe, und die wird dann zerschlagen. Und auf dem Diagramm oder auf diesem Panel View, wie es heißt im Englischen, sieht man dann eben, wie weit der Hammer auf der anderen Seite wieder hochschwingt und kann dann eben aus Berechnungen dann ableiten, wie viel Energie verbraucht wurde. Also der Hammer schlägt die Probe kaputt. Und auf der rechten Seite können Sie dann jetzt wieder die Entschlüsse ziehen. Hier ganz kurz sagen wir das Bruchbild, und jetzt gehen wir nochmal auf die Härtemessung. Das ist auch ein Ultra-Concurrent Remote Labor. Das ist also eine Probe, mit der jetzt auf dem Prüfkörper drückt auf diese Probe jetzt ein. Und man kann jetzt unter dem Mikroskop quasi die Eindrucktiefe messen und kann damit dann entsprechende Kenntnisse berechnen, welche Härte zum Beispiel vorliegt. Und als letztes haben wir noch ein digitales Mikroskop von Lapsland integriert. Da kann man jetzt die Probe sich nochmal anschauen, muss da ein bisschen scharf stellen und nochmal die Beleuchtung anpassen. Und irgendwann sieht man dann hoffentlich das Material, wie es denn aussieht. Dann können Studierende wirklich dann in der Übung oder in der Vorbereitung sich das angucken. Okay, die Probe sieht jetzt so raus, ich sehe diese schwarzen Punkte, ich sehe ein bisschen braune Punkte, ich sehe ein bisschen graue Punkte. Das ist eigentlich am Display noch ganz gut zu erkennen und kann dann sagen, okay, deswegen sieht das Material hat jetzt die und die Eigenschaften, weil ich das da und daraus ableiten kann. Und dann können die Studierenden eben diese Versuche durchführen. Und Sie können es anschließend auch. Ich gebe Ihnen nachher einen QR-Code, den Sie scannen können, und dann können Sie dann die Versuche selber durchführen. Das sind einige Aussagen von Studierenden, die dieses Labor in diesem Digi-MATLAB-Examen genutzt haben. Also es wird dann gefragt, falls es Schwierigkeiten gab, falls Sie Schwierigkeiten identifizieren konnten, was genau war schwierig an den oben genannten Themen. Ich fand es schwierig, in der Vorlesung nachzuvollziehen. Allerdings haben die Übungen sehr geholfen, die Lücken zu füllen. Das heißt, wir haben das digitale Labor in den Übungen eingesetzt, im Hörsaal und später auch zur Vorbereitung zu Hause. Lapsland war großartig, um zu Hause die ganzen Prüfverfahren und Versuche zu üben. Ich hoffe, dass genau das für die nächsten Jahrgänge beibehalten wird. Vielen Dank. Die Übung und AI. Also wir haben dann auch da gefragt, also da kann dann auch die AI-Themen, also viele haben dann auch wirklich ChatGPT genutzt, um sich auch damit nochmal die Vorlesungsunterlagen aufzubereiten. Wie bewerten Sie insgesamt den Einsatz des digitalen Labors in der Lehrveranstaltung der Prüfung? Als jemand, der den Kurs von vorherigen Jahren kennt, ist es auf jeden Fall besser als das alte Format. Also wir haben in diesem Projekt uns das angeguckt, wie wir halt mehr Interaktivität in diesen Kurs integrieren können. Das digitale Labor hat mir das Verständnis im Umgang mit Werkstoffen vereinfacht und hat mir sowohl die Übung als auch die Klausurvorbereitung vereinfacht. Das digitale Labor hat einen positiven Einfluss auf das Verständnis. Das digitale Labor war eine Bereicherung beim Lernen, weil man praxisnahe Forschung selbst ausprobieren konnte und mit echten Daten ausprobieren konnte. Ich habe natürlich jetzt die besonders tollen Statements hier ausgewählt, aber die meisten waren wirklich richtig gut. Also es waren 2, 3 kritische Stimmen, die gesagt haben, das hat nicht funktioniert. Beim iPad hatten wir ein Problem, das war technisch, das mussten wir halt lösen. Aber ansonsten hat das sehr gut geklappt und wir haben eben dieses digitale Labor auch in der Prüfung eingesetzt. Wir haben es in der Prüfung eingesetzt, wir haben einen E-Prüfungsraum in der TU Dortmund, da können 75 Leute gleichzeitig geprüft werden. Und die konnten dann eben diesen Durchlauf hier durchgehen. Die haben eine Aufgabe bekommen und konnten dann einen Werkstoff auswählen. Also die mussten sagen, also diese Anforderungen, wir müssen den Werkstoff auswählen. Dann konnten die das Prüfverfahren wählen, wie eben im Video gesehen. Dann haben die Bewertung gemacht und dann konnten die aber auch nochmal reflektieren. War das am Anfang der richtige Werkstoff oder müssen wir vielleicht nochmal zurückgehen? Und das haben wir ein bisschen gesperrt. Also die konnten jetzt nicht wie bei einer Papierklausur nach vorne blättern und den richtigen dann auswählen, wenn sie merken, ich habe den falschen vorhin ausgewählt, sondern es war eingeloggt, das konnte nicht mehr geändert werden. Und dann konnten sie es aber nochmal bewerten. Also die konnten sagen, okay, ich habe mich da falsch entschlossen für den Werkstoff, ich habe jetzt die Versuche durchgeführt und sehe, okay, der andere wäre doch passender gewesen. Aber auch das haben wir uns mal angeguckt. Das ist eine typische Klausuraufgabe. Sie sind Ingenieurin in einem Maschinenbauunternehmen und müssen eine Antriebswelle für ein mechanisches System entwerfen. Die Welle darf bei plötzlichen Lastwechsel oder Stößen nicht spröde brechen und sollte daher eine passende Zähigkeit bei Raumtemperatur aufweisen.
Das war also die Aufgabenstellung. Da mussten ja, es ist nicht so eine klassische Aufgabenstellung, wo du sagst, okay, das ist direkt die Antwort, sondern ich muss ein bisschen nachdenken, ich muss ein bisschen prüfen. Und dann habe ich mir jetzt in der Vorbereitung mal die Frage gestellt, kann ChatGPT das denn überhaupt lösen? Und da kriegt man eine erstaunlich gute Antwort eigentlich raus. Also wir müssen es jetzt nicht vorlesen, das ist jetzt sehr maschinenbaulastig, aber genau die richtigen Buzzwords werden genannt, also Anforderungen an den Werkstoff, hohe Zähigkeit bei Raumtemperatur, ausreichend Festigkeit zur Kraftübertragung und so weiter und so fort. Es wird sogar der richtige Versuch genannt, der Kerbschlag-Biegeversuch, also genau den Versuch mit dem Hammer, den ich eben erklärt habe. Das wäre ein Versuch, mit dem man eben dieses Element testen kann. Und ja, man muss sagen, ich glaube, die Antwort in der Klausur hätte gereicht, um zu bestehen, wenn ich ehrlich bin. Also auch wenn ich nicht in der Klausur direkt involviert bin, aber das sollte gepasst haben. Also ChatGPT kann auch solche Fragestellungen beantworten. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, als Hochschulen oder als Leute, die sich damit herumtreiben, wie gehen wir damit um? Und wir ziehen jetzt an der TU Dortmund, wie gesagt, 2 Konsequenzen. Zum einen haben wir auf der linken Seite den Prüfungsraum, den ich gerade schon beschrieben habe. Und da können wir das Internet einfach ausstellen. Da können wir kein ChatGPT drin haben. Also quasi eine bisschen bessere Schreibmaschine können wir denen zur Verfügung stellen. Ist, glaube ich, nicht die Lösung. Ne? Also das ist erstmal so wie der Affe da irgendwie Augen zu, das wird schon irgendwie funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass das die zielführende Lösung ist, weil wir müssen dann gucken, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Taxonomiestufen, dass wir auf die höheren Taxonomiestufen da die Prüfung durchführen. Dass wir eben nicht nur einfache Multiple-Choice-Wissen abfragen, sondern wirklich anwendungsorientierte Fragestellungen haben. Auf der rechten Seite ein Beispiel aus dem Projekt KIK 4.0, KI-Chat-Kompetenzen im Labor. Da sind bei uns die Strömungsmechaniker eben drin und da ist die gezielte Integration von ChatGPT, beziehungsweise bei uns an der TU Dortmund haben wir jetzt seit Januar das Tool Campus KI, was eben einen datenschutzkonformen Zugriff auch für Studierende auf ChatGPT ermöglicht. Und die müssen dann eben im Labor wirklich damit auch Aufgabenstellungen lösen. Und da wir es denen datenschutzkonform zur Verfügung stellen, können wir es auch verpflichtend machen. Und da pilotieren wir das gerade mit diesen verschiedenen VR-Anwendungen und lassen uns da unseren KI weiter experimentieren. Ja, wir haben jetzt im April ist ein Projekt gestartet zur Steigerung der digitalen Barrierefreiheit in digitalen Laboren. Also dass wir uns auch darum kümmern, wenn Leute was nicht sehen können in so einem Labor, dass wir Bildbeschreibungen integrieren. Und da wird wahrscheinlich auch KI irgendwie die Lösung erstmal sein im ersten Schritt. Dass wir dann also so einen Graph dann auch beschreiben lassen und ähnliches. Genau, jetzt die Möglichkeit, dass Sie eben auch die digitalen Labore testen können. Sie können den QR-Code scannen. Ich lasse den Moment drauf und mache gleich vielleicht bei der Diskussion auch nochmal die Folie drauf. Da haben Sie die Möglichkeit, die 3 Versuche zu machen, die ich heute so ein bisschen adressiert habe. Also das Werkstofflabor, den 3D-Druck und die Roboterprogrammierung. Und ich sehe gerade, die Elektrotechnik habe ich nicht extra erwähnt, mache ich jetzt kurz. Das ist ein digitales Steckbrett, wo man Widerstände draufsetzen kann. Man kann Widerstände messen, Reihenschaltungen aufbauen und auch komplexe elektronische Schaltungen. Greifen Sie darauf zu. Sie müssen sich bei LabSnet auch nicht registrieren. Sie können einfach einen Namen eingeben und ein Passwort. Das dürfen Sie nicht vergessen, weil Sie es nicht zurücksetzen können. Das ist völlig anonym. Und genau, wir arbeiten mit LabSnet zusammen und haben sogar LabSnet mit unserer Moodle-Instanz verknüpft, dass auch darüber das User-Handling funktioniert. Da müssen die Studierenden sich auch nicht mehr auf einer Plattform anwenden. Ja, und das ist nochmal das Schlusswort. Also ChatGPT bzw. KI ändert alles. Wir müssen Laborlehre neu denken. Und wir müssen eigentlich Lehre komplett neu denken, weil das ändert nochmal alles. Und das ist jetzt nicht nur die Sau, die das Dorf getrieben wird, das ist die ein bisschen mehr Input. Ja, und nachdem ich mal gemerkt habe, dass ich meinen Vortrag nach dem Album von Herbert Grönemeyer genannt habe, Stand der Dinge, noch das letzte vielleicht, Herbert Grönemeyer hat mal ein Lied geschrieben, bleibt alles anders. Und vielleicht ist das so das Motto, Stillstand ist der Tod, geht voran, bleibt alles anders. Und auch das werden die Hochschulen überleben, aber ich glaube, es muss sich einiges ändern. Das sind meine Kontaktdaten und ich stehe jetzt gerne für Rückfragen zur Verfügung. Ja, Tobias, lieben Dank. Als TU Graz weiß ich, wovon du sprichst mit den Laboren. Da gibt es eine Frage. Guten Tag, Lasmin von Technik und Wien. Ich hätte eine Frage bezüglich diesen Prüfungssaal, den Sie da haben. Wir haben momentan extrem viele Probleme mit, ja, sagen wir mal, Unterschleif. Und was ist Unterschleif? Schummeln. Okay, ja, ich komme aus Deutschland, sorry, habe ich noch nie gehört. Ich komme auch aus Deutschland. Ah. Und wie gehen Sie damit um? Haben Sie das im Keller, sodass dann auch keine Handy-Connection da ist?
oder Ähnliches? Also, wir haben da keinen Personenscanner wie am Flughafen, dass wir die Leute das filzen oder so. Wir haben aber eine Policy, das sind Rechner, die müssen nicht da einloggen, die müssen ihre Handys aber abgeben. Die sind alle daneben sind 75 Spinde, wo die Sachen reinkommen. Wir hatten diesen Test mit 350 Studierenden genau an dem Tag, da war bei uns so ein Warntag. Da war also eine Warnmeldung, alle Handys haben geklingelt. Und wir so, ey, ihr müsst eure Handys alle ausschalten, weil es klingelt um 11 Uhr, ist hier Sirene, Vollalarm. Ja, machen wir. Und trotzdem haben 5 Handys geklingelt. Wir setzen da jetzt aber keine Jammer ein, also dass wir irgendwie Mobilfunk unterbinden oder so. Das ist ein eigenes Netz, ein Firewall-geschütztes Netz, also nach außen kommen sie nicht. Und wir prüfen jetzt gerade auch, ob wir den Safe Exam Browser auch nutzen werden, aber dass wir die Leute irgendwie kontrollieren, machen wir nicht. Also das haben wir ja früher auch nicht gemacht, wenn die auf Toiletten gehen. Also da kann auch das Buch legen, klar, die können jetzt ChatGPT fragen, aber da hätte auch trotzdem der Kollege stehen können, der auch alles wusste. Also das machen wir nicht. Also möchte ich auch gar nicht in meiner Rolle als Koordinator das irgendwie vorantreiben. Danke. Vielleicht ergänzen dazu, die TU Graz verwendet zum Teil einen Safe Exam Browser, hat halt dann technische Schwierigkeiten. Also es ist auch nicht alles so gerade. Ne? Also das ja, wenn ich entscheiden dürfte, würde ich denen sagen, ey, ihr dürft das Internet auch benutzen. Weil, also die sitzen später nicht in der Kiste und dürfen nichts benutzen. Also das ist halt so. Ja, danke. Wenigstens eine Person teilt meine Meinung. Ja, online gibt es, glaube ich, keine Anmerkung. Ja, da gibt es da hinten noch eine Frage, ja. Klaus? Vielen Dank. Ich habe den Eindruck, es gibt also jenseits der digitalen Labore hier und da ähnliche Versuche herauszufinden, auch für welche Aufgabenfelder, Standardaufgaben sozusagen KI besser und weniger gut geeignet ist. Wo stehen wir denn in 3 oder 5 Jahren, wenn man das Gleiche nochmal versuchen würde, nach so einem Ampelsystem zu bewerten, welche Aufgaben KI-gestützt dann gut bearbeitet werden können oder nicht? Wird sich das massiv nochmal verschieben? Wenn nicht Musk irgendwann die Roboter rausbringt, dass irgendwie alle im Labor diese Roboter haben, die was machen, also das werden wir auch in 5 Jahren noch machen. Aber ich glaube, Daten auswerten, konfigurieren und sowas alles, da können wir die Ampeln, glaube ich, auf grün stellen. Diese ganzen Sachen, wo noch händische Sachen dabei sind, die werden wir nicht automatisieren können erstmal. Ne, also Fliesenleger zum Beispiel, jetzt nichts in Hochschulkontext, aber ich glaube, das wird ein Job der Zukunft. Das wird KI erstmal nicht lösen. Oder auch ein Roboter. Daniel vorne war auch noch eine. Daniel, Diana, glaube ich, hat noch eine Frage gehabt. Da, ja, ich muss es werfen. Aufregend. Danke. Meine Frage wäre ganz kurz nämlich auch in eine ähnliche Richtung gegangen. Ich finde es total hilfreich, einfach diese Übersicht, gerade jetzt als Nicht-MINT-Person, die ich bin, einfach diese Einschätzung mal zu sehen. Werdet ihr das weiterverfolgen? Habt ihr das veröffentlicht? Das werden wir bestimmt noch irgendwann mal veröffentlichen, aber das müssen wir noch ein bisschen abklären, noch mal ein bisschen Literatur hintermachen. Das war erstmal so, da haben wir jetzt letzte Woche zusammengesessen, haben uns noch mal so einen Daumen angeguckt, was war mit der Gruppe. Aber ich glaube, da geht's hin. Und wir sind auch dabei, die Lernziele gerade zu aktualisieren. Die sind auch jetzt schon ein paar Jahre alt. Die haben wir im CrossLab-Projekt auf 16 Lernziele hochgepäppelt. Aber ich habe jetzt erstmal die 13 genommen. Aber das können wir im Kontakt bleiben, ja. Ja, super. Freue mich drauf. Weil die sich natürlich durch KI auch noch mal geändert haben. Ne? Also die ändern sich halt ständig. Ja, danke sehr. Damit sind wir am Ende der Zeit auch angekommen. Danke nochmal für deinen Vortrag. Danke, danke. Wir haben jetzt noch einmal 15 Minuten Kaffeepause bis zur Abschlusssession. Ich, wie gesagt, wechsle kurz in den Raum und werde mich remote in Berlin dazuschalten und hoffe, ich bin auch pünktlich zurück.
Ja. Ja, also nochmal herzlich willkommen von der Präsenzbühne in Graz. Gerade war ich noch in Berlin, jetzt bin ich wieder hier da in Graz. Es freut mich sehr, dass Jens und Klaus neben mir stehen und uns so ganz was Tolles präsentieren werden. Ihr habt euch mit KI-Use-Cases beschäftigt. Also nachdem ich selbst mitgemacht habe, weiß ich, dass es eine lange Liste geworden ist. Ja. Umso spannender finde ich jetzt, dass wir da irgendwie was vorgestellt bekommen aus diesen vielen Use Cases und auch, dass ihr den Weg nach Graz gemacht habt. Ja, war jetzt auch ein Wunsch, dass ich euch da habe. Jetzt habe ich euch da. Ihr habt die Bühne. Bitte. Ja, danke Martin für diese liebe Anmoderation. Ich bin hier heute so ein bisschen in einer Doppelrolle. Einerseits so ein bisschen Auslandskorrespondent für das Hochschulforum Digitalisierung und ich kann nur in den digitalen Raum sagen, kommt mal nach Graz, ist super hier. Und meine zweite Aufgabe oder Rolle hier, warum ich hier stehe, ist sicherlich, dass ich so ein bisschen diese Studie begleitet habe, deren Erkenntnisse wir euch heute vorstellen möchten. Die KI-Use-Case-Studie des Hochschulforum Digitalisierungs, was das HISAE für uns erarbeitet hat. Und ich kann ja mal kurz so ein bisschen dazu kommen, was so unsere Zielsetzungen waren, als wir diese Ausschreibung für diese Studie formuliert haben. Das ist natürlich, kriegen wir in der Arbeit im Hochschulforum Digitalisierung immer mit, inwiefern InnovatorInnen in der Hochschullehre wirklich die Sachen voranbringen, neue Ideen entwickeln. Und seit 2022, Ende 2022, spielt eine große Rolle generative KI, um den didaktischen Möglichkeitsraum da mal so richtig auszuschöpfen an vielen Stellen. Und das haben wir mitbekommen und unsere Idee war 2024, da ist doch bestimmt schon einiges zusammengekommen, lass uns doch mal in der Breite ein bisschen systematisieren, kategorisieren. Irgendwer müsste sich da mal drum kümmern, auch die Anlässe und Problemstellungen, die der KI-Einsatz denn bearbeitet, auch mal so ein bisschen zu erfassen. Welche Mehrwerte kommen dabei eigentlich raus? Ein zweiter wichtiger Punkt war sicherlich, dass wir auch immer so eine gewisse Impulssetzung mitgedacht haben. Das heißt, Leser und Leserinnen der Studie sollen eine gewisse Idee bekommen, sich imaginieren können, wie kann das denn eigentlich bei mir aussehen, so ein KI-Einsatz? Wie kann ich mich dem annähern? Mit wem an den Hochschulen kann ich sprechen? Mit wem kann ich vielleicht Kontakt aufnehmen, der so ein KI-Use-Case entwickelt hat? Ein zweiter Aspekt der Studie ist sicherlich auch nochmal die Frage nach den Rahmen- und Gelingensbedingungen. Also wir wollten dann auch wissen, was sind denn innovationsförderliche Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung der KI-Einsätze, Cases bedingt. Was gibt's da denn eigentlich so? Das ist vielleicht so ein bisschen ein anderer Impuls, ein Impuls des Organisierens, der vielleicht eben nicht nur die Lehrenden, die Studierenden, die KI-Use-Cases entwickeln, adressiert, sondern vor allem diejenigen, die für diese Rahmenbedingungen eben verantwortlich sind. Supporteinrichtungen, Hochschulleitungen, all die und jene. Und wie wir sind dabei vorgegangen? Also wie gesagt, wir haben die Studie ausgeschrieben. HISAE hat sich erfolgreich auf diese Ausschreibung beworben und wurde erstmal mit einer kniffligen Anforderung konfrontiert, nämlich ein theoretisches Rahmenkonzept zu entwickeln. Warum? Das spielt so in einige Sachen rein. Zum Beispiel dachten wir müssten ja die Bandbreite irgendwie klar machen. Also brauchen wir auch irgendwie ein Instrument, eine Kategorisierung dieser Use Cases, die uns eingereicht wurden, vorzunehmen. Oder in dem Fall war es ja noch werden. Weiter war dieses theoretische Rahmenkonzept auch wichtig, um sozusagen die Umfragemaske zu entwickeln, weil auch da wir schon mitgedacht haben, wir müssen diese Cases, die uns eingereicht werden, natürlich irgendwie zu einem gewissen Detailgrad auch zugereicht bekommen, damit wir eine Bewertung auch anstellen können. Warum Bewertung, erzähle ich euch gleich. Jedenfalls haben wir dann einen Call for Cases angesetzt im Herbst letzten Jahres. HISAE hat vor allem die Fachgesellschaften adressiert. Wir haben unsere Hochschulforum Digitalisierung Community adressiert und somit wurde uns dann zum Ende des Jahres 77 KI-Use-Cases tatsächlich übermittelt, was uns sehr froh gemacht hat auf jeden Fall. Und das war für uns aber auch eine große Arbeit, das war auch noch ein Teil der Ausschreibung, 9 Use-Cases zu identifizieren. Warum genau 9? Fragt mich nicht, aber wir mussten das Ganze ein bisschen runterbrechen, denn die Idee war, diese 9 Use Cases nochmal in einem Deep Dive näher darzustellen, sodass man dieses Imaginieren, also dass man in diese neuen Use Cases so ein bisschen reinfällt oder beziehungsweise die nachspüren kann, was ist da eigentlich passiert. Dafür hat HISAE dann eben Leitfaden-Interviews mit diesen neuen Use Case-GeberInnen geführt, Einblick in die Anlässe, einen Einblick in die Vorgehensweise, welche Herausforderungen und Empfehlungen lassen sich aus dieser Entwicklung, aus der Durchführung, vielleicht sogar schon der Evaluation dann eben ableiten. Und das führte dann in die Formulierung von eben 9 Steckbriefen dieser 9 Use Cases, die das eben ermöglichen sollten, das Eintauchen in diese Cases. Ihr fragt euch sicherlich, ja, was mit den ganzen anderen Use Cases? Wir haben das Ganze
in den OER-Katalog übersetzt, denn es waren doch viele andere und weitere KI-Use-Cases dabei, die vielversprechend waren, die innovativ waren, die auch übertragbar sind auf andere Szenarien und Lehrsettings. Auch in der Studie sind noch weitere Referenzcases eingearbeitet worden, sodass wir da auch versucht haben, möglichst diese Breite der eingereichten Cases darzustellen. Eine Sache möchte ich noch darauf hinweisen, das ist erstmal der QR-Code zu dem, wie gesagt, KI-Use-Case-Katalog, so haben wir es mal genannt. Und dort könnt ihr auch Filtermöglichkeiten vornehmen, zum Beispiel nach dem KI-Tool-Typ, nach der primären NutzerInnengruppe, aber vor allem auch eigene Beiträge einreichen. Also wir würden uns freuen, wenn diese Ressource eine lebendige Ressource ist, die sich erweitert. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Erweiterungen nochmal separat in einem Blogbeitrag zu highlighten von uns beim Hochschulforum Digitalisierung. Jetzt genug dieser Worte. Wir steigen jetzt mal richtig ein in die Ergebnispräsentation und Klaus wird starten mit den Tendenzen der KI-Nutzung. Ja, vielen Dank, Jens. Da geht es direkt weiter. Wie du schon berichtet hattest, haben wir es dann tatsächlich am Ende mit insgesamt 77 Cases im Dezember, also vor noch nicht langer Zeit, zu tun gehabt. Sehr eindrucksvolle Sammlung, 77 Juwelen, wenn man so will. Alle ein klein wenig unterschiedlich. Sie unterschieden sich natürlich nach Farbe, nach Reinheit, nach Schliff, nach Fluoreszenz. Manche waren schon ein klein bisschen weiterentwickelt, sozusagen, nach Brillantschliff entwickelt. Andere waren deutlich über den Rohzustand hinausgekommen, aber noch nicht so weit, dass man sagen könnte, sie sind schon sozusagen über mehrere Semester intensiv erprobt worden letztlich. Und dann ist die Frage, wie stellte sich das dann im Einzelnen näher dar. Wir haben die Aufgabe gehabt, zunächst erst einmal zu differenzieren und dort eine Unterscheidung sozusagen nach Anwendungsfeldern auch vorzunehmen, um das so ein klein bisschen zu strukturieren auch. Wir haben festgestellt, dass in der gesamten Sammlung von 77 Use Cases eine ganze Reihe von Fällen waren, die sich insbesondere mit innovativen Lehrszenarien sozusagen befasst haben. Wir haben heute schon verschiedene Beispiele auch kennengelernt, wo der KI-Einsatz der Entwicklung von neuen Lehrformaten gedient hat, ganz häufig auch vor dem Hintergrund, dass es darum ging, berufliche Kompetenzen mit KI-Bezug dann letztlich zu vermitteln. Es gab eine Reihe von Fällen, die sich bezogen haben auf das fachspezifische wissenschaftliche Arbeiten, auf die sozusagen Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Arbeitsmethoden, wo jetzt dann KI-Anwendungen mit hinzugenommen werden sollten oder ausprobiert werden sollte, wie gut KI-Tools sich eignen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Es gab eine ganze Reihe von Cases, die sich auf den Bereich Lernbegleitung und Prüfungsvorbereitung konzentriert haben. Ein Feld, das aus Sicht von manchen Studierenden tatsächlich ganz besonders attraktiv ist bei der KI-Anwendung, wo sich dann letztlich zeigt, dass gerade sozusagen in den letzten Semesterwochen vor der Prüfungsphase das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, mit einem KI-Sparringspartner sich dann auf entsprechende Prüfungen vorzubereiten. Es gab daneben weitere Cases, die sich grundsätzlich so auf die Förderung von KI-Kompetenzen fokussiert haben, sei es, dass KI dort explizit der Lehrgegenstand in diesen Veranstaltungen beispielsweise war oder dass es darum ging, eher in informellen Settings sozusagen nebenher auch solche Kompetenzen sich dann anzueignen. Last but not least gab es dann Fälle, in denen es um den Bereich Studienberatung ging, also die sich jenseits sozusagen von Lehrveranstaltungen selbst dann bewegten, wo es darum ging, Unterstützung im Studienverlauf letztlich auch bereitzustellen. Wir hatten die Aufgabe, dann für diese neuen Cases nochmal näher zu schauen, welche dann mit aufgenommen werden sollten. Das war eine außerordentlich herausfordernde Aufgabe. Uns ging es dabei unter anderem auch darum, eine möglichst breite Varianz von Fällen auch mit abbilden zu können, um die Vielfalt der Möglichkeiten auch ein klein bisschen dort mit aufzuzeigen. Durch Referenzcases haben wir dann letztlich im Anhang des Berichtes auch versucht aufzuzeigen, dass es dann noch eine Fülle von weiteren sehr, sehr spannenden Fällen auch letztlich gab. Bei der Auswahl der Cases hat sich gezeigt, dass ein Feld ein klein bisschen weniger vertreten war. Das haben wir hier mit außen vor gelassen, sagen die Kompetenzvermittlung als eigenes Feld. Die 9 Cases, die wir ausgewählt hatten, bewegten sich in diesen 4 Bereichen, also dem Bereich Lehren mit KI, wo KI-Anwendungen letztlich eingesetzt werden für die Entwicklung innovativer Lernformate, im Bereich Lernen mit und über KI im Fach. Da gab es eine ganze Reihe sehr spannender Anwendungen aus unterschiedlichen Disziplinen, die schon erwähnte Lernbegleitung mit KI
und letztlich den Support mit KI. Und vielleicht begleitend noch kurz der Hinweis, dass das Unterfangen, das wir da durchgeführt haben, natürlich keine singuläre Erscheinung ist. Es gibt im Augenblick, wir haben es vorhin aus Wien schon hören können, verschiedene Bestrebungen, auch KI-Use-Cases zusammenzustellen. Es gab im Herbst die entsprechende didaktische Handreichung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik und der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft. Wir haben entsprechende Sammlungen, unter anderem an der Uni Gießen, an der Fernuni Hagen, die das, meine ich, intern so ein bisschen versucht haben zu erfassen, was es für Anwendungsfälle auch gibt. Den AI Project Pool der Uni Wien, der heute angesprochen wurde vom Vizedirektor Meyer. Und daneben ist diese Woche vom Horizon Report von EduCourse aus den USA auch nochmal eine sehr schöne Sammlung an Use Cases herausgekommen, die aber ein bisschen schlanker sozusagen ausgefallen ist als unsere. Das ist, glaube ich, der große Vorteil unserer Sammlung fürs HFD. Wir haben da wirklich die einzelnen Cases auch sehr, sehr differenziert dann letztlich beschreiben können. Und das macht sie, glaube ich, so wertvoll dort, wo man sich ein klein bisschen mit Inspiration unter Umständen dann auch einholen möchte. Es ist schwierig, die Vielfalt der Cases sozusagen in der Kürze der Zeit näher darzustellen. Ich würde daher schlaglichtartig ein paar Eindrücke nur gerne herausgreifen. Zunächst aus dem Bereich Lehren mit KI. Wir hatten da beispielsweise einen Case, bei dem es darum ging, aus dem Bereich des Personalmanagements und des strategischen Managements aus der Betriebswirtschaftslehre an der TH Brandenburg, dass man im Kontext des Trainings von Gesprächen im Führungsbereich sozusagen, dass man dort versuchte, das zu trainieren, dass also die KI-Anwendung in diesem Fall genutzt worden ist als Simulation oder Simulator, um solche Führungsgespräche dann entsprechend zu trainieren. Das Schöne war in diesem Fall, dass die KI es möglich gemacht hat, dass sie sowohl als Ansprechpartner herangezogen wurden konnte, als Gegenüber, als Führungskraft quasi, mit der die Studierenden dann das Gespräch entsprechend führen konnten oder auch umgekehrt, und dass zugleich dann die Bewertung der entsprechenden Gespräche anschließend auch durch die KI dann vorgenommen worden ist. Aus dem Bereich Lernen mit und über KI im Fach gab es eine ganze Reihe von schönen Beispielen. Wir haben insbesondere, das überrascht vielleicht weniger, aus dem Bereich der Informatik sehr, sehr viele Einreichungen erhalten. Das Gleiche gilt auch für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Es gab auch viele Einreichungen aus den Geisteswissenschaften, aus anderen Studienbereichen, dann ein klein wenig seltener. Und hier hatten wir beispielsweise aus der Geschichtswissenschaft eine Einreichung von der Universität des Saarlandes. Dies nannte sich Heldinnenreise mit KI. In den Geschichtswissenschaften ist die Herausforderung oft, wenn es ums Mittelalter geht, dass man dort mit sehr alten Quellentexten arbeitet, die zum einen erstmal sozusagen entziffert werden müssen, die dann letztlich auch übersetzt werden müssen, wenn es sich um lateinische Quellen handelt, und die dann auch interpretiert werden müssen. Und da war die Idee, dass die Dozentinnen sich mit den Studierenden gemeinsam auf eine solche Erprobung und Exploration dann begeben haben, wie gut unterschiedliche KI-Anwendungen dann für diese einzelnen Arbeitsschritte auch eingesetzt werden können. Also wie gut das mit dem Entziffern klappt. Da gibt es dann entsprechende Transkriptionssoftware, die da genutzt wurde für handschriftliche Texte, aber auch genauso Anwendungen, die dann eben für die Interpretation, für die Übersetzung dann letztlich genutzt werden konnten. Es zeigte sich, für die unterschiedlichen Bereiche sind unterschiedliche Tools sehr unterschiedlich geeignet. Offenbar lohnt es sich tatsächlich gemeinsam auch seitens der Dozierenden und der Studierenden in eine intensive Prüfung einzusteigen, welche Tools tatsächlich das dann auch leisten, was man sich da letztlich erhofft. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich der Lernbegleitung mit KI. Es stammt beispielsweise von der Fernuniversität in Hagen. Dort hat man unterschiedliche KI-Tools eingesetzt für eine Erprobung oder eine Überprüfung von Freitexteingaben. Ein Tool in einem Teilprojekt, Corrective Formative Feedback, wurde dort dazu eingesetzt, dass Studierende bestimmte Freitextaufgaben sozusagen dort nutzen konnten und ihre Antworten eingegeben haben, und dass man dort dann entsprechend die Rückmeldung von dem KI-Tool erhalten hat, wie gut sozusagen Aufgaben dann auch letztlich bearbeitet worden waren.
Ein zweiter Teil dieses Projektes bestand darin, dass intensiv offenbar in der Lernplattform Moodle gearbeitet worden ist und die Moodle-Clickstreams, die sich dann über einen längeren Zeitraum im Semester ergeben haben, ausgewertet worden sind. Das nannte sich dann Monitoring Information Dashboard und im Rahmen eines solchen Dashboards könnten sich die Studierenden dann einen Eindruck davon verschaffen lassen, wie gut sie und wie intensiv sie in bestimmten Bereichen mit dem Lernmanagementsystem dann letztlich im Semesterverlauf auch gearbeitet hatten. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich Lernbegleitung und Prüfungsvorbereitung stammt von der Hochschule Hof. Dort hat man ein eigenes KI-Tool sozusagen gehostet auf dem Server der Hochschule, um dort ein hohes datenschutzrechtliches Niveau auch letztlich gewährleisten zu können. Diese Anwendung nennt sich LISA dort. Es ging um personalisierte Übungsaufgaben, die dort in das Tool dann eingegeben werden können. Das wird insbesondere auch zur Prüfungsvorbereitung rege genutzt von den Studierenden und dort gibt es dann entsprechend auch die Rückmeldung des LISA-Tools dazu, wie gut dann und wie zielgenau auf die jeweiligen potenziellen Prüfungsfragen geantwortet worden ist. Dann vielleicht noch ein kurzer Eindruck aus dem Bereich Support mit KI. Auch da tut sich ganz offensichtlich sehr, sehr viel. Ein Beispiel von der Hochschule München war, dass es dort jedes Jahr eine Art Studierendenbefragung gibt am Semesterende. Das nennt sich das Studibarometer. Und da werden eine ganze Fülle von Daten zur Zufriedenheit der Studierenden auch dann letztlich erhoben, mit Blick auf sagen einzelne Lehrveranstaltungen, aber auch darüber hinaus reichende Faktoren im Studium. Und es gibt neben den quantitativen Antworten auch Freitextantworten, die aber nicht immer in vollem Umfang ausgewertet werden können. Die Informatikfakultät oder die Fakultät Informatik und Mathematik hatte sich dann dort entschieden, dass sie sich sozusagen diese Freitextantworten mal intensiver anschaut und sie KI-gestützt dann letztlich auswertet, um die Ergebnisse gezielt für die Weiterentwicklung ihrer Studiengänge auch heranziehen zu können. Man hat eine Sentimentanalyse durchgeführt und zunächst überprüfen lassen, ob das eher positive, neutrale oder negative Einschätzungen waren, die in diesen Freitextantworten auch angegeben worden sind. Und insbesondere die negativen Antworten sind dann dafür genutzt worden, die entsprechenden Bachelorstudiengänge sich nochmal genauer anzuschauen und in aktuelle Überarbeitungsprozesse in der Curriculumentwicklung sozusagen dann diese Anregungen mit aufzunehmen an dieser einen Fakultät. Und der Plan war auch, das mit dann übernehmen zu können in die weitere Studiengangsentwicklung an anderen Fakultäten. Die Details können sehr, sehr schön nachgelesen werden in den Steckbriefen im HFD-Arbeitspapier, Arbeitsbericht. Wie gesagt, sind dort auch weitere Referenzcases dann für diese ausgewählten Fälle noch zu finden, die in vielen Fällen genauso anregend und inspirierend sind wie die wenigen, auf die ich jetzt einmal kurz eingegangen bin. Ja, uns hat dann auch noch beschäftigt, und Jens hatte es schon angedeutet, die Frage, wie es sich mit Rahmenbedingungen darstellt, unter denen diese KI-Use-Cases letztlich entstanden sind. Was waren Faktoren, die das Gelingen stärker befördert haben und was waren hinderliche Aspekte sozusagen, die dort jeweils zum Tragen gekommen sind. Wir haben uns bei dieser Auswertung auf die Interviews konzentriert, die wir mit den 9 ausgewählten Cases geführt haben, und haben sozusagen aus diesen 9 Leitfaden-Interviews dann eine ganze Reihe von Aspekten herausarbeiten können. Auf die würde ich jetzt gerne noch mal ein klein wenig näher kurz eingehen. Mit Blick auf die Herausforderungen hat sich aus unserer Sicht dort insbesondere gezeigt, dass der Einrichtungs- und Implementierungsaufwand aus Sicht vieler Use-Case-Geber und Geberinnen tatsächlich ein großes Problem darstellen kann. Die Konfiguration der entsprechenden Modelle, wir hatten schon sagen auch gehört, in einer ganzen Reihe von Hochschulen werden diese KI-Anwendungen auf dem eigenen Server betrieben und dort angepasst für ganz spezifische fachliche Anwendungen. Das kann sozusagen technisch im Einzelfall auch herausfordernd sein, aber auch Aspekte wie die Anpassung von Prompts und das Training mit Studierenden, wie Prompts möglichst zielgenau so eingesetzt werden können, dass man auch wirklich die Ergebnisse dann erzielt, die man sich da versprochen hat, kann da ein wichtiger Faktor sein.
Infrastruktur und Zugangsbarrieren waren ein weiterer Faktor, der manchmal eine Herausforderung dargestellt hat. Es wurden häufiger beispielsweise wurde darauf hingewiesen, dass man da mit freien Versionen der gängigen KI-Tools auch gearbeitet hat und dass es dann limitierte Zugangsmöglichkeiten entsprechend gegeben hat, dass man plötzlich sozusagen das Tool erstmal nicht hat weiter nutzen können und man dort dann prüfen musste, eine bessere Lösung beispielsweise auch zu finden. In diesem Bereich wurde kürzlich vorgeschlagen, jetzt beim Horizon Report beispielsweise, dass man darüber nachdenken könnte, einen entsprechenden AI-Resource Hub an den Hochschulen auch einzurichten, an der eigenen Hochschule, der für solche Fälle dann entsprechende Beratungsangebote bereitstellt oder als Ansprechpartner dann auch zentral innerhalb der Hochschule zur Verfügung steht, um da weiterführende Lösungen zu finden. Die Output-Qualität und die Grenzen der KI waren so ein weiterer kritischer Faktor. Natürlich gibt es manchmal einen Bias, noch immer sozusagen Verzerrungen bei bestimmten Aufgabenstellungen, die man KI-gestützt dann bearbeiten lässt oder fehlerhafte Reaktionen, die dann dort auftreten. Auch das wurde immer wieder als ein Aspekt benannt, wo im Gespräch mit den Studierenden sozusagen intensiv auch zu reflektieren war, wie das dann letztlich mit berücksichtigt und abgefedert werden kann. Der Datenschutz und die rechtlichen Herausforderungen sind ein weiteres wichtiges Feld. Die großen KI-Anwendungen stammen ja doch relativ häufig aus den Vereinigten Staaten, auch mit anderen datenschutzrechtlichen Grundlagen, sodass da auch genau zu prüfen ist seitens der einzelnen Hochschulen, welche Lösung dann vor Ort jeweils die passendste sein kann. Und ein letzter Faktor wäre noch die KI-Kompetenz und Akzeptanz. Es wurde heute, glaube ich, schon mehrfach auch darauf hingewiesen, dass es da sehr unterschiedliches Vorwissen gibt seitens der Lehrenden, aber auch der Studierenden. Und da haben uns die Lehrenden mehrfach auch berichtet, dass es sehr, sehr wichtig ist, vielleicht zu Beginn von entsprechenden KI-basierten Lehrveranstaltungen nochmal sicherzustellen, sofern möglich, dass man da ein ähnliches Ausgangsniveau bei den Studierenden erreicht, aber auch sozusagen mit ethischen oder ökologischen Vorbehalten, die bei manchen Studierenden auch gegen eine KI-Nutzung vorhanden sind, dann dort umzugehen. In diesem Zusammenhang ist aus unserer Sicht auch immer zu überlegen, ob man innerhalb der Hochschule vielleicht darauf hinarbeiten kann, so eine Art Community of Practice zu schaffen, dass es also vielleicht auch sinnvoll sein kann, dort unter den Lehrenden, die in diesem Feld aktiv sind, dann so einen Austausch aktiv auch anzuregen. Wir hatten jetzt in den vorhandenen Cases da kein entsprechendes Beispiel dafür gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass es das auch häufiger an den Hochschulen heute schon gibt. Ein ganz kurzer Eindruck auch noch von den förderlichen Faktoren. Aus den Cases, die wir intensiver angeschaut haben, zeigte sich, dass es aus unserer Sicht zumindest ein komplexes Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Aspekte ist, individueller, technischer, institutioneller Art auch, die dort begünstigend wirken können auf den KI-Einsatz. Besonders stark wurde aus unserer Sicht immer wieder auch darauf verwiesen, dass ein persönliches Engagement der Lehrenden eine ganz zentrale Rolle spielt, also ein Engagement sowohl für die Weiterentwicklung der Lehre oder auch für die Verbesserung der Studien- und Servicequalität beispielsweise, oder aber, dass es dort ein ausgeprägtes Interesse an diesen neuen Tools im KI-Bereich gibt und man da sozusagen diese technische Expertise aufwies und deshalb sozusagen auch Interesse hatte, einfach mal auszuprobieren, wie das in der Lehrveranstaltung dann im Einzelnen auch nützlich werden kann. Daneben wurde auf die Ressourcenfrage verwiesen, vielleicht weniger überraschend, sozusagen die ausreichenden zeitlichen und personellen Ressourcen spielen eine zentrale Rolle. In vielen Fällen hat es sozusagen ja auch Förderprogramme gegeben staatlicherseits, um Hochschulen in diesem Feld ein wenig zu unterstützen. Beispiel wurde heute auch ja letztlich schon mit angesprochen. Das ist längst nicht immer der Fall. Wenn Lehrende das sozusagen komplett in Eigenregie mit Bordmitteln dann bestreiten müssen, ist das sicherlich schwieriger, als wenn dort nochmal eine entsprechende Fördermaßnahme im Hintergrund zusätzliche Ressourcen beispielsweise dann frei macht. Ja, schließlich wurde dann auf Unterstützung seitens der Hochschulleitung als weiterer Faktor auch verwiesen, ein innovationsfreundliches Klima an den jeweiligen Hochschulen. Auch eine Förderung durch die Hochschulleitung kann sich da sehr, sehr hilfreich auswirken. Im Horizon Report ist gerade diese Woche zu lesen, dass es sich sehr lohnen kann, darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch so eine Art Institutional AI Governance bedarf, durch die man sozusagen dort auch
die Rahmenbedingungen sozusagen schafft und bestimmte Anregungen vielleicht in die Hochschule hinein auch kommuniziert, wie mit KI in Studium und Lehre dann am besten, also nicht nur im Prüfungsbereich, sondern auch in Lehrveranstaltungen umgegangen werden kann. Letzter Faktor wäre die Sicherung der Qualität der KI-generierten Ergebnisse. Da ja letztlich sozusagen KI-Tools durchaus immer wieder auch mal zu fehlerhaften Ergebnissen führen können, ist es sicherlich sinnvoll, dass die Lehrenden im Idealfall im intensiven Austausch mit den Studierenden zusammen auf sozusagen Ergebnisse draufschauen und gegebenenfalls dann nochmal Nachbesserungen auch anregen. Das sind sozusagen aus unserer Sicht einige der Kernfaktoren, die sich aus den Gesprächen mit den Lehrenden ergeben haben. Dann würde ich gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung vornehmen dessen, was sich aus unserer Sicht sozusagen insgesamt gezeigt hat. Wie schon erwähnt, haben wir es bei den ermittelten Use Cases damit zu tun, dass sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten sich dort zeigen für Lehre, für Lernen, für die Lernbegleitung, aber auch für die Unterstützung der Studienberatung, um dort auch eine Reduktion von Kapazitäten sozusagen zu erreichen, dass die Personen, die in diesem Bereich aktiv sind, in der Studienberatung beispielsweise, weniger intensiv durch eine Vielzahl von Anfragen, beispielsweise zu Semesterbeginn, auch gefordert und manchmal vielleicht auch überlastet sind. Wir haben gesehen, dass es eben tatsächlich Anwendungsfälle aus sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen bereits gibt, mit einem deutlichen Fokus aber auch in der Informatik, in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zurzeit noch. Ein Punkt, der in sehr vielen der eingereichten Anwendungsfälle eine Rolle spielte, war, dass oft diese Tools eingesetzt worden sind, die KI-Tools, um sozusagen Gaps, um so Leerstellen beim Angebot, dass Lehrende, aber auch Mitarbeiter zentraler Einrichtungen dort nicht gewährleisten können in der Hochschule, dass man mit KI-Anwendungen versucht, dort neue Lösungen bereitzustellen. Also da, wo die personellen Kapazitäten nicht reichen, in der Regel beispielsweise, um in einer Massenvorlesung mit 400 Teilnehmenden dann individuelle Rückmeldungen geben zu können, dass man da versucht, sozusagen einen Schritt weiterzukommen. Und dass das offensichtlich aus Sicht mancher Lehrender eine spannende Möglichkeit ist, mit KI-Tools dort neue Services bereitzustellen und ein klein bisschen weiterzukommen, als es in der Regel zurzeit der Fall ist bei den klassischen Formen der Lehre und der Beratung dann letztlich. Die von Jens schon angesprochenen didaktischen Mehrwerte zeigen sich aus unserer Sicht in vielfältiger Hinsicht. Wir haben ein paar Faktoren hier einmal herausgegriffen. Es geht dabei in vielen Fällen darum, so eine aktivierende Vermittlung anspruchsvoller Lehrinhalte beispielsweise auch zu gewährleisten in Lehrveranstaltungen, die schon erwähnten Gesprächsstrategien zu trainieren. Man muss nicht alles sozusagen mit menschlichen Gegenüber dann dort trainieren, sondern kann vorbereitend schon mal mit der KI als Sparringspartner in entsprechende Trainingssituationen einsteigen, bei den erwähnten Training von Kompetenzen sozusagen, bei der Führung von Führungsgesprächen etwa. Es geht in manchen Fällen dann dort auch um die Erprobung unterschiedlicher Typen von Tools für die Bearbeitung fachspezifischer Anwendungen. Ich hatte das Beispiel aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft dort einmal herausgegriffen. Und ein weiterer didaktischer Mehrwert ist aus unserer Sicht insbesondere dort auch erkennbar, wo es um eine Förderung der Lernwirksamkeit geht, in Vorbereitung auf die Prüfungen beispielsweise oder durch ein Feedback zu individuellen Lehraktivitäten dann letztlich auch. Ja, auf die Gelingensbedingungen bin ich eben kurz schon eingegangen, auf die würde ich vielleicht daher nicht nochmal zurückkommen wollen. Es ist ganz deutlich geworden, dass sich sehr viel in den vergangenen Jahren getan hat, seit 2022, seit damals die ersten Tools sozusagen breit verfügbar waren. Was die Zukunft bringen mag, ist schwer erkennbar. Im Horizon Report heißt es gerade im Zusammenhang mit neuesten Entwicklungen wie Agentic AI sozusagen, ist noch vieles für die nächsten Jahre zu erwarten, was eine neue Dynamik dann aufbringen wird im Hochschulsektor. Bei Tools, die sozusagen ohne menschliche Intervention automatisiert entsprechende Entscheidungen dann letztlich auch vornehmen können, wo sozusagen dann zu erwarten ist, dass nicht nur die Informatiker im Bereich Softwareentwicklung neue Dinge ausprobieren, sondern dass auch im Bereich der Chatbots oder der Entwicklung von Lehr-Lernmaterialien vielleicht nochmal neue Möglichkeiten entstehen, die aber sicherlich auch sozusagen unwägbar sind und wo heute schwer abzuschätzen ist, wohin die Reise dann führen wird.
Letzter kurzer Hinweis, die aktuelle Erhebung, wie KI Studium und Lehre verändert, knüpft an eine frühere Untersuchung von 2021, kurz vor der Veröffentlichung von ChatGPT. Man kann da wirklich sehr, sehr schön diesen Quantensprung nochmal nachvollziehen, was plötzlich alles möglich ist. Manches gab es natürlich auch vor 2022 schon, intelligente tutorielle Systeme und Ähnliches, aber es ist massiv in die Breite getragen worden, was sozusagen seitdem stattgefunden hat. Und damit würden wir sozusagen erstmal schließen wollen. Danke sehr. Dankeschön. Stimmt, ihr habt ja 2021, das habe ich ganz vergessen, ja. Ja, ihr wart jetzt die Ersten, die die Zeit komplett ausgereizt haben, aber ich nehme eine schnelle Frage mit, wenn jemand eine hat. Jetzt gibt es eine Frage zu den Use Cases. Gar nichts, das Telefon läutet. Gut, wir haben also wie gesagt die Zeit ausgereizt. Also ansonsten, Klaus und Jens sind ja noch da, nachher ein bisschen, wenn jemand noch eine Frage hat. Und ich sage noch einmal danke für euren Vortrag und auch für das viele Sammeln dieser 77 Use Cases und konsolidieren auf 9 ist auch nicht so einfach. Und wir würden quasi wechseln in den nächsten und auch letzten Punkt, den wir heute haben. Danke euch noch einmal von der Bühne. Danke auch. Dankeschön. Danke auch.
So. Ja, wir sind also wieder live mit nicht last but not least oder something ähnlichen. FH Technikum Wien, Lars und Isabel, werden also eine Fikt oder Fiktion, habe ich gelesen, also auch natürlich rund um das Thema AI uns hier präsentieren, und ich darf euch die Bühne übergeben. Ja, vielen Dank. Freut uns natürlich sehr, dass doch noch einige da geblieben zu so später Stunde. Wir haben heute sehr viele spannende Vorträge zum Thema KI gehört und ja gerade eben auch sehr viele interessante Use Cases, wie KI in der Hochschulbildung tatsächlich schon eingesetzt wird. Dazu möchten wir noch einen weiteren Aspekt beleuchten, nämlich Fakt oder Fiktion. Ist alles nur Hype oder was steckt da jetzt eigentlich tatsächlich dahinter, hinter der KI? Das heißt, und uns da es ist ein recht großes Framework, das schauen wir uns am Schluss noch an, aber 2 Punkte konkret herausnehmen, nämlich kausale Inferenz und erklärbare KI und wie kann das konkret ausschauen an Beispielen. Ja. Ich darf anfangen und dann werde ich an den Lars übergeben. Das heißt, die Agenda für unsere halbe Stunde ist aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Das kann ich mir eigentlich gleich sparen, weil der Vorgängervortrag war perfekt passend dazu, welche Use Cases, wo ist KI überhaupt schon drin. Das heißt, ich brauche Sie eigentlich gar nicht mehr davon überzeugen, dass KI in vielen Bereichen, auch in der Hochschulbildung, schon angekommen ist. Und darauf aufbauen, schauen wir uns aber jetzt an unter dem Titel Fakt oder Fiktion, einerseits erklärbare KI, was versteht man darunter, und auch ein Praxisbeispiel dazu und dasselbe für kausale Inferenz. Und am Schluss würde ich Sie gerne noch zu einer aktiven Diskussion einladen. Das heißt, genau, eigentlich zusammengefasst die halbe Stunde von gerade eben, KI in der Hochschulbildung findet in vielen Bereichen statt, wenn es einerseits um die Lehre oder auch das Lernen geht. Ja. Wir haben sehr viel gehört von Individualisierung, von individualisiertes Tutoring für jeden Studenten angepasst, personalisiertes Feedback, Grading, wenn ich große Klassenräume mit 400 Studenten habe, wie kann ich trotzdem für jeden Einzelnen noch ein individualisiertes Feedback geben? Da kann KI tatsächlich unterstützen und es wurden auch Use Cases eingereicht, wo das schon umgesetzt wird. Aber auch beim Curriculum Design, also wenn man jetzt die Lektoren anschaut, die können sich durch KI unterstützen lassen, wenn es darum zum Beispiel geht, zum Analysieren von Daten aus der Industrie, Trends, wie halte ich mein Curriculum mit aktuellen Beispielen up to date und reflektiere quasi in meiner Ausbildung das, was tatsächlich relevant ist gerade. Kann da also in Echtzeit darauf reagieren. Unter diesem Stichpunkt auch Learning Analytics, ja, wenn ich mir zum Beispiel die eigenen Logdaten, wir schauen uns da zum Beispiel an von wir sind alle sehr auf diesen Learning Management Plattformen unterwegs, ja, wie zum Beispiel Moodle und Co. Da passieren sehr viele Logdaten, das kann man auch im Endeffekt dann analysieren. Das heißt, wie bewegen sich Studierende durch diese digitalen Plattformen und kann ich daraus ableiten, etwas, was mir jetzt für meine Lehre hilft, für mein Curriculum Design zum Beispiel. Also KI steckt in allen möglichen Aspekten drin, wenn es um Lehre und Lernen geht an der Hochschule. Die Frage ist jetzt, alles schön und gut, was steckt dahinter? Ja? Kann ich das jetzt so glauben und mitnehmen, wie es ist? Ist es Fakt oder ist es Fiktion? Das heißt, kann das jeweilige Tool, das ich jetzt einsetze mit Unterstützung von KI, geht es hier um tatsächlich einen Ursache-Wirkungszusammenhang, wenn ich jetzt an die Kausalität denke. Und andererseits sind die Entscheidungen hier objektiv. Das heißt, Ursache-Wirkung, ist hier eine tatsächliche Kausalität dahinter in der Antwort meiner KI? Oder wenn es um die Frage geht, sind Entscheidungen objektiv, ist das fair, was die KI mir hier als Antwort liefert? Ist diese Individualisierung auf den einzelnen Studierenden des Feedback, ist das fair? Ja, und im Sinne dessen auch transparent, kann ich es nachvollziehen. Das heißt, bekomme ich eine Antwort von der KI und kann ich nochmal nachfragen, wie kommst du zu der Antwort, was hat zu dieser Entscheidung geführt. Ja? Die Basis und diese Fragen beantworten zu können, schafft eben auch eine Basis für Vertrauen. Ja? Und nur über Vertrauen bekomme ich auch die Akzeptanz von diesen Tools bei meinen Stakeholdern, bei zum Beispiel den Studierenden. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal sagen, für den Tag bis jetzt haben wir uns traditionelle KI-Ansätze angeschaut. Ja? Stichwort Deep Learning, Chatbots, Large Language Models, Foundation Models. Das primäre Ziel von diesen KI-Ansätzen ist die Vorhersage basierend auf einer Mustererkennung. Das heißt, der Fokus von diesen KI-Systemen basiert auf einer Korrelation, einer Musterfindung in komplexen Daten.
Das heißt aber auch, dass diese Systeme oftmals eine Black Box sind. Was heißt Black Box? Es ist eine schwarze Box, ich kann nicht reinschauen, es ist schwarz, es ist intransparent, wie diese Korrelation gefunden wurde. Und wir erleben auch gerade eine extreme Skalierbarkeit von neuronalen netzbasierten Modellen, von den sogenannten Foundation Models, die werden immer größer. Ja, mit jedem Update von OpenAI und so weiter hören wir, oh, die Milliardenanzahl von Parametern hat sich wieder exponentiell erhöht. Das heißt, es ist hier ein Wettrennen in Skalierbarkeit und da findet tatsächlich gerade ein Trade-off statt zwischen Komplexität von Modellen und Nachvollziehbarkeit. Weil je komplexer die Modelle sind, desto powerfuler, desto mächtiger werden sie natürlich auch und das möchte man, ja, da steckt das Geld dahinter. Ich möchte, dass die KI mehr kann, dass sie eloquenter wird, dass sie mehr Probleme lösen kann. Aber für komplexere Probleme zu lösen, brauche ich komplexere Modelle und damit leidet leider dann natürlich auch die Nachvollziehbarkeit. Das heißt, genau, der Hauptvorteil hier ist eben, und auch mit dieser Skalierung, dieses Wettrennen nach Vorhersagegenauigkeit. Unser Vortrag jetzt soll sich aber anschauen, als Erweiterung dieser Ansätze, Fakt oder Fiktion, einerseits, wie kann eine kausale KI aussehen und wie kann eine erklärbare KI aussehen. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Ansätze. Das heißt, bei der kausalen KI geht es darum, um ein Verständnis von diesen Ursache-Wirkungsbeziehungen. Das heißt, der Fokus verschiebt sich von einer Korrelation hin zu einer Kausalitätsbeziehung, die ich analysieren möchte und herausfinden möchte, Einblicke in diese kausalen Mechanismen zu gewinnen. Und bei der erklärbaren KI geht es eben, wie kann ich diese Blackbox-Systeme, diese riesigen neuronalen Netze, kann ich die irgendwie aufbrechen, die Blackbox öffnen und eine Erklärungen, die für Menschen verständlich sind, bekommen, wie sie zu diesen Entscheidungen kommt. Ja, Lars, damit gebe ich mal an dich über, zum Thema kausale KI. Um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, gebe ich mal gleich am Anfang ein Beispiel, das wir wahrscheinlich alle kennen. Wenn man in einem bekannten Kaufplattform mal eingibt, Laptop-Tasche, dann kriege ich das zurück. Was ist daran falsch? Das habe ich de facto letzten Monat gemacht, ungefähr. Ja? Genau. Upsi, sorry, das ist, geht zurück, ja. Das ist genau richtig. Das bedeutet, wenn ich Laptoptasche habe, der Grund, warum ich die Laptoptasche kaufe, ist der Rechner und nicht umgekehrt. Das hat eine kausale Bedingung. Ja? Laptoptasche, mir vorzutragen, hier zu zeigen, dass ich dann noch eine Maus und noch einen Laptop kaufen soll, ist verkehrt rum. Und das passiert relativ häufig. Kann man zu Hause ausprobieren, funktioniert interessanterweise seit 14 Tagen besser, aber immer noch nicht gut. Das ist immer noch einigermaßen falsch. So, warum ist das jetzt wichtig? Weil wenn wir als Entscheidungsträger Entscheidungen treffen müssen, hat das Konsequenzen und Gründe, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Und wenn diese Richtung nicht akzeptiert bzw. nicht vorhanden ist, dann ist die eigentlich wertlos. Wir haben also nicht nur Korrelation. Korrelation ist ungerichtet. Das ist in beide Richtungen gleich. Ich habe die gleiche Beziehung zu Ihnen wie Sie zu mir. Das ist ungerichtet. Bei sehr vielen Sachen ist diese Entscheidung aber grundbehaftet. Sie hat einen Grund gehabt, es hat eine Kausalität gehabt und darauf müssen wir achten. Deswegen ein bisschen eine Erklärung, ein kleines Beispiel, das habe ich mir von Brady Neal ein bisschen geklaut. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen möchte, zum Beispiel, wir hatten vor kurzem ja eine Epidemie, haben wir es mal umgenannt, wir haben jetzt zum Beispiel mal eine Vogelgrippe, haben wir mal, sagen wir mal, eine Behandlung A und Behandlung B. Behandlung A ist einfach, billig, Tablette, geht schon gut. Ne? Tut vielleicht nicht weh. Behandlung B tut vielleicht weh, teuer, sehr schwierig, wollen wir vielleicht nicht so. Dann gibt es einen Zustand, der Kranke könnte jetzt mild sein, beziehungsweise ernst sein. Also mild, nur ein Schnupfen, ernst, kriege ich schon eine Behandlung, die Beatmung zum Beispiel ist und eine Ausgabe, man könnte jetzt zum Beispiel überleben oder sterben. Das ist also sehr drastisch. Jetzt könnte ich jetzt als Politiker eine Entscheidung treffen müssen, was will ich denn jetzt, mit Behandlung A oder eine Behandlung B? Das kommt noch, was dann interessant dabei wird.
So, wenn ich jetzt einfach nur am Anfang von dieser Epidemie feststelle, so viele Leute sind gestorben, so viele Leute sind bei der Behandlung A gestorben, beziehungsweise Behandlung B gestorben, habe ich jetzt die Sterblichkeitsrate. 16% ist mal auf jeden Fall besser als 19%, 16% sterben weniger. Ne? Die nehmen wir. Die Behandlung A ist besser. So, das ist aber interessanterweise nicht ganz der Fall, weil wenn ich das jetzt noch, wir haben ja vorher gesehen, es gibt ja sowas wie eine Condition, sowas wie mild oder severe, kann ich jetzt zusagen, es gibt ja, Jude? Es riecht hier sehr verschmoren. Ich meine hoffentlich nicht. Wenn es raucht, wird hoffentlich nicht die Alarmanlage so schnell losgehen. Okay. So, also wir haben jetzt wieder die Behandlung A und wir haben Behandlung B. Wenn ich jetzt den Zustand mit betrachte, dass wir jetzt hier im milden bzw. den starken, den wirklich echt eher heftigeren Zustand verstehe, sehe ich, dass auf einmal hier 10 und 20 gegenübergestellt wird von 15 und 30. Das ist ein ganz klassisches Ding, das nennt sich dann Simpson-Paradox. In diesem Falle würde ich auf jeden Fall immer Behandlung B verwenden. Aufpassen, das sind die gleichen Zahlen. Das sind immer 210 plus 30 sind 240. 5 plus 105 sind 5 plus 100 sind 105. Das sind exakt die gleichen Zahlen. Das scheint sich zu widersprechen. Das Interessante dabei ist, wenn das die KI so lernt, wird es keine Entscheidung treffen können. Was ist A oder was ist B? Was ist besser? Hier ist interessant, dass wir die Frage nach dem Warum stellen müssen. Sonst können wir diese Entscheidung nicht treffen. Wir müssen also die KI dazu befähigen, auch über Zählen. Im Prinzip, was unsere KI momentan gerade macht, ist Mittelwertbildung. Also über Zählen müsste es tatsächlich diese Entscheidung auch treffen können. Und das kann sie nicht, weil es Korrelationsverfahren sind. Das ist unmöglich. So, interessant dabei ist, wenn ich hier nach den Kausalitäten ein bisschen nachforsche, kann ich danach zum Beispiel schauen, okay, hier, wenn der Grund die Condition ist, also bei einer milden Verlauf kriegt er die Behandlung A und beim ernsten Verlauf kriegt er die Behandlung B. Was ist jetzt besser und warum? Tja, der interessante Angelegenheit ist hier, dass die Condition auf das Treatment Einfluss nimmt, beziehungsweise auch auf das Outcome. Hier werde ich das Szenario B, rechnerisch auch ziemlich einfach machbar, bevorzugen müssen. Wenn das dieser kausale Graph ist, also die Bedingungen, behandelt dann automatisch, hat eine Beziehung auf das Treatment, beziehungsweise auf ob er stirbt oder nicht. Wenn der kausale Graph aber ein anderer ist, und zwar, dass das Treatment auf die Bedingungen, auf die Condition, auf wie stark der jetzt sozusagen krank geworden ist, einen Einfluss hat, dann werde ich mich automatisch auch umentscheiden müssen. Dann ist auf einmal das Treatment, die Behandlung A, wesentlich wichtiger. Warum ist das interessant? Warum kann das passieren? Wenn hier zum Beispiel die Behandlung B sehr lange dauert, ich warte ein halbes Jahr auf meine Leber, auf eine Transplantationsleber, dann werde ich dadurch immer kranker werden. Das heißt, es hat einen Einfluss auf meine Ernsthaftigkeit meiner Krankheit. Das ist umgekehrt zu dem, was es vorher war. Und wenn ich jetzt die Behandlung A habe, da warte ich nicht, da kriege ich eine Tablette, gehe gleich wieder raus, dann habe ich eine Eindeutigkeit der Berechenmöglichkeit, dass ich hier die Behandlung A bevorzugen muss. Also die Richtung, wer auf wen sich irgendwie beeinflusst, ist absolut essentiell. Und das kriege ich über normale Korrelationsverfahren nicht raus, weil diese Pfeilchen einfach nicht existieren. Es gibt keinerlei Richtung. Warum ist das für die Hochschule jetzt ganz interessant? Wir haben in Teaching and Learning Analytics eine Analyse gemacht, wie werden jetzt die einzelnen Studierenden jetzt durch so ein
Kurs eigentlich durchgehen. Das heißt, wir haben hier, Moodle verwendet und haben dann gesehen, okay, wir haben einzelne Kapitelchen, die Studierenden klicken auf einzelne Sachen drauf zu, also PowerPoint, danach die Aufgaben, die Quizzes und danach das nächste Kapitel wieder Aufgaben, Quizzes, wie die Leute durch diese Kurse da durchgehen. Ist es ja interessant zu fragen, warum gehen denn die Studierenden in dieser Reihenfolge durch diesen Kurs? Hat das einen Grund? Zuerst ist die Theorie, danach ist die Praxis. Das kann man nicht nur mit jedem einzelnen Studierenden. Im Prinzip ist sowas wie so ein Kurs nichts anderes, als was ich hier vorher mit dieser Behandlung gemacht habe. Es gibt sehr einfache Behandlungen, es gibt sehr komplizierte Angelegenheiten, sehr komplizierte Kurse. Es gibt sehr einfache Anwendungen, das ist dann dieser leichte Schnupfen sozusagen. Oder wenn der Studierende sehr lange wartet, bis er dann irgendwann mal dazu gezwungen ist, schnell viel zu lernen, wird er nicht gute Arbeiten leisten können. Es ist exakt das gleiche Problem wie mit den Behandlungen, das man hier durchführen kann. Man kann also das nicht klassisch über neuronale Netze und korrelationsbasierte Verfahren analysieren. Das ist unmöglich. Man muss es versuchen, über Kausalitäten herauszubekommen. Und da sind wir gerade dabei. Wir haben jetzt hier ein bisschen Analysen gemacht von diesen Teaching and Learning Analytics und haben dann sozusagen herausgefunden, wie sind denn die einzelnen Noten über die einzelnen Jahre. Wir haben das über mehrere Jahre gemacht und da gibt es verschiedenste Unterschiede. Manche Sachen sind signifikant, manche Sachen sind nicht signifikant. Und das war bei uns, also die eigentliche Analyse, die wir machen wollten, bei den Teaching and Learning Analytics war, die Micro-Learning Units zu analysieren. Wir wollten einfach schauen, mit einem Doppelblindversuch quasi, ist es schön oder gut, dass wir Kurse in viele kleinere Häppchen zerteilen, sodass dann die Studierenden das leichter verstehen können. Ne? Kleine Häppchen sind besser. Und der Studierende als solches kann den Kurs frei durchlaufen, kann springen in den Kapiteln, wie er will oder wie sie will und schaut dann, ob das ganz gut ist oder nicht. Jetzt ist uns genau währenddessen die KI in die Quere gekommen. So nach dem Motto, ist es besser für Studierende, um bessere Noten zu geben, um den Kurs besser durchzulaufen? Kommt dann auf einmal solche Fragen wie zum Beispiel hier, sind die Noten bezüglich den Semestern 22 und 23 beziehungsweise Sommersemester 23 zu 24, sind die groß unterschiedlich? Ja, sie sind groß unterschiedlich. Was ist der Grund dazu? Ist der Grund dazu, dass wir das jetzt anders beigebracht haben oder ist der Grund dazu, dass wir hier auf einmal KI in der Welt hatten? Das wäre halt interessant, um herauszufinden. Jetzt kann man hier keine hunderte Versuche machen. Das Semester ist passiert und wir können nicht jetzt die Zeit zurückdrehen und diesen Versuch 100 Mal machen. Die KI wird dann jedes Mal neu sozusagen erfunden. Wir müssen also versuchen, auf den bestehenden Daten Modelle zu entwickeln, die diese kausalen Gründe versuchen zu erörtern. Anders kommen wir da nicht dran. Daten haben wir genügend, Millionen von Daten, und wir können dann daraufhin versuchen, Modelle zu entwickeln, die in irgendeiner Art und Weise ein besseres Verständnis für den Grund des Verhaltens, man sieht einen deutlichen Unterschied, tatsächlich dann auch gibt. Ich gebe mal wieder über. Dankeschön. Also der Lars hat es gerade vorgestellt, alternative Ansätze, also dass man tatsächlich kausale KI-Verfahren verwendet mit dem von ihm dargestellten Mehrwert, dass ich eben auch Ursache-Wirkungsbeziehungen damit analysieren kann. Die Frage ist, kann man jetzt für die bestehenden KI-Modelle, die Sie wahrscheinlich im Einsatz haben, zum Beispiel bei den Use Cases, die im vorherigen Vortrag vorgezeigt wurden, die wahrscheinlich auf Deep Learning oder neuronalen Netzen basieren, kann ich da auch eine Komponente hinzufügen, ohne dass ich jetzt komplett kausal werde, die mir das ein bisschen aufbricht und verständlich machen kann. Ja? Das heißt, die Motivation erstmal, warum überhaupt drüber nachdenken? Ja? Warum brauche ich erklärbare KI? Na, dass ich nachfragen kann, warum, wie kommst du zu dieser Vorhersage-Tool? Ja? Das meistens, was man zurückbekommt, ist Awkward Silence, Stille, weil es eben eine Blackbox ist.
die Motivation ist, warum möchte ich überhaupt erklärbare KI haben? Das heißt, zunächst mal, was ist erklärbare KI? Erklärbare KI ist etwas, das ich die KI für Menschen verständlich mache. Ja? Also, dass die Aussage der KI ich als Mensch verstehen kann, um mit der Zielsetzung einerseits vielleicht auch neues Wissen aufzudecken. Das heißt, ich bekomme tatsächlich einen Mehrwert dazu, wenn ich da nachfragen kann, warum, wie kommst du zu dieser Aussage? Ich kann das Problem besser verstehen und kriege vielleicht auch neue Einsichten. Ja, man hört auch oft KI im Scientific-Bereich, Scientific Research. Es ist so ein schrittweises sich fortbewegen. Die KI findet vielleicht auf einer Korrelation basierendes Muster und dann kann ich als Mensch vielleicht nachdenken, hat das vielleicht in einem biologischen oder physiologischen Modell tatsächlich auch eine Erklärung dahinter. Ja? Das heißt, des Weiteren auch, warum erklärbare KI, ist es für einen bestimmten Zweck geeignet? Auch ganz wichtig, die Identifizierung von Fehlfunktionen. Wenn es zum Beispiel beim Beispiel um selbstfahrende Autos geht, muss ich fragen können, warum bist du jetzt hier gegen den Pfosten gefahren, damit ich das in der nächsten Iteration vom selbstfahrenden Auto dann natürlich beheben kann, diesen Fehler. Oder warum wurde dieser Student jetzt in der Prüfung oder nicht für geeignet befunden für diesen Lehrweg? Ja? Basiert es schon auf der richtigen Entscheidungsgrundlage? Ganz wichtig, dass wenn ich warum fragen kann, ist auch für die gesellschaftliche Akzeptanz, ja, Sprichwort Vertrauen. Und natürlich auch legal jetzt im Sinne von Audits, ja, man muss nachprüfen können. Erklärbarkeit ist aber auch immer kontextabhängig. Erklärbarkeit ist nicht für jeden dasselbe. Ja? Das heißt, wir haben gesagt, für jeden verständlich sein. Die verschiedenen Stakeholder haben aber verschiedene Herangehensweisen oder verschiedene Zielsetzungen auch. Ja? Also Erklärbarkeit heißt vielleicht für einen, der eine KI-Entwicklung, eine KI-App baut, im Sinne von debuggen. Ja? Ich möchte wenn da irgendwas nicht funktioniert, ich möchte Fehler finden können. Es ist vielleicht jetzt für einen Anwender weniger relevant. Für Anwender ist oder für Verbraucher ist eher Fairness relevant. Ja? Das heißt, hat die KI jetzt diese Entscheidung für mich getroffen, weil ich jetzt vielleicht in der Matheprüfung davor die eine Antwort tatsächlich vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert habe, unglücklich formuliert habe, oder empfiehlt er mir jetzt kein Mathestudium mehr, weil ich eine Frau bin und kein Mann. Ja? Also worauf basiert diese Entscheidung, ist für mich als Nutzer im Sinne der Fairness wichtig, diese Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit. Für politische Entscheidungsträger natürlich Compliance mit der Rechtslage. Ja? Stichwort EU-AI-Act verlangt tatsächlich eine Transparenz und Erklärbarkeit, eine Verpflichtung für Anbieter von KI-Systemen. Und im Sinne von Erklärbarkeit auch, dass ich gerade bei komplexen Sachverhalten unentdecktes Wissen nutzbar machen kann. Also Erklärbarkeit hängt ab vom Stakeholder. Ja? Es kann unterschiedliche Auswirkungen, Flavors haben. Andererseits gibt es eigentlich keinen wirklichen Konsens darüber, was eigentlich mit Interpretierbarkeit eigentlich gemeint ist und beziehungsweise auch in dem Zuge dann natürlich auch, wie man sie messen kann. Ja, um KI-Modelle zu trainieren, verwenden wir verschiedene Loss-Funktionen und Metriken. Accuracy ist davon eine. Das ist aber um die KI eben zu verbessern, sich selbst zu trainieren. Das ist aber eigentlich nicht unbedingt eine relevante Metrik, wenn ich es jetzt im Sinne von realen Problemen, im Sinne von für Menschen nachvollziehbar machen kann. Ja, für mich Mensch ist Accuracy wahrscheinlich nicht die richtige Metrik für die KI. Man muss auch unterscheiden zwischen Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit. Interpretierbarkeit heißt, ich kann die Technologie, die dahinter steckt, verstehen, das KI-Modell. Und Erklärbarkeit ist, ich kann die Entscheidung nachvollziehen, die das KI-Modell getroffen hat. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe in dem Zusammenhang. Und jetzt im Hochschulkontext auch, im Sinne von EU-AI-Act, alles, was in Hochschulbildung fließt, ist definiert als Hochrisikosystem. Das heißt, damit auch nach dem EU-AI-Act besonderen Verpflichtungen verordnet, unter anderem auch die Transparenzpflicht. Und Transparenz heißt eben auch Erklärbarkeit im gewissen Sinne. Das heißt, technisch Erklärbarkeit, ich möchte diese Blackbox öffnen, diese KI. Ich möchte nicht nur eine Antwort haben, ich möchte auch wissen, woher kommt diese Antwort. Und das kann man jetzt mal grob einteilen, diese Blackbox zu öffnen. Ich kann die Blackbox, vielleicht habe ich idealerweise eine Whitebox, spricht man davon. Das heißt, ich kann das Modell tatsächlich an sich verstehen. Bei Deep Learning Modellen oder alles, was von OpenAI oder Microsoft oder Gemini gerade rumschwirrt, diese Milliarden von Parametermodellen, sind aber definitiv keine
Whitebox-Modelle mehr, da haben sie keine Chance. Was sie aber eine Chance haben, sind trotzdem hinterher mit verschiedenen Techniken die Entscheidungen oder Vorhersagen von einer Blackbox vielleicht noch zu gewissem Sinne nachvollziehen zu können. Das heißt, Erklärbarkeit für ein KI-Modell kann einerseits eben intrinsisch sein, das heißt, ich verstehe tatsächlich im Sinne der Interpretierbarkeit das Modell an sich. Oder ich kann Post-Hoc, das heißt im Nachhinein Entscheidungen verstehen. Und da gibt es verschiedene Verfahren dazu. Ich stelle nur mal eins vor und diese Verfahren können modellabhängig oder modellunabhängig sein. Sie können lokal, das heißt für einen bestimmten Datenpunkt sein oder für alle Datenpunkte gelten. Also das sind, wie bei allem, es ist ein Trade-off. Ja? Das ist keine Antwort für alles. Diese Whitebox-Modelle sind zum Beispiel oft genannt werden einfach eine Regression, als ein relativ einfach, eben dieser Trade-off zwischen ein Modell, das jetzt nicht so komplex ist, ein Regressionsmodell, das nicht komplex ist, kann ich gut nachvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung kommt. Oder auch Decision Trees, ja, wenn ich zum Beispiel ein Decision Tree ist so ein Entscheidungsbaummodell auf Deutsch, ja, wo ich aber in jeder Node die individuelle Entscheidung nachvollziehen kann und den Weg quasi zurücktracen kann, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Auf der anderen Seite für diese Post-Hoc-Modelle ein Beispiel dafür ist dieses Lime. Wenn ich ein komplexes Modell habe, kann ich trotzdem nachvollziehen, zum Beispiel für einen gewissen Datenpunkt, welche Faktoren haben zu dieser Entscheidung geführt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Modell habe, das eine Diagnose macht, zum Beispiel dieser Patient hat jetzt eine Krankheit, wie komme ich zu dieser Entscheidung? Ja? Für einen Doktor so ein Heatmap vielleicht mache, okay, Müdigkeit, Kopfweh sind die Faktoren, aber dass der jetzt gestern mit Schuhen geschlafen hat, ist jetzt kein Faktor. Ja, das kann ich als Doktor diese Faktoren nachvollziehen für einen bestimmten Datenpunkt, aber nicht generell für das ganze Modell an sich. Ja. Auch selbst im Deep Learning, das heißt, wenn ich sehr viele Parameter habe, leidet die die Nachvollziehbarkeit. Man kann trotzdem in das Modell reingehen quasi und mir schauen, Ausgaben geben lassen, warum es sich zum Beispiel in der Bilderkennung auf bestimmte Bereiche fokussiert hat. Ja? Warum war es zum Beispiel basierend auf diesem Röntgenbild die Diagnose Covid, weil in diesem Bereich linker Lungenflügel rechts oben schau da genauer hin, darauf basiert die Entscheidung und dann kann ich als Arzt nachschauen, ist da tatsächlich etwas, was für mich relevant ist. Wir haben EU-AI-Act angesprochen. Das, was ich jetzt angesprochen habe, diese Erklärbarkeit, ist eigentlich nur ein ganz kleiner Bestandteil im Sinne eines Frameworks für vertrauenswürdige KI. Da zählt noch viel mehr dazu. Nachvollziehbarkeit, Human in the Loop, das heißt, dass der Mensch Teil der Entscheidung ist. Bildung, ja, KI-Kompetenz ist eine Verpflichtung des EU-AI-Acts. Also diese Nachvollziehbarkeit ist nur ein sehr kleiner Bestandteil. Aber selbst dafür brauchen wir ein Framework und vor allem einen vielschichtigen Ansatz. Ja. Wir haben das mal umgesetzt oder versuchen das umzusetzen in einem Projekt, das jetzt aus der Industrie kommt, das man, glaube ich, aber sehr schön auch auf den Hochschulsektor anwenden kann. Ich brauche auf jeden Fall einen vielschichtigen Ansatz. Das heißt, ich brauche Frameworks für vertrauenswürdige KI, wo es um Systems by Design, Vertrauenswürdigkeit by Design, es muss im Systems Engineering schon drin sein. Diese Tools, die ich gerade angesprochen habe, Lime und Saliency Maps und so, sind eher technische Bestandteile des Ganzen, ist aber nur ein ganz kleiner Bestandteil dieses großen Frameworks und dieser vielen Bestandteile, die dann zu einer vertrauenswürdigen KI dazugehören. Ja. Das heißt, ich brauche einerseits diese Best Practices, diese Framework-Modelle und auf der anderen Seite diese ganz grüne Box auf der ganz linken Seite einzelne Use Cases. Ja. In diesem industriellen Kontext haben wir zum Beispiel ein sehr großes österreichisches Industrieunternehmen dabei, das einen Use Case hat, wo wir uns diese einzelnen Komponenten für Vertrauenswürdigkeit durcharbeiten. Dann haben wir auch ein Beratungsunternehmen für neue Energiesysteme, eine sehr kleine Firma, ja, die hat wieder ganz andere Herausforderungen. Also das Stichwort Kontextabhängigkeit auf den Use Cases basierend, das ist in dem Zusammenhang auch ganz wichtig. Das heißt, zusammenfassend, wir haben uns angeschaut, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Erklärbare KI ist eine weitere Komponente als Erweiterung zu den KI-Verfahren, die wir heute gehört haben, die sehr wichtig ist aber nur ein Teil eines sehr großen Frameworks für vertrauenswürdige KI. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Keine Fragezeit mehr.
Danke, wir nehmen mit, es geht weiter. In vielen Facetten. Gibt es ad hoc eine Frage dazu? Jana, bitte. Ganz ad hoc, wie komme ich ran an erklärbare KI? Wie gesagt, da gibt es verschiedenste Methoden. Eine, die relativ modern und neu ist, ist der DUI-Kalkulus vom Julia Pearl. Das gibt es seit 2019 und da gibt es genügend Pakete auch von Microsoft und anderen Anbietern, die Kausalitäten als solches tatsächlich auch ermitteln können. Da kommt dann im Prinzip dann der kausale Graph raus aufgrund von Daten. Es geht auf allen möglichen, also auch auf Sprachdaten zum Beispiel. Ja. Tobias, du hast die Chance der letzten Frage. Da schau. Daniel, lässt nochmal werfen. Danke für den spannenden Vortrag. Ihr habt die Folie gezeigt, wo ihr die Ergebnisse von den Wintersemestern zum Wintersemester, Sommersemester zu Sommersemester verglichen habt. Waren das auf der Y-Achse absolute Werte oder prozentuale Werte? Das sind da waren zu viele Nullen drauf, oder? Das sind alle Noten von allen Bachelor-Studierenden in der FH. Das sind verdammt viele Noten. Ja, es waren 500.000 Studierende. Ja, es sind sehr viele Quizzes dabei gewesen. Ah, okay. Also auf die Quizzes. Noten. Gut, dann darf ich mich bedanken bei euch, also für den hier letzten Vortrag von der Präsenzbühne aus Graz. 50 Teilnehmer online noch dabei, damit man einen Zusatz hat ungefähr von dem, was noch passiert ist. Also draußen hat man auch sehr. Lieben Dank euch noch einmal für den Vortrag. Da müssen die Pinsel. Genau. Die Mikrofons einfach abbauen und ablegen. Ich glaube, ich bekomme gleich das Zeichen, weil wir jetzt eigentlich keinen großen Übergang mehr haben zur Abschlussveranstaltung. Ich warte noch auf die Regieanweisung. Genau, es wird also jetzt unmittelbar umgeschaltet, also zu den letzten 10 Minuten. Markus, ist es dir gelungen, alle violettfarbenen irgendwie noch aufzutreiben, die noch da sind? Die würde ich jetzt alle nach vorne bitten. Also wenn es geht, Übertius, dann du auch, kann man den Stream einfach laufen lassen und ihr schafft es so. Jetzt glaube ich, ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass irgendwas passiert. Alle nach vor, alle helfenden Hände hätte ich gern auf der Bühne. Alle helfenden Hände, alle, genau. Ich schließe die Veranstaltung nicht, solange die nicht alle da sind. Ne? Genau. Genau, die noch da sind, ein paar sind schon gegangen. Also es waren eigentlich mehr, es haben ein paar auch schon früher gehen müssen. Auch die Jasmin sollte dann kommen. Machst du noch schnell ein Foto, ganz schnell und dann, genau, her damit. Also es gibt auch noch Kameramänner und Übertius sitzt auch noch ganz hinten, der also die Online-Welt gesteuert hat. Ich glaube, ich darf jetzt allen einen verdienten Applaus. Das ist die Mannschaft im Hintergrund. Ja. Danke sehr. Wir haben seit März intensiv daran gearbeitet, damit alles funktioniert und wie gesagt, also auch Kameraführung und Livestreams und so weiter, alles gibt es dann noch zum Nachschauen. Und ich werde euch jetzt schamlos dazu verwenden, also die Leute, die da in die Box hineingeschmissen haben, wir haben 3 T-Shirts zum Verlosen und 3 Pakete vom Digital University ab, ja. Ihr dürft jetzt auch noch Glücksengel spielen und wenn die Person da ist, gewinnt sie, wenn sie nicht da ist, dann wird die nächste gezogen. Wir sind so, genau. Ja, wer noch möchte, kann noch reinwerfen, sein Namenskattel bitte. Genau, genau. So. Schau, die gibt dir das jetzt einfach und du darfst übergeben. So. Genau. So. Passt. Dann rührt es einmal kräftig um und dann wird gezogen. Ich ziehe nicht so. So, Lina, bitte ziehen und Namen vorlesen. Wir lesen so lange vor, bis eine Person da ist. Genau. Also. Geht schon, erste Person. Die erste Person, der Name ist Elisabeth Rumler-Korinek. Nicht da. Gut.
So, der nächste Name ist Diana Herweg. So. Schon einmal bei der Digital University Hub etwas gewonnen. Da dann. Nein, Oh ja, nein. war das vergessen, was ich gewonnen habe? Oh ja, nein, das war die Kollegin. Das war die Kollegin. Genau, dann trifft es ja die richtige, genau. So, du musst noch einmal da hinein lächeln, schau lächeln, dass du musst schon den Gewinn nehmen, natürlich. Also der Gewinn ist ein Future Skills Set und unser neues Magazin, was wir zuletzt herausgebracht haben zum Thema Future Skills, auch was KI-Skills betrifft. Und Goodies. Genau, danke sehr. So, jetzt nehmen wir wieder ein T-Shirt. Der Größe jetzt braucht. Und das T-Shirt geht an die Jutta Tauschenbein. Ich glaube, die hat zuerst den Raum verlassen, gell? Die habe ich schon gesagt, oh je, na, die Jutta heute nicht. Und das T-Shirt geht an den Jan Sieber. Doch. Ja. Ein T-Shirt, genau. Umdrehen, da hinten ist das Foto, genau. Keine Affengröße. Genau. Keine Affengröße, nein. Wunderbar. Als nächstes nochmal ein Skillset. Ups. Die Verena, Schwiegerl Melchior, darf auch vor. So, schau. Bitte sehr, gratuliere. Achtung, da ist das Bundle, damit es nicht aus der Hand fällt. Genau. Ganz Danke. offiziell. Nochmal ein T-Shirt, oder? Ja, T-Shirt haben wir wieder noch. T-Shirt. Wir spielen so lange, bis alle was gekriegt haben. Genau. Das T-Shirt geht an den Michael Raunig. Ja, der ist noch da, wunderbar. So, bitte sehr. Freilich, gell? Das passt schon. Michael. Super, sehr gut. Danke. Dankeschön. Und last but not least nochmal ein Future Skill Set an Oje. Katharina Ratina. Ekaterina Ratina. Ja. Ich habe dich zuletzt noch überredet, da mitzumachen. Super. Congratulations for the skill set. Ja. Ich spreche so schlecht, ich That's verstehe nichts. all right. Thank you. Just for the picture. Yeah, Okay, thank thank you. you. Fun. So. Das letzte. Das letzte, ein T-Shirt noch. Kannst du das ziehen, Markus, das letzte. Martin, ich darf das Martin. ziehen. Ja, warte, ich darf nicht schauen, ne, weil sonst hast du Nein, nur geschwindelt. so hast du wieder geschwindelt. Und das ist der Stefan Burgstaller. Hey. Ja. Dankeschön, super. Okay, Super, danke für das Glücksengerl-Spielen. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt von der Präsenzbühne in Graz. Ich winke noch einmal für alle, die jetzt auch noch online zuschauen. Es waren also zahlreich viele über den gesamten Tag. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht bei uns und ab morgen für alle wahrscheinlich wieder online. Es geht noch 2 Tage weiter. Berlin ist ganz fleißig am Werken und morgen ist auch Zürich und Nürnberg dran. Und ansonsten freuen wir uns, wenn dann nächstes Jahr das Universal Future Festival 26 ist. Danke sehr fürs Kommen und viel Spaß weiterhin.